wie du zum Track gehst, sondern wie du auf deinem Track sitzt und es bewegst, wie wieder. Und da braucht man in Deutschland einen Helm. Ich wollte ihn auch eigentlich aufhaben, weil wir reingehen, aber es ist ein Kinderhelm. Der ist für Kinderköpfe. In deinem Kopf passt das, glaube ich, aber trotzdem. Versuch doch mal. Komm, das passt doch. Nimm mal drauf und ja, ja, okay. Aber ich finde, der Helm hat schon, da könnte man schon mal einen extra Punkt für geben. Dass er das gefunden hat, finde ich schon stark. Also T-Shirt, im Fall zur Jeans auch dieser weite Cut mit den Boots. Also ich finde es wirklich sehr stark. Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde es erstmal vom Fitting her ziemlich nice gemacht. Ich hätte gerne noch einen geilen Ledergürtel gesehen. Ja, hättest du, glaube ich, auch gerne gemacht, aber es gab wahrscheinlich keinen, oder? Keine Zeit. Keine Zeit, okay. Ich muss sagen, Jacke kommt wirklich sehr fresh, auch mit dieser leichten geploppten Optik, finde ich sehr, sehr geil. Ich muss sagen, heftiges Outfit. Boah, da würde ich schon hochgehen, sag ich ehrlich. Ich gehe schon auf eine 9. Ich würde auch fast eine 9 sagen, ja. Du? Komm, ja. Bei der 9 bin ich voll dabei. Also Max, er konnte alles eigentlich tragen, Ferrari-Fahrer ist jeder. Er hat sich jetzt hier auf die Farbe eingelassen, hat gesagt Schuhe und zu diesem... was heißt eingelassen? Er hat die Farbe angenagt, auf den Punkt getroffen, Digga. Also besser geht's nicht. Collegejacke, ist ein bisschen sportlich auch, Auto auch sportlich. Schuhe... Digga, die Schuhe sind so kacke. Die Schuhe sind so kacke, Digga. Ist ein bisschen sportlich auch, Auto auch sportlich. Die Schuhe sind so scheiße, wenn wir die mal so ziehen. Wir haben, ihr müsst wissen, keine Hose passt mir, keine Hose geht zu, keine Schuhe passen mir. Schuhe gehen bis 44, ich habe oft eine 48, da kracht's richtig, aber das sieht man ja nicht. Schuhe, ja, sportlich. Hose ist immer offen, Reißverschluss offen und offen, immer nur für kleine Menschen da. Hose kann auch umfunktionieren zu einer kurzen Hose, einfach und dann geht's los. Ich sag ehrlich, ich finde es sehr, sehr geil. Ich bin auch wirklich überrascht, Max, dass du hier gerade mal kurz einen aufdelivered hast. Es gibt nur eine kleine Sache, die ich nicht so gut finde, und zwar, guck mal, dein T-Shirt, das ragt extrem unter der Jacke heraus, okay? Ja. Was richtig geil gewesen wäre, wenn du ein T-Shirt gefunden hättest, was so auf Saugenhöhe von dem Ende deiner Jacke gewesen wäre, dann hätte ich es extrem gefallen. Ich hab's dir noch gesagt. Ja. Ich finde es solide, ist jetzt nicht hyperkreativ, ich finde es gut, ich bin bei einer 7,5. Wo bin ich gar nicht bei dir, Digga. Digga, er läuft hier durchs Alsterhaus. Du musst auch überlegen. Ich finde Collegejacken und T-Shirt länger, immer sogar, das wurde rausgeschnitten, da haben wir noch drüber geredet. Ich finde das eigentlich mal ganz geil, weil das zeigt, dass es einem egal ist, wenn es länger ist. Finde ich gut, Crop-Jacke, normales Shirt, kann man immer machen. Aber einige sagen, es geht gar nicht. Wie gesagt, ne? Also es gibt hier auch nicht jeden Fit. Es gibt vielleicht auch nicht den Gürtel gerade, den er braucht. Aber er hat sich Mühe gegeben. Und Digga, er läuft hier durchs Alsterhaus und trifft das Auto so mit der Farbe. Und du gibst ihm eine 7,5. Dann muss ich echt sagen, wie bin ich nicht bei dir? Ich bin das nicht. Ich habe nur mit den Klamotten angezogen. Nein, Diggi, rot-schwarz und das scheiß Auto ist auch rot-schwarz. Siehst du doch. Also wenn ich das Auto sehe... Das ist geil, weil der Tank ist voll aufgegangen. Nico ist aber der Tag noch nicht so begeistert, dass ich mich anziehen möchte wie das Auto. Aber Jitters habe ich komplett abgeholt. Und ihn daneben, dann ist das Auto in die übergegangen, Digga. Ich gebe dir eine 7 von 10. 7 von 10, also in der Mitte, dann würde ich sagen, sind wir bei einer 8. Okay, Digga, ich hab dir noch richtig was rausgeholt. Digga, die Hose mit dem Lack vom Auto, dann das Schwarz, was die Felge wiedergibt. Wahrscheinlich das Dach ist auch ein schwarzer Carbon-Scheiß irgendwas. Sag mal die Tasche, wie sieht wahrscheinlich die die Bremsbacken sind rot, wahrscheinlich, weil es ein 63er ist. Bro, er geht auf die Farbe, er geht 10 Minuten durchs Alsterhaus und trifft. Ich bin jetzt 10. Pascal, wirklich, du hast den Style sehr, sehr gut getroffen. Ich muss tatsächlich sagen, mittlerweile ist es ja so, im allgemeinen Volksmund ist die G-Klasse ja wirklich in jeder Rubrik von Mensch, sag ich mal, angekommen. Einen kleinen Abzug gibt es von mir. Weil kein Gürtel. Du hast keinen Gürtel an. Doch, hab ich. Zeig mal, also Gucci-Gürtel hast du jetzt an, oder? Nein. Philadelphia Cheesecake and Friends. Einfach gemeinsam genießen. Immer für dich da. Philadelphia. Und das hier ist nochmal, wir reagieren jetzt nochmal auf Wallace. Wie gesagt, das hier hat insofern eine Wichtigkeit, dass er mein bester Freund ist. Kann man jetzt wahrscheinlich als eher unwichtig erachten, weil man von vornherein davon ausgeht, dass es ein Mensch ist, der mir einfach nur zuspricht.
Verstehe ich auch, wenn man das denkt, aber ist in dem Fall nicht so. Also glaubt ihm alles, was er sagt. Deswegen auch gerne mal hier, könnt auch gerne mal hier bei ihm ein Abo da lassen. So, damit er hier auch ein bisschen vorankommt. Hat er schon 6140 hier. Ist auch ein Livestreamer, könnt ihr auch gerne folgen hier. Wallace, einfach nur Wallace ausgeschrieben bei Twitch. Und jetzt gucken wir uns das Ganze hier auch nochmal von der Sicht meines besten Freundes an. Wie gesagt, das ist nicht irgendwer, sondern jemand, mit dem ich fast jeden Tag Kontakt habe. So, let's go. Ich habe ja auch die ganze Zeit überlegt, sage ich was. Scanner Title, Emoji Happy Tears. Ich habe ihn übrigens auch nie erwähnt, weil ich nicht wollte, dass er irgendwie sich gezwungen fühlt, irgendwas dazu zu erzählen. Gerade am Anfang, wo man nicht wusste, wie sich das Ganze entwickelt. So, weißt du? Weil das ist ja auch ein Druck, mit dem wenig Menschen umgehen können. Ist halt einfach so. So, und das ist halt einfach nervig. Und irgendwas dazu sagt, dann wird man ja sowieso in diese Ecke gestellt von den Leuten, die ihm nach dem Mund reden. Aber ich denke, wer uns beide kennt, der weiß, dass das nicht so ist. Und ich kann euch nur sagen, es ist so, wie Kilian sagt. Normal! DeutschesReich! Ich zittere nicht vor der Stunde irgendeine Entscheidung. Ich bin nicht der Klagende. Ich bin nur der Warner. Feinster Designerkleidung mit dem Strohhut. Da könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen. Ich war live dabei, Digga. Also die ganz Nacho vielen Situationen, auch was jetzt die Beziehung betroffen hat. Und das selbst versucht wird, so den Maulkorb so anzulegen, Alter. Du musst als Mediator fungieren, bring alle an den Tisch. Ich habe ja immer versucht, irgendwie diplomatisch mit beiden zu reden. Nicht nur mit Kilian, auch mit Lola versucht, immer. Ey, Lola hatte irgendwann so einen Hass auf ihn gehabt. Wirklich, das war krass. Mal zu sprechen und so. Und es war schon relativ früh absehbar, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die beiden passendsten Kandidaten. Das ist natürlich meine persönliche Meinung, ja. Aber Kilian ist auch kein einfacher Mensch. Man muss es auch sagen, er hat es ja selber auch gesagt, aber Kilian hat wirklich viele soziale und vor allem auch emotionale Defizite. Kilian ist kein einfacher Mensch und ich stelle mir ihn auch in der Beziehung unheimlich anstrengend vor. Der hat einfach soziale Kompetenzen, die ihm fehlen. Es ist einfach. Ey, ich bin der beste Beziehungsmensch, den man sich vorstellen kann. Wie bitte? Ey, Frauen, lasst euch da jetzt nicht voll labern. Also. Nein, ist ja so. Wirklich so. Der Mann ist nicht einfach. Ich will das gar nicht von der Hand weisen, ja. Aber das entschuldigt oder rechtfertigt halt nicht die Sachen, die passiert sind. In meinen Augen. Auf keinen Fall. Ich glaube, wichtig sind auch Freunde, die anderen auch mal den Kopf waschen und nicht immer die Hand Arme sagen. Meine Meinung, ey, wenn ihr. Ist unglaublich wichtig. Ich würde mich gar nicht, also damit kommst du ja auch nicht voran, wenn du dich mit Menschen umgibst, die dir nicht die Wahrheit sagen, sondern dir immer den abblicken. So, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Da bin ich tatsächlich auch ein Mensch, der sich schnell von solchen Leuten absondert. Ich habe generell kein so nahes und viel nahes Umfeld, das muss ich dazu sagen. Also ich lasse oberflächlich viele Leute an mich ran. Ich kenne sehr viele Menschen, ich bin mit sehr vielen Leuten gut, aber so richtig dieses nahe Umfeld, dieses dicht beieinander sein, das ist YouTube macht da ganz schnell dicht. Ich kann teilweise auch ganz normale Worte nicht schreiben und so. Muss man dann ein bisschen rumtricksen. Zeichen zwischensetzen. Wir sehr aufeinander. Ist ja auch nicht so, dass ich immer alles befürworte, was er sagt und auch nicht alles gut finde, was er macht. Ich sage ihm auch ganz oft meine persönliche Meinung zu ganz vielen Dingen, wenn er sich falsch verhält etc. Was man ihm aber lassen muss, dass er eigentlich schon sehr selbstreflektiert mit allem ist. Also wenn er sich irgendwie falsch verhalten hat oder so, dann sagt er mir 10 Minuten später auch, ja Digga, war nicht korrekt für mich oder ja, ich weiß, ich habe da scheiße reagiert oder so. Also die Fähigkeit besitzt er schon, da ist er schon empathisch genug für. Ne? Und ich glaube auch, dass ich mich als Sport oder so. Also natürlich gibt es immer diese Situation, wo ich war auch zum Beispiel oft schon zu irgendwelchen Kindern, die irgendwie so penetrant sind. Hier, ich habe letztens jetzt eine Situation beim Rewe gehabt. Da kam irgend so ein Kind, ich war gerade beim Einpacken, wir waren zusammen einkaufen, ich war beim Einpacken und er steht so, und dieses Kind steht so, sind Sie ein YouTuber? Und der ging mir so auf den Sack in dem Moment, dass ich voll scheiße zu dem war. Da hat er mir dann auch gesagt, so Digga, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber dieses scheiß Kind ging mir so auf den Sack, weil ich so, ey, kannst du mich bitte alleine lassen? Und stand dann so vor mir, ist dann irgendwann gegangen und dann ging mir voll auf den Sack. Auch nicht richtig. Ja, da muss man natürlich ran, ne? Hat mir dann aber auch gesagt, was ist. Mann. diplomatisch genug einschätzen. Nicht umgeboxt, aber so, ich war gerade beim Einpacken und war eh warm draußen und genervt. Und dann steht er steht halt auch wirklich 30 Sekunden da und sagt gar nichts, guckt mich einfach nur an. So richtig nah. Mann. Aber es war auch nicht richtig von mir. Will ich nicht richtig. Das war. Digga, ich bin 28 und der war 14, 15 oder so, keine Ahnung. Oder nicht mal. Ich schätze ihm auch zu sagen, Digga, da hast du dich jetzt schlecht oder falsch verhalten. Ich glaube, in der Hinsicht bin ich jetzt nicht der schlechteste Freund. Um mich da auch mal ein Stück weit selbst zu loben, nicht wahr? Was denn daran kindisch? Also, Beziehungen sind für viele Menschen völlig zerbrochen. Darüber aufzuklären, vor allem auch, dass Männer und narzisstische Grundlagen das wertvolle Ausbildung und auch das für meine Individuum ein bisschen den Blick dahin zu erinnern, was in der Szene so hinter den Kulissen abgeht. Ich gebe dir völlig recht, ich verstehe beide Seiten halt. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, die haben keinen Bock auf diese ganze Streitthematik, verstehe ich den Ansatz erstmal, aber ich verstehe auch, warum man es eben macht und warum man dahin geht, auch was vor allem gesagt hat. Ich überlege mir immer so, was wäre gewesen, wenn
wäre es andersrum gewesen und er hätte sie geschlagen. Was meint ihr, was los gewesen wäre, wenn es so rum gewesen wäre? Da geht auch um die Keller. Ich erinnere mich da auch noch an direkten Kontakt, Alter. Da wurde ich zum Teil angerufen und naja, ich will jetzt hier nicht so viel hinlabern, aber schon crazy gewesen, dann wirklich. 90% von denen, die sagen, das Thema gehört nicht in die Öffentlichkeit, schicken dann alle noch genauso die Psychologie. Guck mal, ich bin dazu auch eine Sache, die ich verstehen kann. Die öffentliche Öffentlichkeit, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen mein egoistischer Gedanke in der Hinsicht gewesen. Ich bin jeden Tag konfrontiert mit ihm, weil ich ihn auf jeden großen Events sehe. Ich sehe, wie jeder ihn gibt, wie er immer sein Zeug macht und ich hier immer mehr untergehe. Ich sehe, wie sie 1,5 Wochen gebraucht hat, um scheinbar jemand neu zu finden und wohnt da auch schon. Sie wohnt da, das ist nicht irgendeine Freundin oder was auch immer. Das ist eine Spekulation, aber es ist schon, die ist da hingezogen, die wohnt ja nicht mit ihr jetzt. Also laut ihrer Aussage. So, das hat so kurz gebraucht, das Gefühl gekopft, also so wie es aussah, ihr geht's gut, ihm geht's gut und ich sitze hier so komplett verbrannt in dieser scheiß Wohnung. Natürlich nicht nur wegen wen, ich habe auch selbst viel Scheiß gebaut und das ist einfach aus mir rausgeplatzt. Ich hab's nicht eingesehen. Digga, das kann doch nicht sein, dass sehr ich liege. Ich musste das einfach machen und ich verstehe es auch, wenn man mich dafür kritisiert. Hoffentlich kein Stress mit den Weibers. 100%. auch mal sagen, dass so viele Teile sowieso. Sie hat nie Miete bei mir bezahlt. Ich habe ihr das auch vorgeworfen, also da bin ich auch nicht unschuldig. Also sie hat nie einzeln Miete bezahlt. Sie hat dann 1, 2 Mal Einkauf übernommen, Genau. oder muss man dann auch immer ein bisschen Sich rar machen. So, aber das wollte ich ja auch nie. Das ist ja auch, also das ist auch, also nee, das war nie Thema gewesen. So, ich habe sie auch vorgeworfen, ich bin ehrlich. Dann hat sie gesagt, soll ich was? Und ich so, nein, aber es geht einfach darum, Mann, ich will einfach wieder alleine leben. Das macht mich einfach kaputt, diese Situation. Schon vorher in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden und jetzt dann zu sagen, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit machen und das ist jetzt zu privat, das behalten wir dann für uns. Gerade bei so einem Thema, weiß ich nicht, ich finde das... Allein sein müssen ist das Schlimmste auf der Welt, aber allein sein können das Schönste auf der Meine Welt. Gerechtigkeitsempfinden irgendwie macht es keinen Sinn, meine persönliche Meinung. Ich erinnere mich noch an diverse Streams, auch von der Gegenseite. Und da jetzt so einen Maulkorb anzulegen und... Kann ich hier auch gerne, weil wir jetzt in dem Thema sowieso schon so drin rumgestochert haben, falls es da wirklich irgendjemand gibt, der das anzweifeln sollte, wobei die meisten von euch ja sowieso ihm glauben, zu Recht auch. Also ich kann das alles bestätigen, was er gesagt hat. Ich war, wie gesagt, bei so vielen alles Sachen seine Vor- und dabei. Es Nachteile. gibt auch diese Unterlassungserklärung, ja, die gibt es. Wenn man selber ein guter Partner ist und selber einen guten Partner hat, dann geht da, glaube ich, nichts Wir waren gar nicht mehr zusammen zu der Zeit, Digga. Also ich weiß nicht. Also ich muss einfach sagen, natürlich gab es oft... Da kann ich nicht viel zu sagen, ich war nie ein guter Partner. Nicht ohne Grund irgendwann aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Wir waren immer wieder so, das. Aber im Grunde genommen, wir haben nebeneinander geschlafen, wir haben miteinander geschlafen. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht, wir sind zusammen essen gegangen. Und jetzt kommt das Wichtigste, wir haben beide gesagt, ich liebe dich. So, das sind doch keine Sachen, die nicht... Ja, Alter, ich liebe dich, das sagt man mal... was auch immer das sein soll. So, und das finde ich einfach... Wenn das kribbelt, ja. Dass sie das Weil so aufdringlich zieht und so tut, als wenn es so die generelle Stimmung zwischen uns war. Das ist Schwachsinn. Natürlich haben wir immer mal wieder geäußert, Alter, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Wir müssen das beenden, das geht nicht mehr. Natürlich war das, wie gesagt, eine toxische Beziehung. Kinder zu haben heißt ja nicht, dass man nicht mehr leben kann. Ich will nicht mehr. Aber meine Erfahrung war, dass ab dem Zeitpunkt, wo man Kinder hat, dass die Zeit einfach viel, viel schneller rennt. Du siehst halt, siehst die wachsen und so, das ist... Ich kann das schon verstehen. Ich habe auch die krassesten Männer getroffen, so, vor denen jeder Respekt hat. Und die haben zu mir gesagt, so Alter, jeder hat Respekt vor mir, aber ich habe Respekt vor dir, weil du was machst, Alter, wovor ich Schiss hab, so, ne? Der scheißt sich davor, ein Vater zu sein, ne? Der hat Geld, der hat alles, der hat Macht und so, aber der Vater zu sein, da scheißt er sich vorhin, so, ne? Vater werden ist auch leicht, aber ein Vater sein, das schaffen nicht viele. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich ein guter Vater bin, aber auch nicht so dirty, wie es suggeriert wird. Ich darf halt momentan die Kinder nicht sehen und so. Es soll ja eigentlich ums Kindeswohl gehen. Ja. Mama, du bist die Größte. Ja, wenn er es mal angebissen hat, Danke. manche muss man stundenlang drillen, Alter, wie so ein Fisch. Manchmal reißt auch die Schnur oder der Haken biegt auf. Also jetzt rede ich schon wieder. Unter dermatologischer Kontrolle getestet. Mixer hochverträglich.
dass man das überhaupt behauptet, das ist so dreist eigentlich. Damit hat sie bestätigt, dass da nichts anderes schön ist. über Das den ist ein Schädel Eigentor in meinen Augen. Das ist ein Eigentor einfach. Wie gesagt, ihr seid alle selber clever genug, um das zu checken, was da passiert. Ich frage mich nur immer noch, was genau jetzt als Fremdgehen stattgefunden hat. Du, am Ende des Tages, ich war auch nicht dabei, Digga. Ich saß auch nicht auf der Bettkante, keine Ahnung, was die gemacht haben. Ich kann euch nur sagen, dass ich mich auch noch erinnere an dem Tag, als Kilian mich angerufen hat und es mir gesagt hat und völlig aufgelöst. Ich habe geguckt, WhatsApp-Chats mal durchgegangen. Wir haben 7 Minuten telefoniert an dem Tag und was für mich auch damals so war, ich habe gesagt, Digga, sofort Kontakt. Alter Bro, wir haben das überemotionale Gespräch geführt, 7 Minuten. Okay, die will Sachen von mir. Lass sein, Alter. Gut, aber so verliebt noch wahrscheinlich oder weiß nicht, emotional gefangen auch. Aber dass sich jetzt 1000 digitalen Lynchmob zusammenrotten, ist absolut anders. Ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich finde es auch absolut beschissen, wenn man jetzt anfängt, Leute deswegen zu beleidigen, privat irgendwie zu Das schreiben. sind aber auch gar nicht die Communities. Das sind, glaube ich, eher die Leute, die es einfach geil finden. Die es einfach geil finden, irgendwo raufzuhauen. Die halt einfach nur haten wollen. Wie gesagt, setzt euch mal mit so Internet-Hatern auseinander. Ich habe so viele davon schon gesehen. Ich habe so viele Leute davon schon gesehen in echt. So, die haben halt auch diese oft. Es gibt wenig Leute, die einfach ein zufriedenes, normales Leben führen, die haten im Internet. Das ist einfach so. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und das ist nichts, was ich sage, um jetzt hier jeden negativen Kommentar schlecht zu machen. Aber diese richtig intensiven Hater, die so ein Hater-Profil haben und das richtig leben, das sind halt die über. Du hatest nicht, wenn du mit dir selbst zufrieden bist. Wenn du ein schönes Leben führst, wenn du eine Freundin hast, wenn Natürlich du kann ich ja auch haten, wenn ich mit mir zufrieden gehst du nicht ins bin. Internet und hatest. Natürlich geht das. Weil ich war schon oft unzufrieden in meinem Leben. Und wenn man unzufrieden mit sich selbst ist, neigt man eher dazu, zu haten oder zu missgönnen. Es ist so. Geht mal tief in euch. Es ist so. Ja, man neigt Bro, eher wenn du ein dazu, aber... Leben führst, geile Wohnung, geile Frau, gutes Geld dann verdient, denkst du wirklich, nach einem harten Arbeitstag gehst du an deinen 5000 Euro iMac und schreibst irgendwelche Hate-Kommentare und bist noch stundenlang irgendwo in irgendwelchen Foren? Ja, wer das sowieso macht, Alter, bei dem stimmt irgendwas nicht, darüber Alter. irgendwie auszublenden, was für ein eigenes, direktes Leben sie eigentlich haben. Ist halt so. Also ich meine jetzt nicht Leute, die mal einen negativen Kommentar schreiben. Ich meine diese Leute, die da so richtig tief drin sind. Tja. Zu drohen, was auch immer. Klar ist es menschlich verwerflich in meinen Augen, sowas zu machen oder so zu handeln, ja, definitiv, da müssen wir nicht drüber reden, klar. Die Sache an sich, das ist halt das Problem. Selbst wenn es gerade in der Aufwand so einer toxischen Organisation war, ist das eklatisches Verhalten und wenn man sich versucht damit rauszureden, zeigt man auch seine echte Fratze, ja. Wie gesagt, vor allem aus meinem Blickwinkel heraus war das, wenn überhaupt mal so tagesweise, dass man gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal einen Break oder so, aber das Datum der endgültigen Trennung war so Anfang des Jahres irgendwann, Digga. Und davor, das Montana Black Weihnachtsevent und sowas, alles dazwischen war, man. Wie kann man das behaupten? Das ist wirklich frech. Das ist wirklich frech zu sagen, Wegen ihr war ich da gewesen. Ich wollte gar nicht da sein, weil ich mich so unwohl gefühlt habe neben den ganzen Influencern, nachdem ich schon Monate inaktiv war. Ich wollte da nicht hin, ich bin nur wegen ihr dahin gegangen. Wie gesagt, ihr Dank war dann um 6:30 Uhr völlig besoffen nach Hause zu kommen, weil sie dann noch irgendwo in der Innenstadt feiern war mit Leuten. Ist das frech, Alter. Dann nicht zusammen und dann so, ja, es ist eh nichts passiert, aber wir waren ja auch gar nicht. Das war ja der Bruch, weil ich keinen Bock mehr hatte auf Weihnachten mit ihr. Dann hat sie mir vorgeworfen, dass ich sie nicht tröste wegen ihrem Hund, obwohl ich da war. Obwohl ich am Start war, vielleicht hätte ich mich da auch besser verhalten können in der Situation, aber ich konnte nicht mehr einfach alles akzeptieren. So ich komme damit hin, bin da alleine in diesem Hotelhaus, was 20 Autominuten vom eigentlichen Monte-Event entfernt war. Ich konnte nicht mal irgendwas machen. Ich hatte kein eigenes Auto, ich hatte kein nichts. Ich war einfach da und da war dann für mich so ein Digga. Wir sagen so, so ein Schwachsinn einfach, Mann. Wirklich. Hast du seinen Chat gesehen? Ich habe ja unsere Chats gesehen, Ausschnitte seines Chats habe ich auch gesehen, ja. Also wir haben ja telefoniert. Immer wenn was war, sei es jetzt positiv oder negativ, wir haben ja immer telefoniert, immer geschrieben. Wie oft ich ihn angerufen habe, in Streitsituationen, wo ich geschlagen wurde und sowas. Ich will es auch gar nicht so überdramatisieren. Es war nie so diese Situation, dass sie so über mir steht und mit mir machen kann, was sie wollte. Aber es ist ja trotzdem eine Sache, die stattgefunden hat. Digga, die wiegt 40 Kilo, so, weißt du? Aber ich hätte halt niemals irgendwas gemacht, aber diese Situationen waren halt da. Ja. Die waren halt da. So Keine Ahnung, ich habe andere Sachen erlebt. Ich wurde in meiner Jugend vom geisteskranken Fotzen angestochen und so ein Scheiß, Alter. Ich vertrete die Meinung, Alter, wenn jemand redet wie ein Großer oder wie ein Mann oder sonst was, dann muss er auch damit rechnen, wie ein Großer zu kassieren. Oder kann das ein Mann, Frau, Baby, frech, dass das passiert. Opa, ein Tier, ein Haus, da kann egal was kommen. Der hat nicht geupdatet. Kriegen alle aufs Maul. Der warte her auf jeden Fall, man. Wären sie ehrlich gewesen, Fressen und gefressen werden. Trotzdem als Körperverletzung. Ach komm, bitte.
So schlimm wie jetzt muss das öffentlich aufgedeckt werden, sonst steht Tanzi als Lügner da. Ja, ist halt wirklich super schwer, weil, wie gesagt, durch diese Unterlassungserklärung, man darf keine Chats leaken. Unterlassungserklärung, Alter. Ich darf auch nicht. Das Ich habe ist eine Beratung alles Schall und von Rauch, der Kanzlei Scherz-Bergmann, falls ihr das Alles so in diesem Haus Pussys, genannt was habt. das angeht. Kundig. Wenn mir mein Einfach Vater so eins wäre beigebracht gewesen, hat, okay, als er zeige ich vorher jetzt gestorben euch die Chats ist, zwischen mir und wie man mit Kindern. den Aber Männern vom Amt auch, wie umgeht. gesagt, auch dritte Personen, Von die den sozusagen Ämtern. zu erkennen sind, so wurde mir das erklärt. Wenn es zu Vor allem identifizieren ist, mit dass es eine Polizei dritte und Person so. hat, dann ist diese Person auch Und wir brauchen jetzt hier keinen Rechtsbeistand. Bitte fangt nicht wieder damit an. Die Zeit war am anstrengendsten. Ist gut, ihr habt das gehört, aber es ist doch so. Aber wenn es so, bitte, bitte. schützt von der DSGVO oder vom Datenschutzrecht. Deswegen ist es nicht so einfach, wie man sich das wünscht, leider. Und es ist halt super schwer. Ich kann auch verstehen, dass Kinder jetzt sagen, Wenn ich wollte, könnte ich sofort auch wenn ihm jetzt irgendwie angeboten 10 Leute den anderen und so bezahlen, aber Institutionen dieser Kopf, der verklagen dahinter steht, wegen der Datenschutz. Anwalt und dieses und Brechen jenes, und dann Scheiß. muss das alles eingeholt werden. Dann macht man da wirklich einen Prozess auf. Dann wird die Gegenseite ja auch Allein das klagen. Jugendamt, was ist das so ein- alles geleakt das hat. zieht sich alles Polizei, mit so was einem die Bart, alles Alter. geleakt Das ist so haben. super nervig einfach. Und es ist einfach super dreist, jetzt einfach zu sagen, das war nichts. Und auch, sorry, ich mochte Adam ja eigentlich immer, bei mir gegenüber immer korrekt, aber auch Adam sein Statement zu sagen, er hat ja 1,5 Jahre gesagt, sie waren nicht zusammen. Also das überhaupt als Argument anzuführen, ist so verwerflich, wo Währenddessen er mich sehr oft privat gesehen hat und wusste, dass er sehr wohl noch was ist. dass jeder wusste, also gerade im Hintergrund wusste sowieso jeder, wie die Beziehung zwischen den beiden aussieht. Und dann das einfach so eiskalt zu leugnen und zu sagen, nee, da war nichts, Alter. Wir waren gar nicht mehr zusammen. Ja, und also wir waren gar nicht zusammen. Und da war ja trotzdem nichts, aber selbst dann waren wir ja gar nicht zusammen. Also so ein Schwachsinn, ja. Die Leute, die ihm alles anbieten, gehen noch einen Scheiß auf ihn. Die wollen nur Cloud, Klicks, Reichweite und Kohle. Komm, am Ende des Tages ist es auch nicht meine Kanne Bier, weißt du. Ich bin natürlich Kilians Freund und ich kann ihm auch nur meine Hilfe anbieten. Am Ende des Tages, was er daraus macht. Das ist doch der Kerl vom Kleingeld-Einzahlen-Video. Junge, Alter. Oh, Junge, diese Videos damals, wo ich immer so extrem viel Kleingeld eingezahlt habe und ich dann so voll viel Geld hatte. Oh Mann, das waren schöne Videos. Ich denke, so klug genug ist er, zu differenzieren, wer ihm was Gutes und wer ihm was Schlechtes will. Am Ende des Tages muss er seine Entscheidung daraus ziehen und was er dann macht. Theoretisch. Ich finde, was von Luis ein guter Kommentar, was ist gerade dein Ziel? Möchtest du dich kaputt machen oder es links liegen lassen und glücklich sein? Ich will es für mich aufarbeiten und das hier ist zum Beispiel eine wichtige Person. So, das ist zum Beispiel eine sehr wichtige Person, die alles hautnah erlebt hat. So, der hat sehr viele Situationen, toxische Situationen zwischen uns mitbekommen. Und deswegen finde ich das hier sehr wichtig, das auch nochmal mit hineinzubeziehen, weil er es ja auch öffentlich gemacht hat. Jo, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Schlafen war auch, dass sie miteinander geschlafen haben, davon war auch Rausgehen mit Leuten treffen immer besser als drin ist ja auch ein bisschen was anderes noch. Für mich ist das trotzdem kein Grund, Adam zu hassen, wenn es was war, wenn es grundsätzlich schon komisch finden, selbst wenn die getrennt gewesen wären, selten genommen. Was heißt Adam zu hassen? Adam kannte ja die Verhältnisse, in denen Kilian und Lola sich befunden haben. Also aus der Sicht eines Freundes, ja, oder zumindest wenn man sich gut versteht, finde ich es in jedem Falle irgendwie verwerflich. Was heißt hassen ist ein sehr hartes Wort in dem Fall. Dazu habe ich mich auch schon geäußert, also jeder soll da sein Ding machen. Ich verstehe das, dass jeder, ich erwarte von niemandem, dass ihr ihn deabonniert oder nicht mehr mit ihm redet oder was auch immer. Ihr habt ja gar nicht diesen emotionalen Schmerz, den ich diesbezüglich spüre. So, das würde ich von niemals von irgendjemandem verlangen. Außer jetzt wirklich von meinem ganz nahen Umfeld, aber doch nicht von irgendwelchen Zuschauern. So, weißt du, was ich meine? So, macht mal jetzt. Niemals. Niemals. Aber natürlich, also ich an meiner Stelle hätte natürlich auch eine Antipathie zu Adam, ja. Klar. Hallo Biene. Glaubst du, hat die Gegenseite genug Geld für einen Prozess, sonst wäre es ja nur heiße Luft? Weiß ich nicht. Guck mal, kann ja auch eine Rechtsschutzversicherung mit im Spiel sein, können auch Leute im Hintergrund sein, die das mitfinanzieren. Weiß ich alles nicht. Ist auch nicht meine Aufgabe, das jetzt zu beurteilen. Und interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Wird man sehen. Da kam ja jetzt auch noch nicht wirklich irgendwas zurück, außer einer Unterlassungserklärung und so ein geschriebenes Statement, wo einfach alles abgestritten wird. Jetzt trägt man das ganze Drama öffentlich aus und versucht Menschen zu vernichten. Was hat mit vernichten zu tun? Ich meine, der Mann wurde ja auch damit vernichtet, ja, emotional. Das ist irgendwie, das wird so außer Acht gelassen irgendwie, ja. Wenn Ja. Was soll ich dazu sagen? So wie weitergeht, wird das nicht gut sein für Kilians Kopf. Ich hoffe, es geht bald mit dem Kerl in die richtige Richtung wieder. Ja, ich denke auch, so ist jetzt alles gesagt. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt noch Kraft. Wie gesagt, ich bin heute auch nur wieder mit dem Thema online gekommen, weil auf einmal völlig random ein Statement von Adam noch kam. Ein 4-Minuten-Statement. Sonst wäre ich doch heute gar nicht online gekommen mit diesem Thema. Dann wäre das doch gar nicht wieder Hauptbestandteil des Streams gewesen. Aber na klar, wenn ein neues Statement kommt zu so einer brisanten Situation, dann reagiert man darauf. Ich bin mir sicher, dass viele ihm auch Glauben schenken, absolut zu Recht. Wie gesagt, ich kann das nur noch mal bestätigen von meiner Seite aus. Und ich hoffe auch, dass er dann einfach jetzt irgendwann die Sache irgendwie ablegen kann, auch wenn es wahrscheinlich sehr, sehr unbefriedigend ist für ihn, dass es da jetzt nicht sozusagen den
plakativen Beweis gibt, dass man sagen kann, so und so war's, ist halt schwierig, ja. Sorry, ich hänge übel zurück. Ich bin es nicht gewohnt, dass so viele Leute in den Chat schreiben. Es tut mir leid. Ey, danke für die ganzen ersten Nachrichten und die ganzen Follows, Mann. Vielen, vielen Dank. Kümmere dich bitte gut um Kilian, er braucht dich gerade. Du, ich tue mein Bestes, versprochen. 500 Zuschauer, Junge, was? Ah, guck mal, da macht man einmal ein Thema auf von öffentlichem Interesse, ne? Schon sind die Zuschauer da. Wie fliegen auf dem Scheißhaufen, Alter, ich sag's euch, Mann. Das war jetzt nochmal das Statement von Anton. Wie gesagt, für die Leute, die sich fragen, hey, was soll das jetzt, ist mein bester Freund, so der wirklich alles mitbekommen hat. Also hat er durchaus eine Berechtigung dazu, etwas zu sagen, weil ich es in den Kommentaren öfter gesehen habe. So, also. Krombacher Spezi. Wir gucken alle mit anderen Augen auf die Welt. Manche mögen es bunt, die anderen ein bisschen schräger. Die eine ist wieder drin, der andere macht einfach sein Ding. Wir alle haben unsere eigenen Seiten. Das macht das Leben doch so schön speziell. Krombacher Spezi. Feier dein speziell. See Alive. See Eau de Parfum and the new Passioni Red Musk, Giorgio Armani. Gut, Freunde, der Titel ist vielversprechend. Er datet 14-Jährige, Smash or Pass, Frankfurt Tinder. Es wird mal wieder ein Fiebertraum, es wird schrecklich, mir ist schon übel, bevor ich reingehe. Ihr wisst, wie es läuft. Wir spielen Bingo, das Intro zählt nicht, alles nach dem Intro zählt. Holt euch die Kotzeimer. Jetzt knallt sie richtig. Ups, kannst du dir deinen Ast reinschieben oder deiner 14-Jährigen? Bruder, die kostet 9 Elixier bei Clash Royale, Bruder. Bruder, ich spiele nicht mal Clash Royale und den Diss habe ich verstanden. Das war ein fetten Diss, ne? Wenn das nicht das Intro wäre, würde es potenziell Bodyshaming sein. So geht das bei dir auch. Eine jung, eine ganz alt, eine wieder ganz jung. Bruder, wer ist das? Ist weg. Was passiert hier? Der Rücken ist so schief, ich kann meinen Dreadball abstellen. Okay, ab jetzt zählen die Kreuze, Intros vorbei, rein dafür. Das war ja ein neues Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder hier auf. Heute sind wir wieder in Frankfurt und heute heißt wieder Smash or Pass. Still mal die Ladies. Ja. Da haben wir schon mal direkt den ersten Arsch. Wo ist es? Jemand zeigt Arsch. B3. Der Osterhase zeigt sein Gött. Super. Der hat sich ganz schön gehen lassen, der alte Osterhase. Ich dachte, er bringt keine Schokoeier, sondern Schokobuttplugs vorbei und versteckt die im Garten. Arschfrisshose. Ach du meine Scheiße. Oh, wir hatten einen Ford-Sound. Scheiße. Jungs. Warum trägt ihr eine Sonnenbrille? Es ist dunkel, Bruder. Ey, das ist wirklich, guck mal, das Ding ist, Chat. Eins in den Chat, wenn ihr es fühlt. Ich finde, Sonnenbrille tragen ist geil. Wenn jemand eine Sonnenbrille trägt, das ist Aura. Man fühlt sich einfach cool irgendwie, ne? Es ist geil gegen die Sonne. Es ist gut für die Glotzkorken, so. Das ist einfach entspannt. Zum Beispiel, meine Sonnenbrille hat auch Sehstärke und es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich die getragen habe, wenn es dunkel war, weil die halt Sehstärke hat und ich kriege Kopfschmerz, wenn ich die nicht trage. Ich habe meine normale Brille zu Hause vergessen. Alles gut, ist schon vorgekommen. Aber Leute, die in Clubs und mitten in der Nacht Sonnenbrillen tragen, farmen so eine Minusaura. Es gibt nichts Uncooleres, als nachts oder im Club eine Sonnenbrille zu tragen, weil man denkt, man hätte cool mit seiner Mutter Ja, die Sonnenbrille schützt meine Identität, leck meine Eier. Es sieht so unglaublich cool aus. Wenn du Sehstärke drin hast, du hast deine alte Brille vergessen, deine normale, Bruder, check ich, alles gut, bin ich kein Böse. Aber dieses so im Club Sonnenbrille tragen, finde ich super cringe. Der Einzige, der das darf, ist Henke. Ich gar nicht mehr, dass ich Sonnenbrille auf habe. Da bist du Schon so krass dran gewöhnt. Freut mich. Ich kennt man ja, ne? Ja, mich kennt man schon. Aus dem Fernsehen, Leute. Ich habe den noch nie gesehen. Weil eigentlich ist böse gemeint, aber dafür, dass er so selbstsicher davon ausgeht, dass man ihn kennt, ich habe ihn noch nie gesehen. Vielleicht erkenne ich ihn auch einfach nur nicht wegen seiner unglaublich coolen Sonnenbrille, die er schon in der Abenddämmerung trägt. TV-Formate, YouTube, Instagram, TikTok, alles. Okay, wo wollen die uns auch? Was? Ja, OnlyFans auch, Jörn. Wirklich? Schade, dass du noch nicht abonniert hast, ne? OnlyFans? Hol mal. Ich warte ja drauf, aber Leute, aber wo soll ich anfangen? Links? Oder ja, fangen wir bei hier Plastik an. Rüsten. OnlyFans, ja. N2. Rüsten ist back. Wie geht's dir, Rüsten? Ja, gut. Boah, ich habe noch nie gesehen, dass die so wenig Haut gezeigt hat. Für die ist dieses Hasenkostüm wie eine Nonnenkutte. Checkt ihr? Oh, ist ja auch kalt wahrscheinlich um die Uhrzeit, wa? Gut. Wir rüsten. Ja, rede mal gerade nicht viel lang. Ich mach mal das Mikrofon, dann wenden wir das ganz schnell. Wie findest du ihn? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, siehst du diesen Höhenunterschied? Ja, klar, mit solchen Absätzen. Sei mal leise, die gibt's nicht. Mit solchen Die mit Dank 5. Ja, aber
schäm dich mal. Eine Frau muss immer die Highheels anziehen können, sonst kann die nicht deine Frau Geh werden. mal auf die Knie, bevor du was sagst. Ich sag die Knie gehen? Ja, ja, bitte. Oh, wait, ruhig bleiben. Wir hatten einmal bauchfrei und vor allem hatten wir hier auch ganz aggressiv gerade den Ritz-Sound, Baby. Fadi erkennt seine Schweine am Gang, B1, gar kein Problem. Du kannst doch mal eine Leine gehen, Die Leine hast du dich schon umgebunden. Komm, geh auf die Knie. Guck mal hier. Ja, kannst du Club machen oder checkst du nicht, wie man Club macht? Ja, ich hab hier gerade eine Sklave dir gemacht. Was laberst du? Ja, ja. Warum ist das so frech? Boah, tschüss, das eskaliert direkt, ne? Rüsten, nicht Rüsterin. Rüsten. Rüsten, man kann aufhören, du schielst richtig. Oh, tschüss. Ey, das ist bei mir aber auch ein Phänomen. Ey, guck mich mal an. Ich habe auch einen leichten Silberblick, ne? Oder? Sag ehrlich, Chat, ich habe auch einen leichten Silberblick. Und das Ding ist, mein Geschiele wird schlimmer, je mehr ich trinke. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob ich als Kind mal vom Wickeltisch gefallen bin, nachdem ich mich voll gekackt habe, meine Mutter mich wickeln wollte. Aber ich habe auch einen krassen Silberblick. Und bei mir ist das Phänomen, daran erkennt man, ob ich betrunken bin. Je mehr Alkohol ich trinke, desto mehr rutschen meine Augen auseinander. Ohne Scheiß, wenn ich Alkohol trinke, geht ein Auge geisteskrank doll flöten. Dann kann ich in zwei verschiedene Richtungen gucken. It's crazy. Das ist ein wildes Phänomen, Digga. Damit steigst dann das mit ihm Tasche auf. Ich schwöre. Ja. Oder mit Absetzen in seinem so. So, geh erstmal die Übung richtig aufüben, dann machen wir weiter. Guck mal, wie fresh ist. Ja, Leute, das sitzt darf vorne man und hinten nicht. gar nicht, Kurven gar nicht da. Es schmeckt vorher. Guck. Ja, tschüss. Guck mal da. Eine Frage, ob er gemacht ist. Und er ist Natur, Leute. Er gönnt mir einfach nur. Ist es nicht voll komisch, dass wir Menschen oder jetzt zum Beispiel wir Männer auf Weiberärsche stehen? Weil am Ende des Tages, guck mal, ich bin zum Beispiel heterosexuell, wenn ich jetzt einen Männerarsch sehe, denke ich mir so, boah, nee, ist nicht so geil. Ist bei uns immer das Schlimmste gewesen, wenn du dir gerade ordentlich einer am Abzen bist, so, und du willst gerade abspritzen und dann filmt die Kamera in das Arschloch von dem Typen rein, der gerade die alte. Und das ist für mich sofort der Stimmungskiller. Ganz schlimm, ohne Scheiß. Aber ein Frauenarsch ist geil. Warum ist das so? Und am Ende kommt ja aus Frauenärschen auch nur Kacke raus. Warum sind wir biologisch so gepolt, dass wir Frauenärsche geil finden oder Milch? Das ist Milch Pornografie, du Arsch. Fettgewebe zum Säugen von Babys da. Warum findet man das geil? Und ich denke da wirklich oft drüber nach. Frauen kacken nicht. Oh Bruder, werd erwachsen, Frauen kacken wie Sau. Ich weiß, da sind wahrscheinlich einige Das, was von euch die Leute draußen, die lieben, noch an den nennen das nur die Weihnachtsmann glauben chemische und daran, dass Reaktion der Frauen tierischen Rosenblätter scheißen. Fortpflanzung. Aber da kommt Die genauso schlägt eklige Kraft Kacke ein, raus wie aus Männern. verblasst und du befindest dich in der gescheiterten Ehe wieder. Wenn McDonalds hingehen würde, jeden Tag Big Mac Immer der Wissenschaft treu bleiben. McDonalds auf die 1. Als Junge peinlich. Du bist nicht peinlich. Ich sag ehrlich, ich habe auch einen krassen Arsch. Guck mal, wenn man jetzt mal hier fairerweise guckt. Guck mal hier. Damn, Baby. Ich hab auch einen guten Arsch, Digga. Verdammt nochmal. Und das gibt's hier gratis. Ohne, dass ihr irgendeinen OnlyFans abonnieren müsst. Oh, jetzt ist Als Sklave. dreh mal zur Kamera, dein Gesicht will so, dein Arsch will keiner sehen. Dein Arsch ist auserzählt, Mädchen. Nein, jeder will meinen Arsch sehen. Ich lehne dankend ab, ehrlich gesagt. Und das gefällt den Jungs, wenn ich ein bisschen bounce und ich weiß, dass die Blicke da drauf gehen. Welchen Jungs? Die Pflegeheim? Guck mal, Leute, die sind so. Er redet über Schradin. Warte mal ganz kurz. Warum gehst du denn hier in diese Kamera? Du machst gerade meins. Weil ich mir meinen Arsch zeigen muss. Warte, okay, kurz und knapp. Smash or Pass? Pass. Pass auf jeden Fall. Hi, was geht? Nichts bei dir? Auch nix. Was steht da? I love rich boys. Oh, immerhin ist sie ehrlich, ne? Just give me money. Findest du ihn? Achso, ganz gut aussehen. Schau mal ganz von Anfang an. Gut aussehen. Hat erstmal 5 Sekunden gebraucht, um überhaupt die Frage zu checken. Ich dachte, der fragt dich erstmal. Ich weiß, dass ich gut aussehen bin. Ich brauche keine zwei, die mir das sagt. Aber ich What the danke fuck, schön. wie eingebildet, what the fuck, eingebildet. Oh ja, wenn man auf jeden Fall nicht zuzubilden. Guter Call. AMG, dass das ihr niemals haben werdet. Wo ist denn dein AMG? Wo? Oder der steht da hinten. Naja, guck mal, immerhin hat der AMG auf den Pullover gedruckt. Wo, wenn sie Louis Vuitton laden. Ich kann nicht strafen. Junge, der kommt mit der Bahn. Oder sie sagt. Ich sag immer, lieber Hubraum als Wohnraum. Hab ich recht? XD. Und mein AMG drinne, was redest du gerade so? Alles Ich glaube, der träumt das auch. ist typisch Chayas. Was sagen, Walla, du läufst doch mit am Arsch herum. Ja. Nein, in der Pussy. In der Pussy. Immer überall. Ja, ich schwör's dir, wenn mein Bruder disst, Junge, dann diss ich zurück. Wir haben das letzte Bingo. I1, hoch mit der Bingo-Band. Hoch mit der Bingo-Band. Wiener Liebe, vielen Dank für den Support. Ich schwör's dir, wir drehen das Spiel um, du bist jetzt meine Sklavin. Wie findest du ihn? Der würde von uns beiden Sklave sein wollen. Hübsche Mädels auf jeden Fall. Natürlich das, was ein Mann sehen möchte. Willig, ne, will man ja. Tschüss. Er gibt gar keinen Scheiß.
Wir haben Slut-Shaming. Er gibt gar keinen Scheiß. Sehen, das könnt ihr ja hier haben. Ja. Der redet. Dings aber kein Abendgeber. Wo ist dein Abendgeber? Weil, wisst ihr, was der Witze sagen die beiden Girls, die am billigsten aussehen? Ja, ich würde sie schon eher smashen wie sie auf jeden Fall, weil... Okay, pass auf, ich mache jetzt Real Talk und ich weiß nicht, ob ihr mich da fühlt und da kann auch jeder eine andere Meinung haben, aber mich würde eure Meinung interessieren. Als ich noch nicht in einer Beziehung war, ne, so, und man hat dann so hier und da mal gedatet, so einen auf den, ich fand das immer richtig abturn. Ist das ein Smash? Dings aber... Der redet. Warte. Dings aber kein Abendgeber. Wo ist dein Abendgeber? Weil, wisst ihr, was der Witze sagt? Nee, das ist kein Smash. Smash ist, wenn die sagen, ja, ich smash. Sagen die beiden Girls, die am billigsten aussehen? Ja, ich würde sie schon eher smashen wie sie auf jeden Fall, weil, also... Na gut, doch, zählt. Wisst ihr was? Komm, ist ein Doppelbingo. Ihr habt recht. Als ich noch wesentlich fetter und wesentlich hässlicher war, als ich es jetzt ohnehin schon bin, hatte ich Dates. Tatsächlich, ja. Ihr solltet, wenn es bei euch nicht so ist, macht euch mal Gedanken. Aber ich fand das immer abturn, die Vorstellung. Und wie gesagt, ne, ich schäme da keinen, das ist nur meine persönliche Präferenz. Das kann jeder machen, wie er will. Ich fand das immer unheimlich abturn, wenn... Weiß ich nicht, wenn so eine Frau so leicht zu haben war, checkt ihr, wie ich meine? Ich finde das geiler, wenn man, weil ich war immer so ein Typ, ich war immer auf Beziehungen aus. So, ich hatte noch nie in meinem Leben One-Night-Stand, so für mich war Sex immer mit Beziehung verbunden. Ich glaube, für mich wäre das so ein richtiger Abturner gewesen, wenn direkt beim ersten Date so, keine Ahnung, die direkt gesagt hätte, ja komm, wir gehen jetzt in die Kiste und so. Also checkt ihr, worauf ich hinaus will? Ich finde das geiler, wenn man sich mit der Person eine lange Beziehung vorstellt, eine innige Beziehung, so die menschlich, alles auf einem Level. Das Video, das ihr jetzt zu sehen bekommt, gehört zu den krassesten und spektakulärsten Aufnahmen, die wir aus dem Ukraine-Krieg irgendwo zu sehen bekommen haben. Wir sehen einen Stoßtrupp der ukrainischen internationalen Legion, der in einen sehr intensiven Kampf mit russischen Truppen in den Tunnelsystemen im Osten der Ukraine gerät. Und ich möchte euch dieses Video zeigen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie der Krieg im Osten der Ukraine wirklich für die Soldaten aussieht. In diesem Fall ganz besonders der Grabenkrieg, also wirklich der Krieg von Infanterieeinheiten gegen Infanterieeinheiten. Und ich glaube, ich übertreibe da nicht, wenn ich sage, es ist wie fast jeder Teil des Krieges die absolute Hölle. Und ganz kurz ein bisschen was zu dem Kontext. Die Aufnahmen sind wohl aus dem späten August 2023, also im Zuge der im Großen und Ganzen gescheiterten ukrainischen Offensive entstanden. Und wir sehen Einheiten der Chosen Company, also eines Teils der ukrainischen internationalen Legion, was erklärt, warum wir gleich sehr viel Englisch hören werden, wenn die Soldaten miteinander reden. Amerikaner, Kanadier, Australier, vom Akzent her zu urteilen. Und was denen passiert ist, als sie versucht haben, eine russische befestigte Stellung zu stürmen, das schauen wir uns jetzt gleich an. Und am Ende des Videos werde ich noch ein bisschen was zu dieser Chosen Company sagen und zu Vorwürfen, die gegen diese Einheit im Raum stehen. Aber jetzt erstmal dieses Video aus dem Jahr 2023 im Osten der Ukraine. Die Pizza La Mia Grande ist groß, sogar weit über den Tellerrand hinaus. Der Teig extra dünn. Darauf natürlich Mozzarella. Und wenn Salami, Calabrese. Alles wie aus deiner Lieblingspizzeria. Da verneigt sich sogar der Boden. Pizza La Mia Grande von Dr. Oetker. Hyaluronsäure ist überall, aber diese ist anders. Die neue aufpolsternde Routine von L'Oréal Paris. Die einzige, die Mikro- und Makrohyaluronsäure kombiniert für eine langanhaltende Wirksamkeit. Schritt 1, Serum für aufgepolsterte Haut in einer Stunde. Schritt 2, Creme speichert die Feuchtigkeit für 5 Tage. Die Nummer 1 Hyaluronsäure
Skiroutine von L'Oréal Paris. Du bist es dir wert. Nur geil! Es regnet nicht und es ist einfach geil hier. Oh, die Leute sind geil. Oh, alles ist geil. Ja, Leute, Simon ungespielt. Ungeklickt, ungespielt, ungefilmt. Ich denke, ich muss den wenigsten erklären, dass dieser Mann eine lange Zeit der Trendsetter in YouTube Deutschland war. Mit ihm begann die Zeit der Minecraft-PvP-Projekte. Er war einer der ersten großen Vlogger in Deutschland, der mit Longboard und Canon Legria bewaffnet die Straßen von Köln unsicher machte, was, by the way, nicht jedem gefiel. Hey, warte, hey, chill mal. Jo, ich fall hier durch, ich komm schon so voran. Ja, okay, ist alles cool. Gut, alles gut. Schönen Tag noch. Eieiei, ja, fast auf die Nüsse bekommen. Gut, danke Theo für lustige Unterhaltung. Und schließlich war er auch Vorreiter für Reaktionscontent auf YouTube. Also, wer es beschissen findet, dass mittlerweile jede Wurst einen Reaktionskanal hat, ja, dieser Veganer hat Schuld. Seine Videos wurden millionenfach angesehen, er gewann den ein oder anderen Preis. Generell war der so erfolgreich, dass kaum ein zweiter deutscher Influencer da mithalten konnte. YouTube-Einnahmen von November 2019. Gut, sie war da. Und auch wenn Simon Unge immer wieder mal in Kritik stand. Ganz ehrlich, du gehst mir persönlich mittlerweile sehr auf den Piss. Was momentan aber Fakt ist, viele Leute haben Spaß daran, auf Simon raufzuhauen. Vor knapp einem Jahr hat's ja dann so richtig gekracht. Fettes Drama, Riesenvorwürfe. Was ist mit Unge gerade los? Ich check das nicht. Wie weit würde dieser Mensch noch gehen, um seine weiße Weste zu verteidigen? Gewalt gegen Tiere ist einfach extrem erbärmlich. Ich glaube das gerade nicht. Dennoch ist mein Gefühl, dass die meisten Simon vor dem Skandal eher als super süßen, lieben, sympathischen Influencer im Kopf haben. Dabei hatte er eigentlich auch schon immer nicht nur liebe Seiten. Ich glaube, er merkt es halt wirklich selber nicht. So eine irrelevante Scheiße, Junge. Eine irrelevante Scheiße, was er labert in diesem Video. Und das zieht sich durch seinen ganzen Kanal. Für mich ist der News-Kanal auf dieser Plattform gestorben. Diese Worte waren der Beginn eines Erdbebens im Internet. Also habe ich mir gedacht, Leute, komm, lasst doch mal aus heutiger Sicht die gesamte Karriere von Simon Unge durchgehen. Wie waren die Anfänge? Was waren so die guten Zeiten? An welche Momente erinnern wir uns gerne zurück? Aber natürlich auch, welche Aktionen waren schon damals ein Griff ins Klo? Es gibt unfassbar viel Milchpropaganda. Das war meiner Meinung nach eine Scheißaktion. Genau das schauen wir uns jetzt an und Alter, ich musste dafür 13 Jahre YouTube-Geschichte durchgehen. Von daher wird es auch vermutlich eine dementsprechend lange Reise. Also holt euch eine warme Milch. Milch ist Gift. Und vielleicht auch was Leckeres zum Essen. Simon! Ich wünsche jetzt super viel Spaß mit dem traurigen Ende von Simon ungespielt. Los geht's! Milch ist Gift. Unsere Reise beginnt am 2. Februar 2012, denn da hat Simon Unge seinen Kanal Ungespielt erstellt. Und ich weiß, davor hat er einen Kanal namens Unproblematisch, auf dem er vegane Rezepte teilte. Und den Kanal Unschwer aus dem Jahre 2011, auf dem auch schon damals Longboard-Videos erschienen. Allerdings sind alle damaligen Videos verschwunden, bis auf die beiden hier. Ich habe 40 Tage lang komplett vegan gelebt. Keine Eier, keine Milch, keine tierischen Produkte, nichts. Und die älteste Aufnahme von Simon wird sowieso für immer diese hier sein. Ist einfach geil hier. Oh, die Leute sind geil. Oh, alles ist geil. Von daher konzentrieren wir uns voll und ganz auf den Hauptkanal Ungespielt. Nach der Gründung war der Kanal erstmal 26 Tage lang ruhig, doch dann hier das allererste Let's Play. Also, hallo. Ja, hier ist der Simon und neben mir sitzt die Katie. Hallo. Und wir haben auf Skype den Justin von Supreme FX, also mein Designer hier. Ja, mit Justin ist, by the way, dieser Typ hier gemeint. Sieht man das? Ja. Und Slenderman war damals das Indie-Horror-Game schlechthin. Also davon gab es wirklich genügend Let's Plays auf YouTube, also warum nicht auch eins von Simon Unge? Nein! Oh, und schon das nächste Video war ein Minecraft-PvP-Video, für welches ja Simon irgendwann bekannt werden sollte. Doch damals war er tatsächlich noch blutiger Anfänger. Ich hab da kommt, lass uns in Hunger Games gehen, ich weiß gar nicht, wo wir sind, dahin springen. Und schnell die Kisten Ah, man musste rausspringen, ich bin so ein. Ja, okay. Also klar, er schaffte schon so ein paar Kills, aber er war ungefähr... Abradolf Linkler. Und schnell gab es das erste Video mit Facecam. Lauf! Nicht so! Lauf doch! Und scheinbar auch mit übersteuertem Ton. Aber es dauerte nicht lange und die Videos wurden immer und immer besser. Bam! Junge, von oben kommt der Tod. Ungespielt One Survival Games und Area 7. Bam! Ich finde es auch spannend zu sehen, dass Simon damals noch sehr unterschiedlich vor der Kamera war. Also manchmal versuchte er so ein bisschen aufgedrehter zu sein. Die Regel dürfte mir bekannt sein. Also nee, wie geht das?
direkt umzubringen. Und Lass mich hier raus! ja, ein bisschen leckt immer, das ist halt bei der Wallstein. Ja, jetzt heißt aber bitte mal den Moves reichen jetzt. Dann als nächstes wieder so ein bisschen ruhiger. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs in Düsterburg. Julius 41 LP verloren, das war's dann wohl. Ich finde das auch gut, wie das Game Over aussieht. Und jetzt sind wir direkt Game Over. Also Simon war da, wie halt die meisten YouTuber am Anfang, noch in so einer Selbstfindungsphase. Und obwohl die Videos ja gar nicht so herausstechend waren, konnte Simon schon damals einige Zuschauer für sich begeistern. Simon ist Schlosser, sein erstes YouTube-Jahr mit 5000 Abonnenten ab. Aloha Leute und vielen Dank für 5000 Abonnenten auf Ungespielt. Und das Krasse ist, nur einen Monat später waren es dann schon 10.000 Abonnenten. Ich habe das 5000 Abo-Special noch nicht geschafft zu machen, weil es ging jetzt so schnell und jetzt habe ich schon wieder die 10.000. Also ja, es scheint erstmal Simon genau zur richtigen Zeit mit Minecraft PvP auf YouTube aktiv. Der verfolgt mich! Der verfolgt mich! Verfolgt mich nicht. Okay, er verfolgt mich doch nicht. Ich hab Paras. Ich hab so Hallos, ey. Im Januar 2013 hatte er auch dann schon sein legendäres Intro. Und ebenfalls seinen unverwechselbaren Minecraft-Skin. Dann haben wir einmal das Ungeheuer in Orange. Dann haben wir einmal das Ungeheuer in Blau. Und dann haben wir noch das Ungeheuer in Rot. Er konnte sich auch ziemlich schnell mit anderen YouTubern connecten, wie zum Beispiel mit Concrafter. Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge Feed the Beast. Klar war der damals nicht so eine Nummer, wie es heute ist, aber hey, 70.000 waren auch schon ein Ding. Und es ist so krass, gerade mal 18 Tagen nach Durchbrechen der 10.000 Abonnenten hat er einfach seine Anzahl schon wieder verdoppelt. Aloha und herzlich willkommen zu 20.000 Abonnenten Special. Ja, richtig heftig, 20.000 Abonnenten in so kurzer Zeit. Leute, ich kann es nur mal wieder sagen, ihr seid so krank, ihr seid so krass. Also aber wenn da 98% weg sind, eigentlich schon ziemlich gut dabei. Natürlich hat da vor allem Minecraft gut mitgeholfen. Ich war auch nur der Erste, der Bots rausgefunden hat. Bots und Follower. Das genauso aus, noch ein bisschen anders gepanzert. Erinnert mich immer sehr stark an den goldenen Ritter von Playmobil. Und so kam es einfach schon, dass im März 2013 das nächste Special am Start war. Und jetzt sind es 40.000, das ist richtig krass. Und hier ist er, der älteste Screenshot von Ungespielts Kanal. Hier kann man sehen, dass er von den Aufrufen her gerne mal so die 10.000er Marke geknackt hat. Und tatsächlich war es hier auch schon so weit, dass Unternehmen auf Simon zukamen und ihm zum Beispiel eine Tastatur geschenkt haben. Und diese Tastatur ist einfach super von der ich sag mal Stabilität her. Also da wackelt nichts, da rappelt nichts. Spannend wäre es jetzt hier zu wissen, ob er bei dieser Review auch noch Geld bekommen hat. Mein Gefühl wäre jetzt eher nein, weil 2013 waren Placements bei weitem noch nicht so etabliert auf YouTube. Damals wurden Werbungen in Videos nicht einmal gekennzeichnet. Mir persönlich gefällt die Tastatur allerdings sehr gut. Gerade das Design, die Individualität und die einstellbaren Makrotasten, vor allem die Daumentasten, überzeugen mich und machen mir auf jeden Fall Lust, mit dieser Tastatur zu zocken. Und ui, hier ist das allererste Let's Play mit Dena! Hallo und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der ungespielten Dena-Abenteuer. Yay! Ja, Dena war auch damals schon auf YouTube echt gut dabei. Und dieses Dena... Neues von 1 und 1. Rick? Hey, Morty! Rick? Morty! Where are you? Are you far away or are you
planted. I know exactly where you are. Hombre.
Привет, привет. Привет. Нужно настраиваться на хорошие мысли. Пытайся почитать. Джеки. Ты огонь. Огонь? А как огонь по-английски? Привет, привет. Привет. Я не уверена, что это русский. А просто? Может, он еще через переводчик. Так, как огонь. А, да, точно. Фир. Fire. Огонь, пожар. Fire. Я сразу вспомнила, что где-то fire. Нет, не помнишь? Да. А, ты сидели? Твоим стрелкам, кажется, это запрещено. Не, просто... Не трогать его? Все. Тигра, просто с нами в Тигра, эфире. что ты хочешь в этом году? В этом году уже поздно что-то хотеть. Так, я не тебя спрашивала. Тигр, что ты хочешь в этом году? Какое желание? Что ты такой грустный? Я тебя понимаю. Мои желания знать. Свои желания. Слушай, какая ты Настя? Ну, вообще, просто. Ты пессимист? Или реалист? Или оптимист? Слушай, Настя, ты что такая уверенная в себе? Ну, вы сделали. Что сделали? А что, я сама? Я ж ни при чем. Так, Настя, как я сама выросла? Я ж не выбирала. Что ты так получилось свою жопу не поднимешь, что ничего не сдупится? Да я вроде и понимаю, но... Опускаешься. Моментально. Настя. Давай, скажи. А где как тебе надо? Не мешала бы. Все, больше нет ничего. Видишь, мы сами остановились. Что сказать? Главное, что здесь маленькие хорошие сердечки, огонечки, улыбочки, поцелуйчики. Да? Ну все, ложись, хейтеры. В 9 уже уходит, да? Нет, у него там с рабочего утра. А тебе нужно выйти во сколько к остановке? 9. 9. О, нет. 9 он был. О, вот он. Это русский. Привет. Привет, девочка, красавица. Привет, Кань. Примяу? Привет, У нас девочка. примяу. А тигрёнок как? Это что за кошка? Кто такой кисы? Киса, где? Белые пушистые. Девочка, да? Давай с тобой познакомимся. Смотри. Антицеллюлит. Реально, слушай, я никогда не замечала, что в игрушках есть такие штучки. Классно. Давай. Танцор диска, ему идет. Но мне идет просто сидеть и восхищаться тобой. Да, ты Тигр. Я лучше Муси. Jetzt Streams zu gucken und zu schauen, wird da irgendwas gesagt. Also per se ist das jetzt ja nichts Schlimmes, aber so dieses ganze System und so weiter dahinter, Bro, das ist doch nicht normal. So, vor allem guckst du dir dann den ganzen Tag irgendwelche Streams an von Leuten, die du überhaupt nicht leiden kannst, mit denen du nichts anzufangen hast, einfach nur, um zu schauen, ob da nicht irgendwie 1, 2 Sätze gegen Shoyoka gedroppt werden. Also das ist, Digga, es ist doch einfach kein normales Verhalten, also sorry. Gewesen sein soll, um halt von denen die ganzen Streams und Aussagen abzuspeichern. Und daraufhin schrieb sie, dass sie sich ja bloß bereit erklärt hat, die Streams anzuschauen und die Sachen dann zu speichern. Also sie gibt das einfach offen. Guckst du keine Streams oder liest Tweets von mir, sind die Streams verfolgen, klippen, Aussagen, kommentieren, die einen machen das öffentlich für Tausende, die anderen im kleinen Raum für 15. Und gebe ich sogar zu. Anders ist es aber tatsächlich bei dem User Kartoffelkind. Seitdem er auf dieses Thema angesprochen wurde, hat sich Kartoffelkind plötzlich auf Twitter gelöscht. Ja.
Ups. Zuvor postete er nämlich noch stolz auf der Anonymer Schenker. Geil, Dankeschön dass für er den nun verschenkten Sub. offiziell für Social Media Lustig. zuständig ist. Also ich bin sehr gespannt, ob es in Zukunft... Ja, und da würde mich echt interessieren, was die Linken dazu sagen, dass so einer das Social Media Ding übernimmt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei dahinter steht, um ehrlich zu sein. Ist auch einfach wieder absolut widerwärtig, ne? Also ja, und es ist auch sehr bezeichnend, dass der Typ sich einfach direkt löscht. Das muss man sich mal überlegen. Also er ist nicht mal darauf eingegangen und hat irgendwas dazu gesagt, sondern er löscht sich einfach. Er ist jetzt einfach weg und dann ist alles in Ordnung. Hier Hat sich ja eine geklärt. Aufklärung gibt, ob der mit daran beteiligt war. Wenn ja, dann sieht das wirklich ganz, ganz mau aus für die Social Media Abteilung von den Linken. Komisch ist es aber allemal, dass man hier auch einfach den kompletten Kanal entfernt, so als hätte man was zu verbergen. Na gut, das sind aber natürlich jetzt alles meine ganz persönlichen Vermutungen. Es geht aber nur noch weiter, denn nun ist auch bekannt geworden, dass Ascaron vor einem halben Jahr etwas geflunkert hatte, um den YouTuber KuchenTV einzuschüchtern. So wollte Ascaron ja nach Ja, Digga, das muss man sich einfach mal überlegen. Also das muss man sich wirklich mal überlegen, hat ja mal gepostet gehabt irgendwie, dass er ein Treffen mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig hat und angeblich ist er ja extra nach Braunschweig gefahren, um halt dieses Treffen wahrzunehmen und hat ja dann auch gepostet, dass so 13 von 69 angeblichen Anzeigen irgendwie weiterverfolgt werden. Digga, und jetzt kam raus, dass es gar nicht stimmt. Dieses Bild hatte er einfach auch aus dieser Discord-Gruppe genommen und hat das einfach gepostet, also er war nie da. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe den Sinn nicht dahinter. Ich verstehe wirklich den Sinn nicht, außer dass es halt irgendwie Psychoterror ist, um mir irgendwie Angst zu machen oder so. Aber ich sag mal selbst wenn 13 Sachen erstmal weiter verfolgt werden, heißt das ja auch immer noch nicht, dass ich dafür verurteilt werde. So, das Lustige ist, die machen halt solche Psychospielchen, um irgendwie Druck gegen mich auszuüben. Aber wenn ich ein falsches Wort sage, dann heißt es, ja, ich greife Shoyoka psychisch an, das geht gar nicht, das ist widerlich, bla bla bla. So, aber wenn die das bei mir machen, dann ist es halt wieder absolut in Ordnung. Also ich verstehe wirklich, die sind wirklich eine wandelnde Doppelmoral einfach. Braunschweig fahren, um sich dort mit dem Staatsanwalt zu treffen. Und deshalb postete er auch Bilder vom Braunschweiger Hauptbahnhof. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, war das Ganze einfach bloß inszeniert, um KuchenTV einzuschüchtern. Denn er schrieb dort auf diesem Discord folgendes: Nee, ich brauche nur ein Foto vom Bahnhof und der Altstadt. Also die haben einfach Leute beauftragt, um dort Bilder zu machen, um halt Druck gegen KuchenTV auszuüben. Ja, Mann, Digga, es ist halt, also... Das kannst du dir wirklich nicht vorstellen. Also ganz, ganz klasse Aktion an der Stelle. By the way, war auch Tilted Floste letztes Jahr für einen Monat auf diesem Discord gewesen und hat dort vermutlich mitgewirkt. Zumindest hat er wenig getan, um gegen diese Strukturen vorzugehen oder darüber aufzuklären. Und dieser Tilted Floste, der distanziert sich jetzt auch von diesem Discord und will damit auch nichts zu tun haben. Schließlich war er ja nur ganz kurz dabei. Mich wundert es ehrlich gesagt gar nicht, dass er mal eine Zeit lang auf diesem Discord aktiv war, denn seine Hobbylosigkeit war schon die letzten Jahre äußerst spürbar. By the way, Lakritze ist richtig ekelig. Er relativiert übrigens diesen Discord immer noch, indem er meint, dass die Betreiber bloß gegen Mobbing-Dynamiken vorgehen. Bro. Ja, man geht gegen Mobbing-Dynamiken vor, indem man irgendwie 50 Leute quasi überwacht und irgendwie zu dem Bowling-Center fährt, bei dem ich vorher mit meinem Sohn gewesen bin. Ja, Digga, ganz normal. Also. Was? Also fehlen da ein paar Windungen oder wie kommt man auf den Schinken? Sorry, go vegan. Also sag mir mal bitte, inwieweit Alicia Show, Carina Push oder auch Montana Black zu diesen Mobbing-Strukturen beitragen. Ich habe die jetzt einfach mal aufgezählt. Also jetzt mal wirklich, Alicia Joe hat ein einziges Mal eine Reaction zu Shoyoka gemacht, glaube ich. Und das war's. Und die ist halt da drin. Was für Mobbingstrukturen. Also du kannst mir halt, Alicia Joe, du kannst mir halt nicht sagen, Alicia Joe, du kannst mir halt nicht sagen, dass das irgendwas mit Mobbingstrukturen zu tun hat. So. Und das ist halt einfach, also das überhaupt zu versuchen, so zu verteidigen, Bro, ich blick's halt wirklich nicht, ne? Weil die letzten Jahre zu Shoyoka nahezu gar nichts gesagt haben. Also das sind wirklich mega krasse Mobbing-Dynamiken. Also seid doch jetzt mal ehrlich. Es geht da einfach nur darum, jeden Influencer privat zu vernichten, der jemals etwas Negatives mit Shoyoka gesagt hat. Egal, ob das öffentlich oder privat war. Und das hat absolut nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der Bekämpfung von Mobbing-Dynamiken zu tun. Außer du heulst schon rum, wenn du mal in einem Nebensatz kritisiert wirst. Dann kannst du natürlich davon großem Mobbing sprechen. Jetzt kommt aber das Allerdümmste, denn auf Blue Sky meinte Dave Hotzenplotz, dass die Leute alle nur lügen würden. Woraufhin Shoyoka dann mit ihrer Nachricht ebenfalls implizierte, dass die Hater ja sowieso keine stichfesten Beweise haben und demnach wohl wie immer lügen würden. Und das ist halt lustig, denn es konnte nachgewiesen werden. Auch das, ne? Also klar, es gibt natürlich Dinge, es gibt natürlich Dinge, die nicht belegt sind, sondern das sind erstmal halt nur so Vorwürfe, die im Raum stehen, wie zum Beispiel das mit meinem Sohn, dass die irgendwie da die Kita rausfinden wollten, oder auch mit dem Flyer, was ich euch vorhin gesagt habe, ne, das ist jetzt nicht bestätigt oder so, ich habe jetzt keine Aussage
von Shoyoka, wo die das halt jetzt genau gesagt hat, ne? Fair enough, muss man so sagen. Aber es sind ja, also selbst wenn nur die Dinge stimmen, die belegbar sind, dann ist es halt schon absolut widerwärtig. Also alleine, dass da, keine Ahnung, dieses Braunschweig-Fake-Ding, dass da meine und Jakobs Adresse beispielsweise rumgegangen ist. Also alleine diese Sachen reichen ja schon. So alleine das ist ja schon absolut ekelhaft. So, und halt nicht mal auf irgendeinen Punkt einzugehen, sondern einfach allgemein zu sagen, nö, ist gelogen, ist halt auch einfach schwach, Digga, sorry. Dass die beiden dort auch aktiv auf dem Discord mitgewirkt haben. Zumindest waren sie dort eine Zeit lang aktiv gewesen, haben dort auch mal in die Chats reingeschrieben. Und selbst die Member bestätigen sogar, dass es diesen Discord gibt und dass dort solche Strukturen herrschten. So soll ja eben Baumtaku dafür verantwortlich gewesen sein, Streams abzuspeichern von Jan Felsalat und auch Kürtschow. Also das ist ja schon die Bestätigung, dass es sowas gab. Also sprechen die sich untereinander nicht ab? Oder ist das jetzt der nächste Versuch von Dave Shoyoka, sich auf dumm zu stellen? Lustig ist aber auch, dass unsere Lieblingsstreamerin Lilly Schote so tut, als wüsste sie von nichts. Und dann schreibt sie auch noch diesen Was für ein Discord? Es wird gelogen, aus dem Kontext gerissen, skandalisiert, Dinge als Fakt verkauft, obwohl wichtige... Ja, auch das wieder. Digga, Lilly Schote, dann hau doch mal die Fakten auf den Tisch. So, wo haben die Sachen aus dem Kontext gerissen? Wo werden Dinge skandalisiert? Wo werden Dinge als Fakt verkauft, obwohl wichtige Informationen fehlen? Also dann geht doch mal darauf ein. Karte, Dankeschön für den Prime-Sub. Also man muss sich mal überlegen, wir machen sachliche Videos zu diesem Thema. Ne? Wie gesagt, klar, manche Dinge sind nicht belegt, aber das habe ich zumindest in meinem Video dann halt auch immer gesagt, dass die Dinge nicht belegt sind. So, und dann hau doch mal deine Fakten raus. Wo hat es nicht gestimmt? So, ich finde, das ist einfach ekelhaft. So, es wird einfach jetzt irgendwas behauptet, wo man komplett oberflächlich sagt, nö, das ist alles überhaupt nicht so, wie die sagen. Und das war's. Das ist jetzt das Ganze drauf eingehen. Bruder, das halt, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe das wirklich nicht. Dankeschön. Wie Bärchen. Ja, klar weiß du von nichts. Und ich glaube auch an den Weihnachtsmann und ich denke auch, dass mit einem die AfD direkt verboten wird. Meine Güte, das ist alles so krass peinlich. Ich komme darauf nicht klar. Vor allem, weil es auch noch so offensichtlich ist. Ich persönlich bin komplett fassungslos, als ich gesehen habe, welche Ausmaße das annimmt. Es geht hierbei mittlerweile gar nicht mehr darum, ja, diesen Lasse-Richer kenne ich auch, aber ich kann zu dem nichts sagen, sonst boxt er mich wahrscheinlich. Es wird einfach nur versucht, private Informationen über öffentliche Personen zu sammeln, um damit Dinge zu veranstalten, die nicht gerade sehr positiv sein können. Ansonsten würde man sowas ja offensichtlich nicht machen. Sehr krank und ich hoffe, dass das Ganze in der Zukunft noch ordentlich aufgeklärt wird. Alleine, dass sich dort Member kurze Zeit später, als sie darauf angesprochen wurden, gelöscht haben, zeigt mir, dass dort moralisch mal mindestens sehr fragwürdiges Zeug passiert ist. An der Stelle ganz, ganz wichtig, macht unbedingt auf dieses Thema aufmerksam. Hier geht es schon gar nicht mehr nur darum, dass Shoyoka komisches Zeug in Streams erzählt. Das hier hat sich mittlerweile... Der ist dick geworden, okay, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass der früher mal irgendwie Boxen oder Kickboxen oder sowas gemacht hat und ich glaube, der hat doch schon ein paar Anzeigen wegen Körperverletzung oder sowas. Sphären verschoben. Denn sowas hat es vermutlich in der Form noch nie gegeben und das Ausmaß ist komplett krass. Ich kann das nicht nachvollziehen. Mal schauen, was die Tage noch so kommen wird. Ich gehe mal davon aus, dass die nächste Zeit richtig viele neue Informationen kommen werden. Ich versuche es auch, so gut es geht, euch hier ein bisschen up-to-date zu halten. Deshalb, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst es zurück. Ja, ein gutes Video auf jeden Fall. Max, Dankeschön für den Prime-Sub. Ich persönlich fand das Video sehr gut, sehr umfangreich, hat frei gesprochen, Bilder benutzt und so. Ja, und wie gesagt, ich bin auch sehr gespannt, wie das ganze Thema jetzt noch weitergeht. Also, na, ich denke spätestens, wenn sich Shoyoka dann nochmal irgendwann vernünftig dazu äußert, falls sie das denn tut, wird es bestimmt wieder neue Videos geben, weil sie safe wieder irgendwelche Lügen verbreitet und wir das dann wieder aufklären können. Naja, wir schauen mal. Was sagt ihr dazu? Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare und ja, wir sehen uns.
Wo sind die ist immer vorn.
Petunia. Oh, you a clumsy bitch, huh? Hey, whoa, I got no beef. Bitch, nigga, I will shoot you. Get the fuck away from me. Fuck me. Shit, yo. Where you going now? We can't go nowhere. I'm going in. Cover me. What the fuck? You ain't got nowhere to go now. Oh, fuck. Oh, fuck. I gotta reload. Shit, yo. Damn, nigga. Ammo and what the fuck? Oh, damn. Hello, you're through to Merriweather Security Consulting. What can I do for you? Oh, fuck. Goodbye, then. Shit, yo! Look out, niggas! What the fuck? I'll kill you! Somebody shoot! Get out! We hit! What? Bitch! Take cover, get out! Where you going now? You a fucking loser! Damn, take cover! Fuck you, fool! Bomb back! Bitch ass motherfucker, you ain't no old. Shit, yo! What the fuck? Bitch ass motherfucker, you ain't no OG. I'ma smoke your ass. Help! Give it up! You fool! You're dead! What an idiot!
You and me! Fuck. What an idiot!
Anda! Oh, shit! Cabrón! You're dead, puta! Cuidado! Ha! Fucking asshole!
What's the point of winning if you don't spend it? The hottest fashions are available now at the casino store. Hi there. Welcome. And now, your bets. Thank you for playing. Okay, bets are closed. Let's begin. Landed on black 31. Another. Time to send in your bets.
Bye now. Got him. Yes. Yes. That's a headshot with that. Oh, this is brilliant. Perfecto. Stomped on you, prick. Stomped on you, prick. Oh my word. Run. Sperm coming out now! Hey, bastard, what are you doing? Police, please, this bastard, one bastard! Excuse me. Oh, I got him. Well, I'm driving this. What? Kindergarten or something. Have you seen the supreme pace of performance of War3? Two, three, four. Four. Wow. Wow. Oh no. Bye, have a great time. Yeah, you best go inside there and all, you little pussy. That's what I thought. You better run, you prick. Oh, look at it. You can tease. You think you can tease in that? Kintai Mantain, I'm a Kantai. What the Wow, beat. He thinks he top dollar sub, doesn't he, this guy? I ain't gonna work, you donkey. Oh, look at somebody, he don't throw it. Bye, have a great time. Yeah, you best go inside your flipping thing and all. Yeah, look at him. I think he's an absolute pussy, and I don't think he'll like me. He's an absolute wanker, this guy, isn't he? Runs off inside. Oh, not Red Bassy. Mate, what's he doing? Every time it's Red Bassy, innit? Get alive! Get alive! Ain't catching this, you fucking donkey. Mate, oh my god, I thought he was below. He's gonna run off now, isn't he? By XTB. He's gone back inside, innit? You've... And I will have my vengeance. In this life or the next. What? Oh my god, this game. Look at him, he's beeping his fucking horn like a little... Yeah, you're such a donkey, you, honestly. Beat me horn at that, you wanker. Damn straight. Yeah, go in an RC, you stupid. Got an idea. I've got an idea.
That guy, the blue guy in the night shot, thinks he's top dollar, doesn't he? He thinks he's top dollar, that's the issue we've got, but he'll probably teleport home when I do this. A few minutes later. There we go. And then he teleports home, he's a f***ing little... Do you accept the fact that you have no skill and maybe lack a lot of intelligence, which is why you had to go down that path? You missed that one, didn't you? Get off the bike, man! Yeah, teleport away, he's pathetic. No skill involved. Oi, excuse me. Ah, cheeky boy. I got him. Oh, legend. What a legend. Look at you. He's gonna put radar on it. Pathetic. Loser. No skill whatsoever. Loser! Got out, hasn't he? Yeah, you're f***ing rubbish, you, aren't you, you stupid donkey? All that teleporting, you're a prick. Prick, I'm one of them and all, you dick. Oh, that's a great shot. Yeah, escape that, you prick. Ah, long range is what we want. Oh! Yeah, blow yourself up, you prick. Exactly what I thought and all. Have some grenade. Have some grenade. Have some grenade, you prick. Yeah, you best leave an old prick. Yeah, that's my fault. That's my fault. At least I've got a slot this time, and off the radar, as usual. No thanks, I choose life. Nope. Nope, too slow, I'm afraid. Yes, legend, 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 blow him up. He'll teleport now. Yeah, teleport away, you prick. You coward. Trash. But you're not a trash, man. You too, Matt. Learn to spell and all you. He's from British, he doesn't speak English, can't even get a kill without teleporting away 8 million times. I laugh if he's dumb enough to actually come out. A little longer than a few minutes later. Yeah, what? You're so rubbish. You suck, you jackass. As if you didn't anticipate that, you absolute garbage trash noob. Oh, send it! Oh! Have that, you prick. That's a great shot. Grenade! You can't shoot the grenade! You can't shoot the grenade! Oh, Dave's getting me. No! He's over there. Dick. Yes, legend. Yeet! 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 For sure, they must get him. Are you serious? What? How many grenades do I have to throw at the ugly bastard? Can't be dick. Yeah, why teleport home, you f***ing prick. Ah, long range. Long range. Long range. A variety of long range ones. A variety of long range. Got him. Want me to slap you? What's he doing? What's your you? Back off. Variety of long range ones. Variety. Variety. It's so difficult not to look smug at this point. I've not used this sad trombone on in quite a while. I'm just waiting. Douche, 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 douche. Yes, I now. Where's your grammatical grammars? My word, he didn't even speak English. Twah! Ooh! Oh, Banshee! Oh, he hasn't put the missile jammer on it, what a donkey. Send it! Send it! Send it!
That's a way great, nice and cheap and all compared to the regular stuff. Very good and very cheap. Very good and very cheap. Dick. What? Are you kidding me? He didn't die from that. So one each side. Go on each side. No! No! Script that up so badly. A variety of them. A variety. A variety. A variety. A variety. This is good. This is good mixed varieties. It's got him. Got him some of them. Man's getting chinned, you know. Ooh, I can do from higher level varieties here. Other ones. What? So as is always the case, I was right. People being saying Michael's boat, featuring of course in Father Son, that gets stolen from Michael, is actually... Do you guys remember Battle? Transformers heißt dann nur noch Formers. Alles wird... Hey guys, welcome back to the channel. We're gonna be checking. If you've played GTA for more than about 5 years, there's a... I feel the top ways you can make yourself millions of dollars in GTA 5 Online. No jokes, I can buy myself almost 2 oppressors just by the money methods I do in this video alone. And trust me, the second money method you must see to make yourself millions in this. Hey, in this video, I'm going to snatch more of your precious. Hey, how's it going, guys? It's Nate here, and welcome to Grand Theft Auto 5's Mount Chiliad, the birthplace for one of gaming's most notorious unsolved mysteries that's recently gotten a whole lot bigger. Now, if you follow me on Twitter or have seen some community posts, you may have known that I've been wanting to make a video breaking down GTA's Chiliad mystery for a while. Generally, I only put Skyrim and Fallout content on my channel. However, I just find this topic so incredibly fascinating, I think it's worth taking a step outside of my comfort zone. And I'm honestly not even a huge GTA fan. You see, this mystery all began in 2013, when Grand Theft Auto 5 had just come out, and players started to notice something fishy was going on at Mount Chiliad, the tallest mountain in the game. I'll explain the exact details soon, but a bunch of Easter eggs and clues were discovered that indicated there was a strange supernatural secret the mountain was hiding. Spoiler alert, aliens, Bigfoot, and ghosts were involved, but again, more on that later. The community quickly erupted into a frenzy as everyone tried to figure out what that secret was. Back when all of this was getting started in 2013,
nobody would have thought that the investigation would still be ongoing in 2020. Rockstar did such a good job at hiding certain details that some are barely being found after almost 7 years of being undisturbed in the game. Furthermore, as time went on, the developers occasionally added small bits of new content and updates that expanded the mystery beyond what the vanilla game included. Then, in December of 2019, Red Dead Redemption 2 released, and appeared to feature the same supernatural force. Indeed, not even America's Old West was safe. As if all of this wasn't already fascinating enough, the last couple of months saw the community make some huge revelations that have brought us closer than ever to actually solving the secret. And for reasons we'll get into, some suspect Rockstar may finally be getting ready to reveal it sometime soon. Or at least in the next year or so. I personally consider the ongoing Chiliad investigation to be one of the greatest stories in any game ever, despite not really being all that into GTA or RDR otherwise. Thus, what I would like to do in this video is explain that story so far, and how it's evolved, so you can know what's going on and just appreciate the narrative, without ever needing to play the games yourself, unless you want to. We'll start at the beginning, when the first Grand Theft Auto 5 players noticed something suspicious at the mountain, and work our way through the mystery's evolution over the following 7 years, leading up to the recent stuff that's happening now. Anyway, I've spent enough time monologuing, you get the idea. Without any further ado, let's do further, and break down the tale behind gaming's greatest mystery. Alrighty, so you might think our story would start in September of 2013, when GTA 5 first came out. However, the Chiliad investigation actually began before then. You see, prior to the game's release, Rockstar had been teasing GTA with a number of trailers and screenshots. The developers were obviously very proud of the massive world they had built, and were showing it off non-stop. We would be returning to the fictional US state of San Andreas, which is based off of the real US state of California. GTA San Andreas took us here first, and followed the story of the iconic Carl Johnson, or CJ. This time around, though, we would be taking up the roles of Michael, Franklin, and Trevor, 3 very different criminal outcasts who became unlikely allies. As the teasers kept coming, people noticed something in the background of certain scenes. There was this mountain with a weird box on top of it that couldn't easily be made out. The internet erupted in a search to figure out what was up, and Reddit was flooded with "what's in the shed" posts that quickly became a meme. Months before the game was even out, dedicated fans were able to identify the mountain in question as Mount Chiliad, the tallest mountain in the state, which was also featured in GTA San Andreas. This was especially important, because back in the mid-2000s, there was a popular myth among San Andreas players that Bigfoot can be found on Mount Chiliad, and that gained a lot of steam in early forms. Even more startling was that many Bigfoot sightings were reported at an abandoned shed on the mountain. Rockstar's vice president Dan Houser ended up confirming in 2010 that the studio originally did plan to make Sasquatch a real character in San Andreas, but decided to cut the creature from the title, and any alleged sightings were mere hoaxes. Nonetheless, with Chiliad returning for the franchise's 5th installment, the community wondered if it would contain something supernatural for reals this time around. Thus, on September 13th, 2013, the day Grand Theft Auto 5 officially launched, you better believe folks immediately flocked to the location. Turns out the big mysterious shed was actually just a lift station for a cable car that could transport people between the summit of Mount Chiliad and the ground. Although, something was still fishy. You see, on one of the walls of this station was a very odd mural of sorts. This painting depicted what seemed to be Mount Chiliad, with 8 boxes inside of it, and an eye, or maybe UFO, on top of it. Oh, yeah,
and there are some lightning bolts coming from the hill as well. What the heck is this? Most of the boxes only contain slashes, but the three at the bottom clearly represent a UFO, a cracking egg, and a man on a jetpack. What could all this mean? Well, the community raced to find out. 5 paintings were soon discovered around the mountain, each featuring the eye symbol that we saw on the mural. In 3 of these paintings, the eye was clearly above a different symbol. One had it atop of a crescent moon, another had it atop of a mountain, and another had the eye on top of some storm clouds. Sadly, the other 2 glyphs were too eroded to make out anything other than just the eye. The consensus among the community was that these 5 paintings likely represented the 5 boxes on the mural with the slashes in them. What exactly they meant was unclear, but at least connections were being made. Aliens were an instant suspect for quite a few people, myself included. The cryptic nature of everything, coupled with that UFO symbol, felt consistent with an extraterrestrial message. The Grand Theft Auto universe is no stranger to creatures from the stars either. Off the northern coast of the map, deep beneath the sea, lies a crashed UFO that can only be reached via submarine thanks to the high undersea water pressure. Beneath an icy lake in the game's first mission, a frozen alien is visible during the tutorial, and there are more references we'll get to shortly. Point is, E.T. is real in this universe, so their potential association with the Chiliad mystery is far from unfathomable. Furthermore, a couple of the Chiliad glyphs were found to appear somewhere else. South of the Alamo Lake, quite a ways away from Mount Chiliad, is a small, rural hippie camp set up near some train tracks. It's populated by, well, hippies that happen to be huge alien enthusiasts and who decorated their surroundings with colorful, extraterrestrial-friendly paintings and artwork. At first, it's easy to write these guys off as just a bunch of crazy people. They may be onto something, though, as among the various designs painted on their hill are 2 of the same glyphs we spotted at Chiliad. One with the eye above the crescent moon, and another with the eye above the storm clouds. How could these supposedly crazy hippies so perfectly recreated these symbols? Did they receive a visitor from the cosmos that showed them? Did one of their members see the glyphs on Chiliad and paint them here? Sadly, the hippies aren't talkative, and we don't interact with them much in the story, so it's impossible to be sure what they were thinking. They just sort of mope around and say, "Hey man, how's it going?" when approached. I hope you appreciated that impression, by the way. Lucky for us, there was more to Chiliad than just the signs. A viewing platform on the mountain's peak was quickly discovered to have the phrase, "Come back when your story is complete," ominously carved into it, with the same eye symbol painted on the ground beneath. If the player returns to Mount Chiliad as Franklin after achieving 100% completion of the game, that means beating the main story, all the side missions, challenges, etc., obviously a pretty difficult thing to do, a new side quest would become available at Mount Chiliad, where a crazy man would approach Franklin and ask that you help him hunt down Bigfoot. I could have sworn. They're clever bastards. Some of them wear orange so that people will think they're hunters. Let's go this way. Sasquatches, huh? A picture would be good. A stuffed head, even better. Scat sites down there in the valley there. I'm gonna cover these cliffs. Been hunting that beast longer than you'll ever know, boy. You just keep an ear out for them terrible howls. When I hear them, I know either you found them or he's found you. Now, hold on a second. If we're returning to Chiliad after 100% completing the game, how the heck is a new side quest becoming available? 100% should mean you've done everything. Well, this quest is actually named The Last One. Like, that's its title, implying that this is the true final mission of the game. Alas, the man asking you to hunt Bigfoot with him would be undeniably mad, and claimed he'd been hunting the creature on this very mountain for the last 9 years. Funnily enough,
GTA San Andreas released 9 years before GTA 5. And this whole encounter must have been a nod by Rockstar to those Bigfoot sightings San Andreas reported seeing on the mountain. Eventually, if you agreed to help the man, after a bit of looking you would indeed spot Bigfoot, and have to chase him down in a dramatic fashion. Sadly though, when we finally caught this Bigfoot creature, it would reveal itself to be nothing more than a man in a costume who had been playing a sick joke. The Sasquatch hunter would be furious, but thank you for your help, and promised to continue his search for the real monster, which he insisted was still out there. And now, you will have completed 101% of the game. The fact that this mission only becomes available after you've literally done everything else can't be understated. It's an Easter egg of sorts. Nonetheless, this is a rather anticlimactic element of the Chiliad mystery, isn't it? I mean, as hard as it is to get the mission, all it confirms to us is that someone on the mountain was impersonating Bigfoot, and nothing more. The hunter's convinced the real thing is still out there, but his suspicions are hardly confirmation of anything. Well, thankfully, this side quest wasn't the only new thing we could find at Chiliad after 100%ing the game. There was something else. If you headed to the peak at 3 in the morning, Los Santos time, as any character, a UFO would also appear before your very eyes. My golly, a close encounter with the third kind. It gets even better though, because there's 2 more UFOs that also spawn in at 3 AM after you've 100%ed the game. The second is over that hippie camp that also has the glyphs, and the third spawns in over the Fort Zancudo airfield. In total, 3 unidentified flying objects became temporarily visible after 100% completion, and we can only imagine how excited the person who found these things first must have been. What's very interesting, though, is that the UFOs which appeared over Chiliad and the hippie base had an FIB logo on them. The FIB, or Federal Investigative Bureau, is the GTA version of the real FBI. So these 2 saucers belong not to extraterrestrials, but the United States government. Whatever was flying above Fort Zancudo, however, appears to be genuinely extraterrestrial, and uses a different model that has no human markings. What in Talos' name is going on here? Why would the FIB be flying these things around? Well, it's very possible this is just futuristic FIB tech. Whenever people see flying saucers, aliens are the first thing we think of. So maybe the FIB designed saucers of their own, knowing that if they were caught using them on missions, the public would blame aliens rather than the government. At the same time, the crafts go so fast and seem to fly so smoothly, it's hard to believe the FIB came up with them on their own, and we don't know why they were flying them over Chiliad. Alright, before we go any further, let's pause for a second and take a step back to summarize everything we've gone over so far, because we're about to wrap up with this chapter of the video and move on to what the next-gen consoles told us. You'll see what I mean in a second. So far, the community had discovered a strange mural at the tippy top of Mount Chiliad, as well as numerous symbols from that mural scattered around the mountain and at an alien enthusiast hippie camp. By completing the game, a new secret Bigfoot side quest was unlockable here, and 3 UFOs could briefly appear around the map. All of this information led the player base to believe whatever was going on at Chiliad was a very big deal, and entire sites and YouTube channels began popping up dedicated just to trying to solve this single enigma, in increasingly desperate ways. People did everything. They had their characters wait at the mountain for in-game years worth of time to see what would happen. They tried modding their consoles to no-clip inside of the hill and see if there was anything there. Thousands of hours were collectively invested in the hopes of finding some big, really well-hidden secret that could explain everything. But by mid-2014, virtually every corner of the game had been explored and examined beyond reason, and no additional confirmed clues had surfaced. You would think after months, if there was anything left to uncover, it would have been found by now.
Some began to speculate that maybe the Chiliad mystery was dead. Maybe Rockstar had no intention of solving it and just left a huge cliffhanger. We know at one point in time the developers were planning on releasing a single-player DLC that got delayed and delayed and delayed before eventually getting cancelled and scrapped for multiplayer parts. What if the answers we were looking for were supposed to be in that scrapped DLC and are now lost forever? It was a depressing thought. Alas, the mystery was far from dead or lost. It was merely hibernating, and Rockstar was far from done. Between late 2014 and early 2015, Grand Theft Auto 5 released in a special version for the Xbox One, PlayStation 4, and PC. This new and improved version of GTA 5, or GTA 5.2 as I like to call it, took advantage of the increased power of the new consoles, and added many new features and mechanics. It also finally expanded the Chiliad mystery in two ways. It, one, added some totally new content that contained new clues, and two, it gave PC users a much easier way to access the game files and comb through anything we could have missed. Let's start by talking about the new things Rockstar added. One of the first changes players noticed was at the Satellite Relay Station. The Satellite Relay Station is an unmarked location on the map in the deserts north of Los Santos, and is simply a bundle of large satellite dishes. In the original version of the game, nothing really happened here at all, and we weren't quite sure what the purpose of this place was. It wasn't very significant. In the next-gen version, though, these satellites started glowing green at nighttime, and it became possible to spot scientists and FIB agents around the area at random times. This hinted that there really was more to the FIB's flying saucers than we thought. They may have been using the station to communicate with, or monitor, something in the stars. Another huge thing next-gen GTA 5 did was scatter/hide 27 new unique collectible plants, resembling tiny cactuses around the map. Whenever the player found one of these cactuses, they could choose to take a bite out of it and briefly transform into an animal. Yeah, an animal. You could become an eagle, a shark, a bear, a bunny, a pig, you get the idea. There were 27 playable creatures for the 27 plants. The cactuses were so well hidden, it took around a month for the community to locate all of them. I vividly remember checking Reddit every day for a while to see if a new collectible had been found. Alrighty, Nate, cool story, but what does this have to do with Chiliad again? Well, while there were 27 cactuses found by players, data miners uncovered a model and texture file for a certain golden cactus plant. Like clockwork, the player base started scouring the land for wherever Rockstar might have hid this special golden collectible, hoping it would offer us the chance to transform into a special critter like a kraken or unicorn or I don't know. Unfortunately, nothing was uncovered after months, and it started to look like the golden cactus wasn't on the map at all and was just unused. You see, people found out that the files for the item actually featured the exact coordinates it was supposed to spawn. Du willst ein Bart, der sauber ist und gut riecht? Verwende das King-C Gillette Bartshampoo und vermeide, dass dein Bart nach deinem Tag riecht. Wasche den Alltag aus deinem Bart mit dem King-C Gillette Bartshampoo. Style like a king. Investiere wirklich provisionsfrei. Mit Trading 212, dein deutscher Broker. Guten Morgen mit Dulcolax. In at. And when people went to those coordinates in-game, 'twas nowhere to be found. The golden cactus must have been cut from the game by Rockstar, which is depressing but far from abnormal.
A lot of content was cut from both the original and next-gen versions of GTA. It looked like this was just another example. Months after everyone had given up and accepted this explanation, though, in late 2015, someone actually found the item in-game. A Reddit user going by u/RKRusky dug deeper into the code than anyone else had, and realized the golden cactus does indeed spawn at the coordinates its game files suggest, however, only when very specific conditions were met. The spawn would only trigger between the hours of 5:30 and 8 a.m. on Tuesdays when the weather's foggy. Additionally, the player would have to have found all the normal 27 cactuses on their playthrough already, and completed the last one, Bigfoot side quest we talked about earlier. So it was always in the game, it was just super hard to trigger the item spawn. Interacting with the golden collectible would transform the player into Bigfoot. Hilariously, as Bigfoot, you could still operate certain vehicles, and got to utilize a rather powerful melee-like punch attack. This was an incredible revelation, and at the time I think it'd be fair to say it was the greatest Easter egg ever identified in GTA 5. But it was only the beginning. Weeks after RKRusky made his Reddit post, users noticed that Rockstar added a new line of code to the Golden Cactus's plant file that wasn't there before. It was just a sentence that read, quote, "He was wrong to start his hunt on Tuesday." What? The devs were hinting we weren't done, that RKRusky had actually done something wrong or missed something. As you can imagine, there was once again an explosion of attention from the subreddit, as if a secret collectible that let us transform into Bigfoot wasn't significant enough already. Rockstar was blatantly telling people there was more to the story. It turned out there were actually 6 other golden cactus plants nobody had noticed at all. They were in the game in the files, people just never saw them. Meaning there was a total of 7 of the things at 7 different locations. Each one would only spawn in on a certain day of the week. RKRusky had merely found the Tuesday collectible. So there was a different one that spawned somewhere else on Monday, another one that spawned somewhere else on Sunday, you get the idea. The remaining 6 were rapidly identified, and they'd all transformed the player into Bigfoot too. People started to notice something, though. If you interacted with the collectibles in order, starting with the Sunday one, then used the Monday one the next day, then the Tuesday one after that, etc., when you got to the 7th final Saturday consumable, your transformation experience would be slightly different. You'd spawn near the body of that Sasquatch hunter from the last one side quest. He died. Perhaps the real Bigfoot got him, or maybe it was you hallucinating. Then it was discovered that during this altered Saturday experience, whenever you pressed up on the D-pad to growl, a strange howl could occasionally be heard calling back to you. A very minor change, but in July of 2016, more than a year and a half after the new GTA 5 version released, a Redditor named Sir Galehot discovered that if you followed the howls very carefully for a very long time, it would lead you to a location called the Thompson Scrapyard, where you would be ambushed by a werewolf. Yes, a werewolf, called the Beast. Sir Galehot posted his findings on r/Chiliad Mystery, and alas, the Golden Plant Easter egg had finally been completed. You have to applaud just how well hidden this all was. Rockstar managed to keep data miners and players from putting the pieces together for literal years in the age of the internet. Bigfoot was now officially confirmed, and I guess so were werewolves, but we still don't know how they were connected to Chiliad. Maybe the Bigfoots were aliens? Maybe the Bigfoots were created by aliens? We don't know that part yet. Now, something I have yet to mention is that Sasquatches appeared as real characters in Rockstar's Red Dead Redemption 1.
They were specifically featured in the Undead Nightmare DLC. Now, admittedly, there is a lot of conflicting info regarding whether or not GTA and Red Dead share a continuous universe, or elements of a continuous universe. And Undead Nightmare may not have been canonized anyway, but in the DLC, we could get a side quest where a Sasquatch hunter would request you help him hunt down Bigfoots. He claimed they were terrorizing the area. Sound familiar? I got one, mister. Hey, I got one. Got what, mister? Damn Sasquatch. Filthy thing was gonna eat my dog when this girl hollered out, and I shot the thing right through the heart. You feeling all right, mister? I've seen a lot of strange things recently, but no Sasquatch running around here. No place else. They're made up. There's Sasquatches every place, cowboy. They're nastier than your mother-in-law with a bad case of that virus. Got him at near the post. They ate a little girl. Are you serious? Do I look like I'm joking? The hills are infested with them. Ultimately, we'd end up helping the guy take out around 6 of the creatures, before finally meeting a 7th Sasquatch that talked to us. He explained that Bigfoots, or maybe Big Feet, had lived in the forests for thousands of years, and were in fact totally peaceful plant eaters who once had a thriving civilization. However, we pesky humans decimated their population in recent centuries. They never terrorized anyone, they were intelligent, and the hunter's just a lunatic. We were then left to feel bad about what we did, and the furry boy would walk off into the woods. Shoot me, human. Shoot me. Oh, I will, you foul creature of the night. Granting me peace. Why's that? Keep you from eating more babies? What in the name of all the traits are you talking about, human? You eat babies. You have to survive. Everyone knows that. Ain't your fault. We eat berries and mushrooms, you fool. But we did. Now none of us are left. Some maniac's been murdering us. I'm the last of my kind. We've lived in these hills 1,000 years. You eat babies. If you say so, human. My family is gone. My kind is gone. Shoot me. I can't take it anymore. Make it stop. Perhaps in the GTA universe, Sasquatches are also meant to be an intelligent species that once thrived in ancient times. Who knows? We'll talk more about these creatures in Red Dead Redemption later on. For now, let's move on to what else can be found in GTA 5. Again, the release on PC opened up a huge opportunity for data mining. Data miners were able to uncover files relating to an unused jetpack. Now, a model and texture were not found, but there was source code left behind linked to this jetpack vehicle, and the source code was only added in 2014, when Rockstar released their 1.12 patch. It wasn't from the vanilla game itself. Furthermore, completed models and textures were found for an unused green egg and an unused UFO that never appeared in-game. Huh, so we have a missing jetpack, egg, and UFO. Some speculated that maybe these items were supposed to have had something to do with the UFO, egg, and jetpack featured at the bottom of the Chiliad mural. Spoiler alert,
Later updates for the game did eventually add all of these items in, but we'll talk about those further along in the video. At the time, the discovery of the unused files seemed to provide further credence to the theory that maybe the whole Chiliad mystery was just some leftover cut content. This resulted in a very frustrating dilemma for players, as people weren't sure if Rockstar did have a reveal planned and they should keep investigating, or if it was all just a dead end anyway and Rockstar had cut out the answers. It was a difficult time. In 2015, players noticed that Rockstar added in some alien-themed artwork to a GTA Online update. This artwork could only be seen as an available modification for an Auto Shop installment players could have added on to their 60-car garage of the CEO penthouse. I know, that sounds kind of excessive. Welcome to Grand Theft Auto Online, ladies and gentlemen, but basically, in English, this painting was very, very rare and wouldn't be seen often. You're looking at the raw texture file on screen now. It very clearly seems to depict some strong alien activity in some sort of futuristic structure, and it's centered around a giant, almost queen-like alien with multiple tentacle-like limbs. Many people joked if this was what was at the center of Mount Chiliad, and players wondered if this giant alien-like queen thing could in fact be a real character that's out there somewhere. It's only a customizable painting, and it's very possible Rockstar didn't mean anything by it, but still, the thought was interesting, and some people realized the giant alien monster bared a loose resemblance to a piece of graffiti found in downtown Los Santos on a building. Could Rockstar be hinting at a giant super alien boss? Or did their artists add this painting into the game just because they thought it looked cool? We were left to wonder. Now, with all of this potential extraterrestrial activity, many players look towards the Epsilon program. The Epsilon program, for those of you who don't know, is a religious faction in the Grand Theft Auto universe that's, well, it's out there. We interact with the Epsilon program a little bit in a couple of Michael DeSantis side quests. However, most of what we know about them comes from their website and some radio shows that we can access with our phone and in our cars respectively. Kiflam, you have come this far, but the journey has only just begun. You waited years for this moment. You're exactly in the right place. I was lost. I sold myself. I took drugs. I was in conflict. Then I discovered an incredible truth. A truth so incredible that if I told it to you now, you would melt into nothingness. You are ready, but you are not ready. Oh, I'm not ready. Then you're ready. I don't know about that. The truth is incredible if you're capable of understanding it. We have your email address. We will send you an incredible education tool that will help you to unlock the secrets of the existence. That will cost as little as $5,000. Oh, 5,000? What price would you put on having the tools to understanding everything and to achieving the impossible? The price I would put on that is every penny you've ever earned. Kiflam, Mr. Mother. Well, the price I would put on it is all the money in the entire world, because that is how much it is worth. But we're offering you millions of dollars of top-quality research and learning by society's best thinkers for only $5,000. Think about it, Michael. And if you think too long, we know you're not ready. Kiflam. Kiflam! Okay. Its members believe in a bunch of alien gods who created the world and universe as we know it. The most important of these alien gods is Kiflam, and there are 12 tenets of Kiflam all Epsilon members believe. I can't list all 12 because it would take a really long time and, well, YouTube might get mad at me, but they include things like the world is 157 years old, that dinosaurs were a myth, that you are happy, you just don't know it, and you get the idea. One of these core tenets is kind of important, though.
Tenet number 8 says, quote, aliens exist and are present on Earth. If you have a birthmark, you may be descended from Krapf, the famous emperor of the 4th paradigm. Fact. What are paradigms? Well, Rockstar's kind of vague. They're kind of like levels or dimensions or maybe planets, according to the group. Again, a big emphasis of their beliefs revolve around space and whatnot, so the latter seems relatively likely. Now, it's heavily implied that the Epsilon organization is just a big scam for money. However, where things get interesting is in Red Dead Redemption 2. Released in December of 2019, Rockstar's Ode to America's Old West was definitely one of the best games of this current console generation. As someone who's still very bitter about Red Dead Online, it's hard not to appreciate what Rockstar did with the single-player base game itself. If the player traveled to a cabin northwest of the town of Strawberry, they could meet a man named Francis Sinclair. Francis is a very weird fellow. He spoke in a strange dialect and utilized certain words here and there that didn't make sense, and some of which we had never heard before. He would offer us a side quest called Geology for Beginners to locate 10 rock carvings all across the map and bring back their location to him. His reasoning was very vague, but he promised to pay handsomely, so whatever, old man. Well, what's eating you, partner? Eating me? Oh, I'm sorry, I'll dry up. What? See, Hey, can I ask you a strange question? I mean, it sounds ridiculous, but I'm on the level. I don't have a clue what you just said. Well, I'm sorry, sport. There's these funny rock carvings. They look a bit like this. Okay. Yeah, well, the thing is, I sort of, really badly have to find all of them. Now, it's sort of a puzzle thing to me. I know, it sounds ridiculous, but I'm on the up and up, and it's really important. Little rock carving. Yeah, exactly, little rock carvings. What do you want to do with it? Well, it's sort of very complicated, and you'll think I'm jazzed if I tell you. You're what? Drunk? Are you? No, I wish. No, I'm, lost. It's a long story. Can you find the carvings? I have no idea. Well, I sort of need them. Hey, listen, if you find them, I'll pay you handsomely. Send me details, if you can. Here's my card. And if I can't? Well, I'm sure you can, sport. I'm sure you can. Francis Sinclair. Arthur Morgan. Pleasure. I don't understand. Why do you need these things? Well, I told you. If I told you, you'd think I was on the hooch. What? I'm gonna have a lie down. I don't feel very well. And neither would you. Yeah, but, hey, what harm could it do? What a lunatic. Now, as we started finding these rock carvings, we noticed they appear to depict scenes from different points in time, both in the past and future. Like, they carried images of the Egyptian Great Pyramids, of skyscrapers, the Chrysler Building, and even nuclear explosions. What the heck? After we had identified the locations of all 10 rock carvings and reported back to Francis, he would pay us generously and run into his cabin. And then, he just wouldn't come out. We could enter the structure ourselves to figure out why Mr. Sinclair hadn't come out yet, and he wouldn't be inside. It's like the man just vanished from thin air. And interestingly, all around the cabin were various strange drawings, including one extremely large poster that depicted what looked like a portal of sorts, and Mr. Sinclair time traveling through different periods in history. As Arthur makes his way out of the cabin, the closing scene of the quest would trigger, in which a woman carrying a baby with a birthmark identical to Francis's would appear out of nowhere and ask the player who you were and what you were doing. She would also refer to the baby as Francis.
In response to all of this, our character would just get very, very confused and decide to leave to go somewhere else, which makes a lot of sense given the context. And thus, the quest would be completed. Hello? Hello? Mr. Sinclair? Whoa. Oh, hello? Can I help you? I'm sorry for intruding. Mrs. Sinclair? Yes. How did you know? I was looking for your husband. My husband? He's dead. He's been dead since just before Francis was born 1 year ago. Your husband, Francis, is dead. No, this is Francis. My husband, Tom, is dead. I'm a little confused. Yes, I think you are. What was your name? Yeah. Excuse me. After Geology for Beginners had ended, it would be impossible to re-enter the cabin. Now, it seems relatively obvious that Rockstar meant to imply that this Francis Sinclair character was a time traveler of sorts on some kind of mission. But the birthmark he carried on his face has led many players to identify a connection between him and GTA's Epsilon organization. Hell, Chapter 5, Verse 2 of the Book of Epsilon almost blatantly gives it all away, when it says, quote, "The mark of Croth adorns many whom are blessed. Some descendants of Croth have a mark of birth that adorns the elbow or cheek. But he who has the stain of wine on his head or face, they drink with Croth in the fourth paradigm." So, yeah, according to the Epsilon organization, this man would be pretty high status. And in Red Dead Redemption 2, he clearly possesses the ability to time travel. All das. Schon ab 1,50 €. Die neuen Mac Smart Snacks. Jetzt 11 Snacks günstig genießen. Nur bei McDonald's. Egal wie viel du über Autos weißt, bei uns landen alle im Richtigen. Vertrau dir, du hast ja uns. Mobile.de, Deutschlands größter Fahrzeugmarkt. Für einen volleren Bart mit dem King Gillette Bartvolumen Serum. Style like a king. Ich bin Miezekatz und ich tausche meine Songs. So trainierst du das Fokussieren. Fokussiere deinen Daumen etwa 30 cm vor deinem Gesicht. Jetzt bewegst du deinen Daumen langsam auf dich zu. Du darfst deinen Daumen jetzt nicht aus den Augen verlieren. Und so bewegst du den Daumen nun 10 Mal vor und zurück. So trainierst du dein Auge, sich auf unterschiedliche Entfernungen anzupassen. Additionally, in Red Dead Redemption 2, in an abandoned shack in New Hanover, players can discover a horrifying scene that's also linked to extraterrestrials and time travel. The skeletal remains of multiple individuals can be found dotting the perimeter, as well as a mysterious note, which reads, quote, "Kukawaba, Voyager of Time and Galaxies." You can linger here for a while. The place is very unique, I'll give it that. However, after reading the note, between the hours of 12 a.m. and 3 a.m., you can see an actual UFO briefly fly by. Many folks on r/Chiliad Mystery have pointed out that this aircraft appears to have some striking similarities to the FIB aircraft we saw from GTA 5. But it may just be a little bit of projection. Luckily, we can get a better look at this UFO somewhere else. Remember that letter we just talked about that's found inside of the cabin? Well, let's read it out. It says, quote, "At the second hour under the half moon, by the great love and grace of our Savior, Kukawabao, Voyager of Time and Galaxies, we cast off our corporal shells, so his vessel can take our spirits to the promised realm.
to live in peace and power until the 2000th year, when we will return for the new chosen, and worship once again at the peak of Mount Shan. In his love, we always rejoice. Now, it's clear whoever wrote this letter was some sort of priest for a religious organization that was worshipping whatever alien was inside of that UFO. They seem to have been convinced that the aliens would take them to the promised realm until they came back later on for new chosen ones. Pay attention to the last 3 lines, though. We will return for the new chosen and worship once again at the peak of Mount Shan. In his love, we rejoice always. Mount Shan is a real location in Red Dead Redemption 2. It's one of the largest mountains in the game, though I don't think it's the largest. Regardless, if you head on over to the peak of Mount Shan, between the hours of 12 a.m. and 4 a.m., it's possible to find another UFO. Huh, just like Chiliad, we can find a UFO at the peak of this mountain late at night. That's not all though, because just like Chiliad, Mount Shan also might be home to Bigfoot, or a Bigfoot-like creature. You see, near the summit, there's a very, very small cave Arthur Morgan can locate, and inside of this cave are a number of bones and remains that clearly once belonged to some sort of giant bipedal creature. Could that creature have been a Sasquatch? Unfortunately, Red Dead Redemption 2 doesn't feature Sasquatches like Red Dead Redemption 1 did, so we're not exactly sure what they would look like in this game. But the skeleton seems to fit. I mean, if it's not a Bigfoot, then it would just have to be a giant person or something, right? Mount Shan is also home to a few other hidden secrets that appear to reference some sort of ancient civilization. Like, there's a sundial we can find towards the top and a couple other strange rock formations. There's even one of those rock carvings we mentioned earlier from that Geology for Beginners side quest. We're not exactly sure what's so special about this specific mountain. In many ways, it's like Red Dead Redemption 2's own Mount Chiliad. But clearly, there's something going on. And it may be the same force that's impacting Grand Theft Auto 5. Whether or not any of this matters is all dependent on whether or not GTA and RDR share a continuous universe, or at the very least, share continuous elements between their universes. There's a huge amount of conflicting information to back up and debunk both sides of this debate. Like, there are certain characters that very obviously have appeared in both games, yet in the Red Dead universe we hear of states like California, which don't technically exist in the Grand Theft Auto universe. Remember, in GTA, California is just the state of San Andreas. More than likely, they aren't set in the same universe, just share a few continuous elements of each other's universes. Like, a few stories continue from RDR into Grand Theft Auto, but that doesn't necessarily mean the entire setting does. By that logic, it's absolutely possible and even likely that the aliens we deal with between the games are part of the same force, and they've been around for hundreds of years now. But regardless of what connections they may or may not have to the Red Dead universe, the aliens of Grand Theft Auto are still definitely real, and there's still a mystery to be solved here. And beginning in 2017, leading up until now, Grand Theft Auto Online got a series of updates that got us closer than ever before. Remember the unused jetpack, UFO, and egg from the game's files I mentioned earlier? Well, there was a very popular theory that they were all going to be featured in a certain DLC that got cut from the game that would have revolved around zombies and an alien invasion. In the game's files, people discovered evidence for something called Single-Player Zombies DLC, and numerous supposed leakers from Rockstar came forward and explained to various media outlets that it was originally the studio's intention to have DLCs featuring zombies and aliens. However, the studio decided to scrap them and would be using their parts for future multiplayer expansions.
It seems that when Rockstar was originally developing Grand Theft Auto 5, they didn't really expect its multiplayer component to take off to the tremendous financial success that it did. So they were originally planning to add in DLCs about aliens and zombies, but when they saw GTA Online doing so well, they said, no, let's cut this and add it to multiplayer sometime later on. At least, that was how the community's theory went. And in 2017, that theory was finally proven correct. In June of that year, GTAO got the Gunrunners update. Gunrunners was a free expansion that introduced new vehicles, items, missions, and property to the game's multiplayer mode. It didn't do much of anything for single player. I digress. One of the biggest things Gunrunners did was introduce a new type of mission called supply runs. Supply runs were radiant missions that could start basically whenever, and they would send the player to locate some sort of supply, pick it up, and then bring it to a specific location. They were basically a bunch of repeatable randomized fetch quests, and because of the way Rockstar would randomly set their start points and end locations, there were literally thousands of different possibilities. Well, a group of data miners calling themselves the Game File Gurus dug through a bunch of the Gunrunners data files and found a secret supply run mission that didn't seem to be normally playable. The mission was real and finished, but for whatever reason, didn't seem possible to trigger in-game. By playing around with the scripts and using some complex tools, the Game File Gurus were able to forcefully start it in-game. And this secret supply mission would send the player to a crashed UFO near Fort Zancudo to pick up an alien egg and drop it off at a bunker. Along the way, you'd have to fight off mercenaries and human guards that didn't want you to take said egg. Now, like any other supply run, this mission had absolutely no dialogue, and you were literally just given objectives to go get the egg and return it somewhere else with no context. Still though, even without any attached narrative, this was a huge find. Rockstar was adding parts of the original cut content to the game. Eventually people found out that this quote-unquote secret alien egg mission was actually playable in the game, but in order to get it to trigger, you would first need to complete over 600 other Radiant supply missions, and it would only trigger between 2,300 hours and 2,400 hours. So you had to do a lot of work to get this to spawn in. I should also point out that it wasn't just the egg added in with the supply run, but also the unused UFO from the game files as well. So now we had the egg and the UFO, and we're only missing the jetpack. We wouldn't have to wait much longer though, as in December of 2017, Grand Theft Auto Online got the Doomsday Heist update. This update was pretty huge, and I think is arguably the biggest update Grand Theft Auto Online ever got. At least, it was at the time it came out. The Doomsday Heist update finally introduced the jetpack, or the Thrust, as the vehicle was officially called, to the game for players to purchase for just a few $1 million. However, that wasn't all it did. The Doomsday Heist also introduced a small storyline to the game, or Heist as it's called. In this new multiplayer storyline, the player and their friends would have to stop a billionaire by the name of Avon Hertz from destroying the world using a variety of nuclear missiles that he purchased/hacked. And we would learn that Avon Hertz's secret headquarters was an old military base buried beneath Mount Chiliad that he had purchased from the government a few years ago. Yep, that's right, ladies and gentlemen, Mount Chiliad is home to a secret US military base. Boom! Mystery solved. Right? Well, not exactly. Apparently the military base was abandoned sometime in the Cold War, and only purchased by Mr. Hertz within the last few years or so. Furthermore, in the final acts of the DLC, we would have to storm the Mount Chiliad base and personally kill Avon Hertz. While we were inside the underground structure, we'd find all sorts of
weird futuristic technologies that the US government shouldn't have had access to in the 1960s. And players also noticed that on some of the walls of this Chiliad mountain base were weird painted murals that the game didn't explain. In total, there were 4 new murals added onto the various walls of the Chiliad base, and I'm simply showing you a combined image of all 4 on screen now. As you can see, they each depicted a variety of strange symbols, a few of which were familiar. The yellow mural appeared to be space-themed, and there were numerous symbols depicting UFOs, the moon, star maps, and the original Chiliad painting. The second red mural looked to be physics-focused and showed off atoms, cells, and the likes, though we're a little less sure about what that one means. The third green mural was Bigfoot-themed, and showed off a picture of a cactus plant, showed off a picture of Bigfoot emerging from an evolution diagram, and prominently featured the number 27, the number of normal cactus plants in the game. The final purple one was all about the human mind, and showed off the yin and yang symbol, a balanced scale, a lightning bolt, an epsilon logo, and another eye. Unfortunately, the Doomsday Heist DLC doesn't explain the meaning of these murals. It's almost totally ignored by the game's characters, so we're forced to make sense of it by ourselves, and we still have yet to completely figure out what each of the symbols means. Their presence in this old United States military base does heavily suggest that this location was used by US scientists to study aliens, Bigfoot, the human mind, and more. Beyond that, though, we were still left to wonder what this facility's primary objectives were, and we still had no idea what the original Chiliad painting meant. With the Doomsday Heist update, we finally seem to identify the UFO, egg, and jetpack depicted on the original painting, and we had gotten to see what was inside of the mountain itself. However, we were now left with more questions than ever before. Our next big breakthrough came in August of 2020. Literally this month. In fact, 4 days prior to when this video should be going live. You see, in August of 2020, GTA Online got a summer update that released a whole variety of new vehicles, missions, etc. You get the idea by now. Just like they did for the Gunrunners update, those GameFile gurus data miners decided to dive through the files of this new patch, and in it, they found another secret mission. It was basically another supply run mission. However, this one would send the player to Fort Zancudo to pick up parts from a UFO inside one of the hangars and drop them off at an HQ. Notably, this UFO in the hangar was a slightly larger version of the original UFO we could see flying over Zancudo after achieving 100% completion. Now, because this discovery is just so incredibly recent, literally just a few days ago, people are still trying to wonder if it can actually be triggered in normal gameplay. Right now, the only way to start it up is by forcing special tools and scripts. But it's possible there might be an organic trigger somewhere in the game that still hasn't been identified. Nonetheless, this is where the community currently is at in its search or investigation of the Chiliad mystery. We found out Bigfoot may or may not be on the mountain, that the mountain was once home to a now abandoned US military base, and we've discovered that the US military appears to be operating various alien spacecraft. We still need to figure out what the mural we found inside of the Chiliad bunker means, but so far everything seems to suggest that the United States must have somehow got a hold of a crashed alien spacecraft and was able to reverse engineer some of the technology. Now, what the US is planning to do with this new tech, and why aliens originally came to the planet, still has yet to be figured out. But we're a lot further than ever before. Now, Rockstar has recently confirmed that Grand Theft Auto 5 will be getting another re-release on the upcoming PlayStation 5 and Xbox Series X. This will be the third version of GTA 5 to come out, and many people believe that just like the second version, this third version will also be making some very big revelations.
Many players also believe Rockstar will be releasing Grand Theft Auto 6 sometime in the next 2 to 5 years. But that'll probably all depend on how well GTA Online keeps doing. Thus, here we are. It is August of 2020. We know Mount Chiliad concerns aliens, Bigfoot, it may even concern a giant alien of sorts, but there's still a lot that needs to be figured out. And to this day, we still don't exactly know for sure what that original mural meant in the first place. Hopefully someday soon, we'll be getting our answers. Thanks so much for stopping by, everybody. I know this video has been almost an hour long, but there's still so much more to be discovered. And honestly, we still failed to touch upon a few subjects. Like, there are a couple of in-game secrets people Mit diesem armseligen Säckchen da willst du Abback fangen? Was du brauchst, ist so... Okay, Sarah Kay. Bitte sei unkompliziert, Mama braucht einen Erfolg. Danke, Raoul. Schreib's auf meine Rechnung und gönn dir ein schönes, fettes Trinkgeld. Du bist ein Prinz unter den Männern. Okay, nett zu Barkeepern. Sie wirkt ganz cool. Hey? Jerry, komm schon, wir müssen gehen. Du musst mitkommen, Jerry. Rick? Es ist wichtig, Jerry. Das Schicksal der Galaxie liegt in deinen Händen. Na los, zieh dir die Hose an. Ja, wir haben jetzt keine Zeit. Ich mach dir unterwegs eine neue. Das ist ein Rick und Jerry Abenteuer. Eine Rick und Jerry Folge. Ich dachte mir, hey, wie wär's mit Jerry? Er versteht die normalen Leute. Das ist eine Situation, in der Jerry echt brillieren könnte. Er kann sehr überzeugend sein. Rick, ich bin kein Idiot. Ich weiß, was du vorhast. Oh, okay. Ich habe Morty gesagt, Eltern lassen sich eben scheiden und sind dann traurig. Das wird schon, aber ich glaube, er hat Angst, dass du... Und du weißt, dass es meine Arbeit behindert, wenn Morty emotional wird. Also habe ich ihm gesagt, dass ich dich aufmuntern werde. Warte, mein Sohn hat dich gebeten, mich auf ein Mitleidsabenteuer mitzunehmen, damit ich mich nicht umbringe? Ach, was dachtest du denn, was das hier ist? Eine Exekution. Mann, du brauchst wirklich eine Aufmunterung.
Nein, keine Ahnung, du hast mir noch keine Hose gemacht, also... Dachtest du, ich bring dich irgendwo in die Mitte des Weltalls und werf dich mit baumelndem Schwengel ins unendliche Vakuum? Und selbst wenn es so wäre, was könntest du schon dagegen tun? Meine Fresse, ich mach dir ja schon deine Hose. Du hast deine Hose in 2 Sekunden. Ich hab Hosen zu Hause. Jerry, wenn ich eine Hose mache, ist sie besser als deine zu Hause. Ach ja, und wenn ich dich töten wollte... Ja, schon klar, das wäre unglaublich. Bitte bring mich nach Hause und ich sag meinem Sohn, es war ein Wahnsinnsabenteuer. Wir können auf die gleiche Geschichte einigen, weil du einfach nicht lügen kannst. Du sagtest doch, ich sei sehr überzeugend. Das hast du geglaubt? Wie oft ist denn gestorben? Keine Ahnung, hab nicht mitgezählt. Das ist echt schick hier. Harry, du kannst gar nicht wissen, ob das hier nicht nur ein Alien-Rastplatz ist. Du hast gar keinen Vergleich. Das liegt außerhalb deiner Vorstellungskraft. Aber ja, es ist wirklich schick. Ich versuche nur Morty glücklich zu machen. Da bringe ich dich doch an keine gefährliche... Rick Sanchez. Ich hab doch gesagt, wenn ich dich hier nochmal sehe, steche ich dich ab wie ein Schwein. Schnucki Bloopers. Und ich sage, wenn du es versuchst, gibt es 2 Beerdigungen. Hilfe! Irgendwer, Hilfe! Rick, alter Freund, wo hast du Mann, mich schön, dich wiederzusehen, Kumpel. Ja, was geht ab, Mann? Mr. Sanchez bekommt alles, was er möchte. Hier gibt's ein Unsterblichkeitsfeld. Man kann hier nicht sterben. Das ist der Aufhänger. Aber so erzieht man doch nicht seine Kinder. Was erwartest du von Kindern reicher Arschlöcher? Die Eltern bezahlen einen Haufen Kohle, um einen folgenlosen Urlaub genießen zu können. Kein Tod, keine Krankheiten, keine Verstümmelungen und auch keine Herzinfarkte. Verstehe, der perfekte Ort für das fragilste Wesen des ganzen Universums. Ich weiß, du willst, dass ich widerspreche, aber du hast vollkommen recht. Wenn ich ohne dich heimkomme, nimmt mir Morty das Ganze verübel. Ja, außer du kommst mit Jeff Goldblum zurück. Jeff Goldblum? Wovon redest du, Jerry? Oh mein Gott! Ach du heilige Scheiße! Jo, was geht ab, du Fliege? Nimm nicht den Teleporter! Vielleicht hätten wir auf einem Fake-Abenteuer doch Spaß. Auf einem Fake-Abenteuer? Ah ja, was erzählen wir Morty jetzt? Keine Ahnung, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar von denen hier. Was ist los? Mom, findest du mich heiß? Ich finde nicht, dass das sonderlich wichtig ist. Also bin ich nicht heiß? Ich würde sagen, dass du dem Teil von dir, den das interessiert, erst gar nicht zuhören solltest. Das ist doch keine Antwort! Weil ich nicht die Cosmopolitan bin, okay? Ich bin deine Mutter und Ärztin und... Ich bin so hässlich! Was? Was ist mit der los? Teenie-Mädchenzeug. Ist das eine Collage aus Pferdehufen? Das ist völlig legal, falls das die Frage ist. Cool. Wir haben eben einfach doch nichts Gemeinsames. Hammer. Ach ja, Ethan? Und was hast du mit Trisha Lane gemeinsam? Die Liebe zum französischen Film Noir? Die Überzeugung, dass nur eine CO2-Steuer den Klimawandel aufhalten kann? Oder vielleicht doch nur ihre riesigen Strappertitten? Da ist es. Ja. Und dann reißt sich Malakai, der Tintenfischkönig, sein Gesicht ab und darunter ist mein Gesicht. Mir hat's gefallen. Dankeschön, Sir. Ja, natürlich gefällt's ihm. Dieser Wichser hat 2 Köpfe und 3 Rüssel. Okay, verschieben wir das lieber. Ich muss mal pinkeln. Mein Name ist Risotto Groupon. Ich bin der stellvertretende Manager dieses Restaurants. Gut, haben Sie Beschwerdebögen? Ich hätte da so einiges anzumerken. Mein Königreich wurde mir gewaltsam geraubt. Und die Waffen und Technologien dafür kamen von Ihrem Schwiegervater. Hey, mein Königreich hat er mir auch geraubt, Mann. Er hat mir mein Zuhause genommen und meine Familie auch. Dann sind wir Brüder. Du fragst dich sicher oft, wie dein Leben ohne Rick gewesen wäre. Na sicher, klar. Aber ich frage mich auch, wie es wäre, wenn ich eine Vagina hätte. Hilfst du mir, ihn zu töten? Was? Nein, er ist der Vater meiner Frau. Themawechsel. Magst du gerne Achterbahn fahren, Jerry? Das nenne ich mal einen Themawechsel. Es gibt hier eine sehr beliebte Attraktion, den Whirly-Dirly. Zwischen dem ersten Whirly und dem dritten Dirly verlässt die Bahn kurz das Unsterblichkeitsfeld. Was? Ich soll Rick in den Tod locken? Ist es das, was du willst? Ich will nur, dass du mit Rick in die Bahn einsteigst und dann ohne Rick wieder aussteigst, zu deiner Familie zurückkehrst, wo du dann wieder über deine Vagina nachdenken kannst. Moment, das soll nur ein spontanes Beispiel. Das soll nicht heißen, dass ich für euch jetzt nur noch der Vagina-Typ bin. Risotto, wir brauchen dich. Ein Gast hat eben das Nazi-Gassi-Flassi-Spezial bestellt. Ach, nicht schon wieder. Hör zu, ich bin nicht wie Rick. Du kannst selbst entscheiden, was du willst. Im Leben eines jeden Mannes kommt der Punkt, an dem er sich entscheiden muss, auf welcher Basis er sein Erbe aufbauen will. Auf Kompromissen oder auf Blut.
der anderen Seite. Komm schon! Oh nein! Und das Krankenhaus lässt dich einfach so mit einer Tüte Pferdehufe daraus spazieren? Verdammt, Monty, Frauen, die eine Scheidung durchmachen, brauchen kreativen Ausgleich. Was war das? Summer! Ich komme, Summer! Was zur Hölle ist passiert? Wie machen wir das rückgängig? Ich habe keine Ahnung. Dieses Ding ist ziemlich kompliziert. Ich rufe Rick an. Nein, warte. Wir können doch nicht bei jedem Problem gleich deinen Grandpa anrufen. Wir können das auch alleine regeln. Aber ich verstehe nicht, warum wir das sollten. Das ist eindeutig eine Rick-Level-Sache. Ich bin selbst Medizinerin. Ach, darum geht's hier. Du willst dir etwas beweisen? Hier geht's um gar nichts, Morty. Was fällt dir eigentlich ein? Oh, dann kann ich ja Rick... Au! Morty, ich brauch das. Hey Jerry, Dreierrüssel sagt, er weiß, wo es Ladies gibt, die sich für jeden Zweibeiner nackig machen. Das interessiert mich nicht. Mein Herz gehört immer noch Beth. Oh, okay. Was glaubst du, ich habe keine Chance mehr bei ihr? Das habe ich nicht gesagt. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir auch so einen Cocktail mixen? Natürlich. Zwischen Beth und mir lief nicht immer alles schlecht. Als wir jung waren, hatten wir eine echt gute Zeit. Oh ja, sicher. Und aus dem Grund werden junge Mädchen schwanger, Kumpel. Ja, nein. Eigentlich lief alles ziemlich gut, bis zu dem Zeitpunkt... Jerry, ich verstehe schon. Du meinst, bis ich bei euch eingezogen bin. Da hast du recht. Also Jerry, ich hoffe, du willst damit nicht sagen, dass ich für das Scheitern eurer Ehe verantwortlich bin. Ihr beide hattet doch schon Riesenprobleme, bevor ihr überhaupt geheiratet habt. Hey, auf Neuanfänge. Auf den Whirly-Durly. Den Whirly-Durly? Okay, Moment, was ist hier los? Seit wann bist du denn cool? Warum? Seit du uns auseinandergebracht Hätte ich das schon früher machen sollen. Wir fangen jetzt Whirly-Durly. Whirly-Durly, Baby. Ah, schau dir das an. Hier steht normalisieren. Bestimmt muss man das nur drücken und... Aber wenn die Maschine von Spinnenmenschen gebaut wurde, würde normal 8 Beine heißen. Mein Gott, machst du jetzt denselben Aufstand wie um den hautfarbenen Wachsmalstift? Ich bin mir sicher, normalisieren macht sie wieder normal. Ist doch schon etwas besser. Sie ist riesig. Aber normal. Ich bin nicht normal. Okay, hier steht umkehren. Gut, los geht's. Das ist keine gute Idee. Ach Quatsch, was soll umkehren sonst bitte bedeuten? Mom, ruf Rick an. Na also, geht Da doch. steht die Nummer der Kundenhotline drauf. Oh Mann, das wird der Hammer. Ich muss echt sagen, Jerry, das war eine richtig gute Idee. Ja. Und weißt du was? Ich geb's zu. Ich habe eure Ehe ziemlich belastet. Das war nicht fair. Es tut mir leid. Was? Ich habe eure Ehe nicht respektiert und habe euch damit keinen Gefallen getan. Ich werde mich bei Beth entschuldigen, wenn wir wieder zu Hause sind. Wow, Whirly-Durly! Yeah! Hey, anhalten! Wir müssen hier raus! Was redest du da, Kumpel? Wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Jerry, komm schon. Wir sind noch nicht mal durch den ersten Whirly. Nein, das ist doch scheiße und voll langweilig. Also ich schlaf fast ein. Lass uns aussteigen und runterklettern. Duck dich! Es ist viel lustiger, wenn man sich duckt! Ach du Scheiße! Schau da oben! Da kannst du ihn töten! Woher wusstest du das? So, Jerry. Du bist also ein großer Fan des Whirly-Durly. Jetzt nicht mehr. Nach der Fahrt. Woher wusstest du, dass der Whirly das Unsterblichkeitsfeld verlässt? Wir hatten einen Deal, Jerry Smith. Den Namen gibt's so oft, vielleicht meint er gar nicht mich. Oh
Nur ganz ruhig, Rick. Du hattest gerade einen schweren Achterbahnunfall. Du solltest dich ausruhen und nicht darüber nachdenken, ob hier ein Mordkomplott stattgefunden hat. Rick, hilf mir! Es frisst mich auf! Warte, ich geb's zu, okay? Sie haben mir erzählt, was du ihrem Planeten angetan hast und mich daran erinnert, was du mir angetan hast. Aber dann hast du dich entschuldigt und ich habe gemerkt, dass du kein Monster bist wie das hier. Du hilfst mir doch, oder? Du erfindest etwas, das mich rettet. Hab ich Das Messer, das du jetzt bräuchtest, wurde längst erfunden. Ich finde gerade einen Weg hier raus, DeutschesReich. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde es nie wieder tun. Da bin ich mir sicher. Ja! Du selbstgefälliges Arschloch, du hast mir meine Familie genommen. Was? Deine Familie? Du hast mir mehr genommen, nachdem du 20 Milliliter Traumtöter in meine Tochter geschossen hast. Sie war Ricks Tochter, Jerry. Die Welt stand dir offen. Sie hat alles aufgegeben, weil du ihr leid getan hast. Du spielst dir das Opfer, dabei bist du der Täter. Du überlebst doch nur, weil alle Mitleid mit dir haben. Ich überlebe durch meine Intelligenz, die Schlange überlebt, weil sich Kinder verlaufen und du überlebst, weil die Leute sagen, oh, dieser arme Penner hat's aber schwer. Ich kann das stille Klagen seiner armen Seele nicht mehr ertragen. Dann stelle ich ihn eben ein oder heirate ihn. Ich wusste, du lässt mich nicht sterben. Das war nie eine Option. Weil du nie einen Sohn hattest? Nein, ich brauche einen lebendigen Köder voller Gimmelschlangengalle, um einen Schmuggler anzulocken. Moment, was machst du denn da? Das ist eine Verwirrung, Jerry. Dadurch zappelst du wie ein ausgesetztes Baby. Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Hilfe! Ungefähr 20 Kilometer von hier ist ein Weltraumbahnhof. Dort nehmen wir dann ein Raumschiff, das uns durch ein Wurmloch in die Nähe der Milchstraße bringen wird. Aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel. Oder, Jerry? Okay, ganz ruhig, Schätzchen. Mami ist in der Warteschleife. Kundenbetreuung, wie kann ich Ihnen helfen? Hi, ich habe ein kleines Problem mit einem Ihrer Geräte. Es tut mir sehr leid, Ma'am. Sehen Sie die kleine Knabber an der rechten Seite des Geräts? Ich sehe mal kurz nach. Ja, da ist sie. Mom, klasse. Und sehen Sie den kleinen Knopf daneben? Sehe ich. Den bitte mal drücken. Okay. Mom, hör doch mal zu. Okay, also ich habe drauf gedrückt und 3 Männchen sind rausgesprungen. Was mache ich jetzt? Hallo? Irgendwie ist die Verbindung weg. Morty! Scheiße, mir reicht's jetzt! Ich hab blöd überredet, Dad auf ein Abenteuer mitzunehmen, weil ich dachte, dass ich da mal eine Pause krieg. Aber nein, wie der Vater, so die scheiß verdammte Tochter! Du willst wie Rick sein? Herzlichen Glückwunsch! Du bist genauso arrogant und genauso verantwortungslos! Ist bei euch alles in Ordnung? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, Gene. Ich unterhalte mich gerade mit meiner Mutter, ja? Mit Arschkriecherei wirst du Rick nicht hier behalten können. Aber dafür wirst du alle anderen verlieren. So wie ich Summer verloren habe. Hey, noch hast du sie nicht verloren. Oh doch, das habe ich. Sie ist weg. Wir haben den scheiß Riesen verloren. Nächster. Komm schon. Was ist denn Ihr los? Freund hat kybernetische Änderungen in der Klasse C oder noch höher. Die Betonung liegt auf höher. Wir müssen ihn neutralisieren. Was? Hirnschmerz. Was haben Sie getan? Mit diesem Serum werden Gewaltbereitschaft und kontroverse Gedanken unterdrückt. Er ist jetzt ein absoluter Musterpassagier. Ich will Kekse, eine Kurzversion von Avatar. Ehrlich jetzt? Lass das. Es wirkt aber nur 6 Stunden. Und außerdem steigern wir so auch den Umsatz. Warum sollten nicht alle ein Ticket kaufen dürfen? Ansonsten hätten die Terroristen gewonnen. Es tut mir ja leid, dass ich nicht die absolute Supermutti bin. Ich weiß einfach nicht, wie ich mit euren komischen Pubertätsproblemen umgehen soll. Was würdest du denn tun, wenn deine Tochter dich fragt, ob sie attraktiv ist? Dann sag ich ja. Ist ja ekelhaft. Aber sie wird super heiß. Ihre Mutter wird ja Jessica sein. Warte, wann hat Summer dich das gefragt? Kurz bevor sie sich gekleift baggert hat. Warum? Ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ethan und Summer wollten doch campen gehen. Aber dann hat er Schluss gemacht und Trisha Lang mit den Riesentitten mitgenommen. Da will sie hin. Zu dem Campingplatz, der so heißt, als ob der Namensgeber besoffen war. Camp Flabberdabber. Mama kommt schon, Baby. Mama kommt und sie interessiert sich für deine Titten. Die haben süße Smiggle-Honigkekse und kalorienarme Petroleumflocken. Ich will die Kekse. Du bekommst die Flocken. Okay, obwohl ich die gar nicht wollte. Vielleicht bist du nächstes Mal ja nicht so ein verdammtes Arschloch, dann darfst du auch selber entscheiden. Du bist nicht nett. Wie bitte? Höre ich da etwa wieder Worte? Nein. Das dachte ich mir, Bitch. Kleiner mieser Penner. Mann, ist das geil. Richtig. Deine Inkompetenz hat alles für mich noch einfacher gemacht. Oh, der macht Bum Bum, oder? Verehrte Passagiere,
da rüber und sperr dich in die Rettungskapsel ein. Tötest du uns nicht? Ich töte Rick. Du kannst gehen. Du bist keine Bedrohung für mich oder irgendwen. Hey, das war echt gemein. Ja, gemein. Nicht böse gemeint. Gemein wäre es, dich zu erschießen. Ich spare nur Munition. Geh zurück zu deiner Familie und verbringe den Rest deines Lebens damit, deine Vagina-Fantasien zu leugnen. Das war ein einmaliger Gedanke, den hat jeder mal! Was wird das hier? Ich bin draufgängerisch und mutig! Weder draufgängerisch noch mutig. Du riskierst rein gar nichts. Doch, du willst mich Du erschießen! weißt, ich tu's nicht, weil ich Mitleid mit dir habe. Du machst das nur, damit du dir einreden kannst. Schutzschild beschädigt. Herzlichen Glückwunsch, Jerry. Du darfst als Mann sterben. Ist schon gut, ich gehe. Bitte nicht schießen. Ich bin der Vagina-Typ, weißt du noch? Was passiert mit mir? Was ist los? Wo bin ich? Bin ich tot? Oder bin ich noch am Leben? Das sind nicht die Fragen, die du stellen solltest. Scheiße am Arsch. Scheiß drauf. Wer bin ich? Wer bin ich? Ich bin die Zeit! Die Zeit selbst! Oh Gott! Es fühlt sich an, als wären unsere Seelen vereint gewesen und eins mit der Ewigkeit. Die Körper unverändert. Doch unsere Seelen haben 1000 Leben gelebt. Ist das genug Zeit für mich, dir zu vergeben? Keine Ahnung, aber genug Zeit bei dem Synapsenblocker nicht mehr zurecht. Oh Scheiße! Er war sich doch gar nicht mehr sicher, ob er uns töten Er wollte sich selbst überreden. Alles schon gesehen. Kosmische Apotheose klingt schneller ab als Aztekensalbei. Das glaube ich dir, denn ich war eine unendlich lange Epoche mit deiner Seele verschmolzen und trotzdem denke ich wieder, dass du ein Arschloch bist. Das ist mir egal. Wir gehen getrennte Wege. Du und das Wort Epoche, ihr habt noch einiges zu bereden. Nein, verlass mich nicht! Verehrte Passagiere, Sie können Ihre Plätze wieder verlassen und dem Wurmloch vielleicht noch frühstücken. Entweder dem Abendessen oder dem Frühstückspizza schneide. Weißt du jetzt, wie das Ding funktioniert? Ja, ich weiß, was ich tue. Gut, ich habe eine Idee. Der Name setzt sich zusammen aus Marsh und Mellow, verstehst du? Oh, wow, das war mir vorher gar nicht klar. Was ist hier verdammt nochmal los? Summer war bei meinem Grandpa in der Garage und hat sich aus Versehen in ein Monster verwandelt. Meine Mom hat's auch gemacht, damit sie sich besser fühlt. Sie ist eine gute Mom. Hey, Süße. Oh mein Gott. Ich muss meine Mama Trisha, warte! Ethan, hey, ist schon okay. Ja. Setz dich. Du hast Summer zum Weinen gebracht, Ethan, und ihr Selbstwertgefühl zerstört. Also, Morty. Vorsicht, Ethan. Ein Marshmallow verbrennt. Ja. Ja. Was unser Feldabenteuer angeht, sollten wir dieselbe Geschichte erzählen. Richtig. Wir machen Folgendes. Ich verschweige deinen kleinen Mordversuch. Ja. Und ich verschweige, dass du unsere Ehe mit Absicht sabotiert hast. Ja. Willst du... Nein, wenn die anderen mich so sehen, haben sie nur wieder Ich mit freue Glück mich mit auf mir. jeden Fall. Das ist echt nicht mehr mein Bis dann, Markenzeichen. Süße. Ciao. Man sieht sich, Amigo. Obwohl, ich habe meinen Geldbeutel nicht dabei und da ist meine Buskarte drin, also... Stopp, Jerry, stopp an dich! Ich sag's euch, Leute, das ist das wahre Leben. Oh ja, das ist es. Auf die Freiheit. Oh, sieht aus
wie ein 422. Ach, ein paar Drehungen am Größenregler und 4 Teile bei Crossfade und er hätte wieder seine ursprüngliche Form. Hier, damit erreicht man höchstens 13% Verkleinerung, wenn man Glück hat. Gentlemen, auf was hatten wir uns geeinigt? Nicht über die Arbeit reden. Ganz genau. Entspannen wir uns und genießen unsere Wohlbefinden. Did you get any of that? Jessica, hast du echt mit Brad Schluss gemacht? Wen willst du jetzt daten, wo du die freie Auswahl hast? Ach, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich warte, bis ich jemand Besonderen treffe. Also, ich meine wirklich besonders. Jemand, der bis jetzt überhaupt nicht in Frage gekommen wäre. Ach du Scheiße, ach du Ich Scheiße, ach du finde, Scheiße. wie sich wie Docking anfühlt. Oh ja. Diese Penis in der Vorhautart von Liebe, so schön warm und so. Wisst ihr? Verpisst euch mal alle. Ich brauche deine Hilfe. Du musst mit auf ein kurzes Du Abenteuer. hast gesagt, dass ich heute in die Schule Das komme. war bevor ich was gebraucht habe, Morty. Im Abadango-Cluster gibt es eine Plasmascherbe. Zurzeit hat sie eine Prinzessin, aber ich will dieses Ding haben. Es wird langsam zu viel, Rick. Das ist nicht gesund. Das sind meine Teenagerjahre. Ich habe gerade erfahren, dass Jessica Single ist. Oh, das ist wow, Morty, wow. Dein Leben ist so aufregend. Los, nur kurz. 20 Minuten Abenteuer. Ruhig, Morty. 5 Seatons. Ruhig halten. Ruhig halten. Verdammt, 2 Seatons. Feuer! Los, Morty, los, Meine Fresse, war das krank. Das war zu krass. Findest du das auch? Scheiße, ja. Das war gestört. Wir hatten nur Glück. Ich hatte die Situation kein bisschen mehr unter Kontrolle. Schau mal hier, Morty. Schau meine Hände an. Keine Ahnung, Morty. Vielleicht hasse ich mich. Ich glaube, ich habe den Tod verdient. Ich weiß es nicht. Wir brauchen mal Urlaub. Das Du hast recht, das ist der beste Spa der Galaxie. Das ist auch nicht grausam. Die Viecher tun dasselbe wie in der Wildnis. Die schlucken gern gestresste Kreaturen für 20 Minuten und kotzen sie wieder aus. Ich fühle mich wie ein Baby, Popo. Psychologischer Gratis-Detox entfernt alle ihre kognitiven Toxine. Reinigt ihr System. Bekommt der Provision oder sowas? Ich glaub nicht. Bekommen Sie Provision? Nein, wir werden hier nach Stunden bezahlen. Eigentlich haben wir keine Ahnung. Oh mein Gott. Okay, zuhören. Wir probieren das Ding, aber Sie müssen auch was ausprobieren. Versuchen Sie, den riesigen Batzen Schleim, der in Ihrem Hals rumbaumelt, runterzuschlucken. Das ist ekelhaft. Keiner will sowas hören. So macht man das. Rick, Schluss, das reicht. Mann, hab ich den Typen zur Sau gemacht. Ich muss wirklich mal chillen. Vielleicht musst du hier zweimal durch. Okay, Mr. Comedy Man, geh mir nicht auf den Sack. Das ist nicht hilfreich. Rick, ist das so gedacht, dass dieses Ding passiert? Morty! Rick? Morty! Was war das? Das war eine Explosion. Bist du wirklich so blöd? Der Typ, den ich angeschrien habe, hat uns hochgejagt. Aber das reicht nicht, um Rick und Morty zu töten. Du Wichser! Aber die vielleicht schon. Lauf, Morty! Alles weh. Weil du wertlos bist. Scheiße, wie groß war diese Explosion?
Ich bin ein Genie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir sind in der Hölle, oder? Bist du dämlich, Morty? Du bist ein Idiot. Die Hölle existiert gar nicht. Glaubst du aber, ich will nur Du sterben. kannst sterben, wenn ich es dir sage. Ich kontrolliere dich. Ich kontrolliere das Universum. Warum sage ich das überhaupt? Ich habe nichts zu beweisen. Ich bin nur umgeben von minderwertigen Arschlöchern und Toxinen. Wir sind nicht in der Hölle, wir sind im Detoxinator. Die Maschine ist überhaupt nicht explodiert. Sie hat die Toxine entfernt. Wir sind die Toxine. Verstehst du das? Kleines wertloses Scheiße. Wir sind, was entfernt wurde. Ich hoffe, der Detox war zu Ihrer vollsten Zufriedenheit. Hey Mann, hören Sie, was ich da über Ihren Hals gesagt habe. Geht schon okay. Danke, dass Sie mir das verzeihen. Aber es war trotzdem unangebracht und ich bedauere es. Glauben Sie mir, ich arbeite hier schon echt lange. Ich verstehe schon. Hey, stört's dich, wenn ich Musik anmache? Nein, überhaupt nicht. Was ist das? Auf Shuffle gedrückt. Soll das ein Witz sein? Dieses Universum... Oh, Verzeihung. Wir sollten einen neuen Song pro Tag anhören. Weißt du, wir hören dann viele Songs, die wir nicht mögen, aber lernen dafür auch tolle neue kennen. Das ist ein interessantes Konzept, weißt du? Ich frage mich, ob es einen Algorithmus gibt, der das perfekte Verhältnis beschreibt. Schau mich an. Ich versuche Glück berechenbar zu machen. Wenn man das nur könnte, Rick. Ich weiß noch was, was man nicht messen kann. Meinen Stolz, dein Grandpa zu sein. Danke, Rick. Ich liebe dich. Yeah, Motherfucker, yeah, oh ja, wie geil. Denn das ist verdammte Scheiße. Rat mal, wer gerade ein neues Element entdeckt hat. Kannst du das auch, Morty? Glaubst du, irgendwer außer mir könnte so etwas schaffen? Wenn Gott existieren würde, könnte er das? Die Antwort ist nein. Wenn Gott existiert, dann bin das ich. Ja, Rick, du hast recht, Rick. Während du auf deinem beschissenen faulen Arsch gesessen hast, habe ich die toxische Version der Elektrizität erfunden, Morty. Was hältst du davon? Ich glaube, meine Stimme ist nervig. Ist sie auch. Und die ist noch das Beste an dir. Du hast ja recht. Also, wer kann mir den gemeinsamen Nenner dieser zwei Brüche sagen? Wisst ihr es nicht oder ist euch langweilig? Hey, also wissen Sie, wenn uns allen langweilig ist, sind Sie dann nicht vielleicht der gemeinsame Nenner? Oh, Morty, das ist saukomisch. Normalerweise greife ich bei Störungen hart durch, aber dein Charakter scheint sich gerade positiv zu entwickeln. Ende der Stunde. Geil, Morty. Gut gemacht, Morty. Danke für deinen Rat, Morty. Gern geschehen. Ich hab's geschafft, Ich Morty. wusste, du kannst es. Hey, Morty, weißt du noch, als ich gestern nicht Posaune spielen konnte? Hör dir das mal an. Wie ich gesagt habe, Mitch, die Musik war die ganze Zeit in deinem Herzen. Blöder Hut. Ich wünschte, ich hätte den Mut, einfach ich selbst zu sein. Da bist du ja. Diese Idioten blendest du vielleicht, aber ich weiß, dass du immer noch ein Loser bist, der sich hinter einer selbstsicheren Fassade versteckt. Ich weiß das, weil ich dasselbe mache, Bruder. Ich bin jetzt nicht mehr allein. Hey, Morty, ich habe gehört, dass du super cool geworden bist. Ach, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, dass ich ziemlich stark und da hab dich nicht zum Essen ausgeführt. Iet es leider. Ist vielleicht tödlich. Hey, ihr zwei, ich hoffe, ich störe nicht. Morty, können wir kurz reden? Ja, natürlich, Rick. Es tut mir leid, dass ich störe, aber seit unserem Morgenspaziergang empfange ich sehr schwache und ungewöhnliche Signale auf meinem Super-Handy. Auf meinem Super-Handy. Hör zu. Das ist kaputt, wirf's weg. Ich habe nur noch ein Klapphandy für besondere Notfälle. Man sagt Sachen am besten mit Augenkontakt. Ich habe den Anruf zurückverfolgt. Er kam aus dem Spa, wo wir waren. Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört, also habe ich es verstärkt. Hör mal zu. Hey, Arschloch! Oh Mann! Kennt ihr uns noch? Ich hasse Konfrontation! Ihr habt uns verarscht, ihr Drecksäcke. Richtig, ihr seid der Dreck, nicht wir. Ich bin ein Scheiß-Genie und ein Gott. Glaubt ihr echt, diese Maschine kann mich einschlagen? Ich weiß es genau. Morty, was wenn der toxische Teil von uns auch ein Selbst hat? Auch Überlebensliebe. Wenn dieser Teil von mir so intelligent ist wie ich und den Weg gefunden hat, uns zu erreichen. Klingt, als hätte er Schmerzen. Schlimme Schmerzen. Aber hey, das ist nicht dein Problem, Mann. Weißt du, lass uns dein Trauma mit etwas Urban Spin Yoga abbauen. Das ist der Wahnsinn. Man macht Yoga auf einem Rad, aber hat einen gefährdeten Jugendlichen. Ich glaube nicht, dass ich das wegschieben kann, Morty. Hätte ich gewusst, dass das passiert, hätte ich keine Kur gemacht. Also hätte ich schon, weil ich toxisch war. Jetzt bin ich gesund und verantwortlich für meine Toxine, oder? Das ist ein Dilemma. Ich weiß, was wir tun müssen. Morty! Rick,
Problem hier ist ein dickes, fettes Hirn, dem die ganzen dicken, fetten Probleme fehlen. Konzentrier dich auf das Gute. Glaub mir, alles ist gut. Mir alles wieder wegnehmen. Das wäre nicht gesund. Oh Mann, der weltbeste Grandpa, im Ernst. Bei dir steht das nicht nur auf einer Kaffeetasse. Du bist echt cool. Ich liebe Schlagzeug, aber hatte nie Unterricht. Warum Beschränktheit? Wir sind süchtig nach eigener Beschränktheit. Wie irre ist das denn? Wird der Grünkohl frisch zubereitet? Ich hätte gern ein Wasser. Wie ist das Crudite? Crudité. Das sind rohe Karottensticks. Ha, schon okay, sprichst aus, wie du willst. Das sind nur Schall und Rauch. Bitte, danke, wir unterhalten uns gerade. Gut, ich freue mich so, dass wir endlich zusammen Abendessen. Weißt du, wie lange ich schon darauf warte? Das ist so... Wow. Aber kannst du mal still sein, wann du willst? Du bist so still, was ist los? Erzähl mir was von dir. Wie ist die Atmosphäre denn auf dem Planeten Jessica? Wo ist der Äquator? Wann sind die Ferien und wann die Feiertage? Also, fallen die zusammen? Sprich mit mir. Also, ich mag dieses Restaurant. Heilige Scheiße! Heilige Scheiße! Hier sitzt ein Riesenvollidiot! Ich bin ein Trottel. Wieso ist mir das noch nicht eingefallen? Du musst dieses Detox-Ding auch machen. Man geht in einem Aliens-Bar in so eine Maschine. Fusch! Laser! Die saugt alles raus. Die saugt einfach alles raus. Alles Schlechte. Also so... Klar? Cool. Oh mein Gott, ich kann's gar nicht fassen. Ja, Handys sind schrecklich. Ich hab mein Saftwischer. Ich hab ganz vergessen, ich hab da so eine Sache und... Sachen sind gut? Ach, was soll's, bringt doch nichts. Das ist schlimmer als die Wahrheit. Also, tut mir leid, Morty. Ich glaube einfach nicht. Denk nicht mal daran. Du musst gar nichts erklären. Alles ist gut. Ich glaube, ich würde dich langweilen. Ganz richtig. Hey, der Funke springt nicht über. Dafür sind Dates doch da, weißt du? Erstes Date, keine Funken, kein Schaden, kein Problem. Life is a highway und wir fahren die ganze Nacht. Jetzt gibt es Crudite. Ist das eigentlich Bio? Oh ja, der Abend geht weiter. Aha, was sehe ich denn da? Ich habe leider schlechte Nachrichten für Sie. Die nehmen Ihr Geld hier nicht. Die nächste Runde geht auf mich. Bist du nicht ein Kind? Nur wenn es drauf ankommt. Morty. Stace. Ich habe dir in der Bar zugesehen und habe das Gefühl, du hast einen harten Job. Wie kann man dich glücklich machen? Das ist der Job, den ich will. Teilzeit, Vollzeit, ich will ihn gut machen, schlecht machen, befördert, befeuert, der Chef werden, feindliche Übernahme, Arbeitsunfälle. Ich bin auf den Knien, Stacy. Bete, fleh dich an, bettle, was immer du willst. Na, was sagst du dazu? Okay, scheiß drauf. Stößchen. Sagen wir meinen Grandpa, er ist Wissenschaftler. Hey Rick, weißt du, was Benoit-Technologie ist? Morty, gute Nachricht. Ich bin zurück in den Spa und habe die Verbannungseinheit vom Detoxinator gekauft. Warum? Weil wir wieder zurückkommen, Bitch! Was ist das? Das sind die Teile deines Pussy-Grandpas, die ihn wirklich ausmachen. Oh, und ich glaube, du hast auch was Ich will vergessen. nicht vor die Kamera, ich bin super widerlich, bitte. Soll ich gehen? Das kannst du selber entscheiden. Dann würde ich gern bleiben. Rick, bitte sag mir nicht, dass dieses Zeug wieder in uns soll. Morty, tut mir leid, das Zeug lebt und gehört eben zu uns. Wir haben sie rausgerissen und in eine Dose gesperrt. So verdammte Wichser! Da, die zwei haben So Schmerzen. sind die eben, Rick. Die haben Schmerzen, die sind Schmerzen, verstehst du? Sie sind alles Schlechte in uns, das auch unsere Unehrlichkeit beinhaltet. Also woher weißt du, dass das nicht alles ein kranker Trick ist? Nur weil ich komplett aus Toxine bestehe, bin ich also noch ein Lügner? Fick dich, du kleiner Soziopath. Hast du das gehört, Morty? Alle hassen mich, ist doch klar. Alle hassen mich. Halt die Fresse, Morty. Gesundheit. Machen wir's oder nicht? Ja, sorry, Morty, aber du musst bitte hier rein. Bitte den kleinen Scheißer nicht nur Toratel. Du bist Rick. Zeig deine Dominanz. Morty, los, komm. Rein. Komm schon, Morty. Fass mich nicht an. Morty, tu das Richtige und detoxifiziere dich freiwillig. Nein! Ist das verwerflich, wenn dich das antört? Lass mich hier raus. Hilfe, Stacy, mach die Tür auf. Du musst das Safe Word sagen, Morty. Seegucken, Seegucken. Was machst du dabei? Ich will nicht alles tun, Morty. Geklappt! Hier! Dieser Idiot hat mir geglaubt. Jetzt werden wir sehen, wie es ihm gefällt, in dem Ding zu leben. Er ist hinter mir, oder? Er steht vor dir. Ah, ich sehe noch nicht so klar. Ist das hier ein Sex-Dungeon? Ich hätte wohl besser aufpassen sollen. Ich war 70 Jahre gefangen in diesem sentimentalen Arschloch, aber jetzt lebe ich mein eigenes Leben. Sagtest wir verschmelzen? Hab gelogen, Arschloch. Ich lüge bei allem. Ich verbinde mich doch nicht wieder mit einer Pussy wie dir. Also, wolltest du uns nur da drin einsperren? Das war dein Plan? Nicht wahr, Motherfucker. Ist es? Töte ihn, Rick. Nein, ich hab Angst. Okay, du wolltest es. Wollte ich das auch? Wollte ich das auch? Wollte ich's? Bedrohung des Schlitz. Schlitzsystem 6000, töte ihn! Das ist der User meines Schlitz. Glaub mir, ich habe das Ding bedeutend mehr benutzt als er. Weißt du was? Nicht meine Sache. Ja. Und wie du mich kennst.
Leg dich, mein Süßer, mein kleiner Schatz. So, verschwinde hier, schnell. Oh, wer ist das? Ist das da drüben? Oh nein. Siehst du den bösen Mann da vorne? Du bist ein braver Junge. Hol ihn. Los, hol ihn. Verdammter. Netter Versuch, Arschloch. Wir können das gütlich lösen. Wir brauchen doch keine unnötige Gewalt. Ich hab's geschafft, Rick. Ich hab das Ding. Ich bin wertlos, aber ich hab's geschafft. Da kommst du jetzt rein, Motherfucker. Du kommst in die toxische Einöde, in der ich leben musste. Hey, halt sie da einfach raus. Was ist hier los? Okay, scheiß drauf. Zeit für Plan B. Wenn ich euch nicht einsperren kann, mache ich eben die ganze Welt toxisch. Alles okay, ihr zwei. Es tut mir leid, dass mein Verhalten uns in Gefahr gebracht hat. Wenn ihr wollt, gehe ich in den Garten, hole etwas Salbei und mache ein leckeres Saltimbocca. Was hat die Popelversion von dir gemeint, als er sagte, er macht die ganze Welt toxisch? Glaub mir, Schätzchen, seine Beweggründe sind mir ein Rätsel. Schluss jetzt, Rick. Wir müssen ihn aufhalten. Was ist das Letzte, das du mit dem Behälter tun würdest? Morty, danke, dass du helfen willst, aber es ist nicht unsere Sache zu entscheiden, welche Welt vor welcher Apokalypse gerettet wird. Unsere toxischen Ichs haben genauso ein Recht auf ihr... Morty, es ist nicht gesund, mich zu schlagen. Offensichtlich ist mein Verständnis von gesund ganz schön anders als deins, du blöder alter Sack. Halt, na klar. Wie kann die Detox-Maschine den Unterschied zwischen gesund und krank bei jedem Benutzer erkennen? Geht nicht. Sie handelt nach der Definition von Toxizität des Individuums. Das heißt... Dad, was soll das, Rick? Ich erklär's dir unterwegs. Dieser Moontower, Morty, hat die perfekte Höhe und metallische Zusammensetzung für das Verstärken und Senden toxischer Energien. Na, was sagst du, Morty? Freust du dich nicht, Morty? Oh Mann, ich hab echt Angst. Es ist so hoch Wenn ich hier. den Schalter umlege, wird die ganze Welt genauso toxisch wie wir, Baby. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Gott ist erfunden! Wir wollen nur eure Kohle! Den Weihnachtsmann gibt es nicht! Ihr wart alle unbegriffen! Wir haben es geschafft, Morty! Hoch mit dem Patschhändchen! Ja, du kleines Stück Scheiße! Kennst du mich noch? Du kannst mich nicht besiegen. Kapierst du das nicht? Doch, habe ich. Aber noch etwas anderes. Nämlich das. Die Kugel enthält einen verschlüsselten Nanoroboter-Virus, der deinen Morty in 20 Minuten zersetzt. Das juckt mich nicht. Ich weiß, dass es dich juckt, Trottel, weil es mich auch jucken würde. Und noch eine Kleinigkeit, wenn du den Entschlüsselungscode haben willst. Komm her und hol ihn dir. Werde eins mit mir, dann kannst du ihn retten. Komm schon, Mann. Ich war 70 Jahre in deinem kleinen Pussygehirn gefangen. Und das ist der allerschlechteste Pussybluff, den ich je gesehen habe. Ach du Scheiße, was machst du da? Verliert gerade deine Zeit. 10 Minuten. Was ist dein Problem? Oh, meine Probleme wurden entfernt. Mein Anspruchsdenken, mein Narzissmus, meine Angst allein zu sein und meine irrationalen Bindungen. Irgendwo sind sie noch, aber nicht bei mir. Ich gehe da nicht wieder rein. Weißt du was? Ist mir egal. Ehrlich, ich will dich nicht mehr in mir haben. Und wenn ich ehrlich sage, kannst du es glauben, weil ich zu gesund bin, um zu lügen. Ciao. Okay, Schluss damit. Du beeindruckst keinen damit. Morty, es ist mir zwar egal, aber geht's dir gut? Mein Gott, tut das Ganz ruhig. Halt die Fresse. Das wird schon wieder. Grandpa ist da. Findest du das witzig? Man sollte niemals seinen Humor verlieren. Ja, du hast ja keinen. Bist nicht in der Lage, das große Ganze zu sehen. Das ist echt witzig, weil du dich immer beschwerst, dass ich am Ruder bin. Aber wenn ich dich mal ranlassen würde, wären wir in 5 Minuten tot. Armes, krankes, dummes Tier. Ah, los, tu es, du Verdacht. Ah, ich bin wieder da, der Rick, Herrscher meiner Welten. Gib dir das. Entschuldigung. Dann machen wir den Toxizitätsstrahl mal wieder aus. Mann, ich übertreibe, wenn ich sauer bin. Oh ja, mach's mir. Gott ist nicht erfunden. Okay, Morty, jetzt ist es Zeit, dich wieder zu vereinen. Du bist anständiger als ich, Rick. Ich bin gesund genug, um das zuzugeben. Der Kleine ist wirklich ein eigenwilliges Arschloch. Du wirst mich retten, oder? Ein Teil von mir wollte es, toxischer Morty. Ein Teil von mir wollte es wirklich. Ich sag Ihnen, ja, DeutschesReich, ja. Glauben Sie, eine gute Idee. Wirklich eine gute Idee. Wayne, ich verstehe es. Sie mich auch? Hab ich Sie je angelogen? Genau. Fragen Sie jeden, das tue ich nie, Dwayne. Lassen Sie es
Diese Aktie ist eine schöne Blondine. Sie ist gerade Single, sie will nicht daten, aber sie sucht die Liebe. Und als wäre es Schicksal, ist ihr Spind neben ihrem, Dwayne. Direkt neben ihrem. Also ja oder nein, Dwayne? Blaue oder rote Pille? Was soll's sein, Bro? Verstehe ich natürlich, Dwayne. Alles klar. Heinholz Biotech. 100 Millionen bei 33. Du kleines verdammtes Monster. Sind die hier Bio? Hi, hier ist Morty. Hallo Morty, hier ist Jessica. Können wir vielleicht eine Minute reden? Dauert es so lange, bis Rick mich geortet hat, oder wie? Komm zurück, Morty. Ich vermisse dich. Nur den alten Morty, den, der dich so geliebt hat, dass du es nicht erwidern musstest. Woher weißt du, dass ich dich nicht lieben will? Weil ich nicht krank bin. Ex-Freundin? Sollte ich eifersüchtig Es sein? gibt keinen Grund für Eifersucht. Ich habe gemerkt, dass ich in unserer Date Night auf dieser Gala sprechen soll. Ich kann's absagen. Wir sind ja zusammen. Zählt als... Hey du, der Stream ist abgebrochen bei dir. Ja, dann spiel einfach so. Ja, ich bin... Ja. Ja, ich spiel mal einfach so. Ich hab dich lieb, meine Süße. Bis dann, ciao. Du bist der perfekte Mann. Oh, Schatz, du hast den falschen Knopf gedrückt und nicht aufgelegt. Ist ja verrückt. Sorry, Mini American Psycho. Zeit für das dem Teil von Medizin. Nur was du tun musst. Und wie fühlst du dich, Morty? Oh Mann, mir geht's schrecklich. Bin ich gut oder was? Aber wenigstens weiß ich jetzt, wie wichtig ich dir bin. Was? Mir? Morty, du bist mir egal. Ich hab das nur für ihn getan. Die alte lügt. Sie ist immer vorbeigekommen und hat gefragt, hast du schon einen neuen Morty? Weil du mich immer besoffen angerufen und dann rumgeheult hast. Ich hab nie geheult. Jacqueline, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Du bist kein 14-Jähriger, der von zu Hause weggelaufen ist und aufgrund seines nicht vorhandenen Gewissens jetzt als Börsenmakler absahnt? Oh, dann war ich doch ziemlich ehrlich zu dir, oder? Du warst ehrlich in Bezug auf alles. Du warst mein Seelenverwandter. Also, jetzt nicht mehr. Weißt du was, behalt das Apartment und die Drohnen. Die kann sie nicht behalten. Die werden zu einem kleinen Voltron-Roboter. Die sind echt cool. Die kannst du auf keinen Fall behalten. Wie war dein Date mit Brad? Es war kein Date. Wir haben nur was Ihr gegessen. kommt gerade wieder zusammen, oder? Morty, ich brauch dich bei einem Abenteuer. Ja, brauchen ist übertrieben. Wer braucht einen Türstopper, wenn er einen Stein hat? Morty! Schön, dass du wieder da bist. Bist du schon mal angepinkelt worden? Oh mein Gott, lecker. Hey, did you ever want to hold a terry fold? I got one right here. Grab my terry flap, squeeze it. Grab it, squeeze it, tug on my terry flap. Hey, I want to take you to the terry fold dance. Want to come with me? You can grab my holy folds. Squeeze them tight. You son of a bitch, suck my holy flappy folds. Lick my flappy foldy holes. My terry flaps in your mouth. Suck my flaps, you pieces of shit. Obwohl heute nur noch wenige Moontower existieren, waren sie im späten 19. Jahrhundert sehr verbreitet. Eine ganze Stadt konnte von ihnen erleuchtet werden. Was zum Teufel ist das? Did you get any of that?
Bereit für unser Abenteuer in der versunkenen Stadt Atlantis? Was soll der Scheiß jetzt? Hallo, ich bin Rick K22. Das ist mein Morty. Wir reisen von Realität zu Realität und bitten alle Ricks um kleine Spenden für die Sanierung der Rick-Zitadelle. Bist du bescheuert? Die Zitadelle kann mich mal. Ich hatte von Anfang an keinen Bock drauf. Deshalb habe ich auch alle Verantwortlichen umgebracht. Oh, du warst das also. Die Penner wollten ihn zuerst töten. Oh, was dann? Freut es euch sicher zu hören, dass es den Rat der Ricks nicht mehr gibt. Sagt, er hat sie umgebracht. Dein Morty ist ganz schön vorlaut. Ich weiß. Eine Spende für die Zitadelle der Ricks würde... Morty, er wird nicht spenden. Ein schwarzer Teenager kauft auch keine Karten für den Polizeiball. Oh ja, sei doch nicht so ein Arsch. Du weißt, ich kann nicht anders. Mann, ich hätte nicht gedacht, dass in der Zitadelle noch Ricks und Mortys leben. Ich frag mich, wie ihr Alltag aussieht. Das kannst du dich auch noch nach unserem coolen, neuen, mega geilen Atlantis-Abenteuer fragen. Jeder, der weiter in der Zitadelle lebt, ist entweder dumm oder ein armes Schwein, das sich von den Zwängen dort nicht lösen kann. Mann, zum Glück bin ich keiner von denen. Zitadellen-Morgen-Nachrichten. Nachrichten aus der Zitadelle am Morgen. Eigentlich selbsterklärend. Guten Morgen, ich bin Rick D716B. Und ich Rick D716. Muss ja toll sein. Bei uns Schwerkraftausfall in den DeutschesReich. Und macht Ihre uranbetriebene Mobilmatrix Sie krank? Die Antwort ist wenig überraschend. Sie lautet ja. Es ist Uran. Das alles und noch viel mehr nach der Werbung. 60 Wiederholungen von der zentralen endlichen Kurve entfernt gab es einen Rick, der lieber mit Holz arbeitete, als zu galvanisieren. Sein Name ist Simple Rick, was nicht heißen soll, dass er dumm ist. Er hatte einfach nur erkannt, dass seine Tochter das Größte war, was er je erschaffen hatte. Diesen Moment haben wir eingefangen und spielen ihn Simple Rick immer wieder vor. Das dadurch produzierte Glückshormon konnten wir extrahieren und in Simple Ricks simpler Waffelschnitte bewahren. Erleben Sie den unglaublichen Geschmack emotionaler Befriedigung. Erleben Sie Simple Ricks. Nur noch ein Tag bis zur ersten demokratischen Präsidentschaftswahl der Zitadelle. Alle Rick-Kandidaten sind noch gut im Rennen. Aber einen Kandidaten gibt es, der sich von allen anderen unterscheidet. Durch seine Liebenswürdigkeit. Der Kandidat der Morty-Partei ist auch noch dabei. Und dafür muss man ihn wirklich lieben. Hier sehen Sie ihn in seinem Anzug, wie er winkt. Na, ist er nicht ein süßer kleiner Scheißer? Ja, ich glaube, dass wir die Tonspur von seiner Rede da haben. Oh Mann, ich werde die Wahl sicher verlieren und so. Es lief echt gut, Sir, aber ich denke, es wird Zeit aufzugeben. Ich habe wegen der Debatte heute ein gutes Gefühl. Sollten Sie nicht, Sir. Sie sollten Angst haben. Und Sie sollten mehr an uns glauben, junger Mann. Ich werde nicht fürs Glauben bezahlt. Und wir sind gleich alt. Oh, Entschuldigung, ich dachte, ich habe... Rick-Partner, Lektion 1 neuer. Erwarte das Unerwartete. Na los, steig ein. Die sind Menschen! Weg von meinem Wagen, du verdammtes rickloses Tier! Wegen der Wahl sind die Gelben aufgewühlter als bei einer aufgestylten Jessica. Das war ganz schön hart, Sir. Dann meldet es doch. Interessiert nur keinen. Ich meine ja nur, es macht mich irgendwie traurig, wenn ein Morty-Cop andere Mortys Tiere Ja, nennt. mich macht es traurig, wenn noch ein Rick-Cop den Quatsch aus den Schulungen glaubt. Also denken noch andere wie ich. Oh, einen gab es. Warum glaubst du, wurde deine Stelle frei? Überfall an der 5. Ecke Avenue. 5. Ecke? Das ist in Morty-Town. Wagen 7 übernehmen. Gute Idee, Rick. Gute Idee, Rick. Was für ein tolles Abenteuer. Was für ein tolles Abenteuer. Ich bin gern dein neuer Morty. Ich bin gern ein neuer Furzi. Sehr witzig, Mr. Smith. Fast so witzig wie damals, als Ihr erster Rick auf Job Hunty und 9 enthauptet wurde. Oder war das Ihr dritter? Wie viele Ricks hatten Sie schon? 5. Das ist auch das Einzige, worin Sie Klassenbester sind. Morgen werden Sie Ihren neuen Ricks zugeteilt. Hoffentlich sind das dann Ihre letzten. Ja, Turtle Rick. Großer Morty. Habe ich denn diesmal bestanden, Sir? Ich habe schon Pferde kotzen sehen. Nach
dem heutigen Tag werden wir uns wohl nie wiedersehen. Wir sollten etwas Besonderes machen. Lasst uns alle zum Wunschportal gehen. Das ist ein Mythos. Nein, ist es nicht. Der vierte Morty meines ersten Ricks kannte wen, der da war. Aber wenn wir zur Abschlussfeier nicht hier sind, schicken sie uns nach Morty Town. Ich dachte, der letzte Rick hat dich mit einer Echse gekreuzt und nicht mit einem Angsthasen. Okay, gut. Bin dabei. Ich auch. Was soll der Scheiß? War da nicht eine Fliege? Aufgepasst, ihr Pisser! Ich war 5 Jahre lang euer Vorarbeiter, aber jede Scheiße muss mal ein Ende haben. Ich bin zum Regionalleiter befördert worden. Ja, ich freue mich auch. Wir werden uns nie wiedersehen. Natürlich ist meine alte Stelle jetzt frei geworden. Und der Hintern, in den ihr ab nächste Woche kriechen werdet, gehört K83, auch bekannt als Cool Rick. Ich weiß, ich bin neu hier und viele sagen, ich habe noch gar nichts geleistet, aber was soll ich sagen? Ich bin Cool Rick! Yo, haha, check das aus! Voll, Idioten. Irgendwelche Fragen? Na dann, zurück an die Arbeit, ihr Armlöcher. Keine Ricks, keine Familien. Diese Mortys sind total drauf und gefährlich. Sie sind dazu bestimmt, Sidekicks zu sein, aber ohne führende Hand rasten sie eben aus. Und ungefähr meine Größe, circa 14 Jahre alt. Und sie hatten gelbe T-Shirts. Ah toll, das ist ja mal ein Hinweis. Irgendwelche Mutationen, Veränderungen, 3 Augen, der Schwanz, blöder Haarschnitt? Nein, es waren 4 ganz normale Mortys. Weißt was ist? Schreib's in deinen Blog. Ich höre mich mal ein bisschen um. Oh Mann, hey, was geht ab, Leute? Oh hey Mann, nichts Mann, wir hängen nur ab und so. Verstehe, oh Mann, ich soll rausfinden, wer den Laden da drüben ausgeraubt hat und so. Aber oh Mann, ist echt schwer. Was, oh Mann, echt hart, dass der Rick dich dazu zwingt. Er ist nicht mein Rick, er ist mein Partner. Oh Mann. Tja, vielleicht denkst du das wegen der Uniform, was weiß ich schon. Für mich siehst du aus wie sein Sidekick. Und nenn mich noch einmal so, du Ratte, und ich blass dir den Kopf weg. Hey Mann, komm schon, oh Mann. Jetzt bemal ich die Wand. Es waren die Morty-Town-Locos, Mann, die Morty-Town-Locos. Weißt du, gegen wie viele Vorschriften du verstoßen hast? Oh Mann, Rick, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. Steig in das verdammte Auto. Mehr Laser! Sie hätten noch Zeit, die Frage ausführlicher zu beantworten. Okay, Jongleur Rick, wie würden Sie die Zitadellenfinanzkrise lösen? Zuallererst möchte ich anmerken, dass diese Zitadelle die beste im ganzen Multiversum ist. So, auf Ihre Frage gibt es 3 Antworten. Erstens, die Bildungsausgaben müssen viel höher sein, aber der Verteidigungsetat auch. Wir müssen das sofort überprüfen. Ach, egal, was soll's, die Wahl ist sowieso entschieden. Und so führt man eine Zitadelle. Kandidaten Morty, die Zahl verwahrloster Mortys steigt an und die Rick-Zufriedenheitsskala fällt. Die Kluft zwischen beiden ist nie größer gewesen. Löst das doch mal kurz. Es besteht keine Kluft zwischen Ricks und Mortys. Oh, hört. Alles nur heiße Luft. Gentlemen, auf eine Sache sollten wir uns einigen. Oh, waren 2. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Seid ihr jetzt fertig? Die Kluft, die ich sehe, wird durch böse Kräfte verursacht, die das spalten wollen, was zusammengehört. Ich sehe sie tagtäglich. Ich sehe sie in den Schulen, in denen den Mortys eingebläut wird, sie seien nicht einzigartig. Ich sehe sie in den Straßen. Waffen, die das Unrecht bekämpfen sollten, werden an Mortys verkauft, damit sie sich gegenseitig umbringen. Ich sehe es in den Fabriken, wo viele Ricks tagtäglich für einen Hungerlohn schuften. Und das, obwohl sie alle denselben IQ haben. Unser Problem sind nicht obdachlose Mortys oder wütende Ricks. Das Problem sind die Ricks und Mortys, die sich am Untergang der Zitadelle ergötzen. So Scheiße! Er will zum Geschmackszentrum! Aber ich habe eine Botschaft an alle, die für dieses Chaos verantwortlich sind. Im Namen aller Ricks und Mortys, die diesen Ort am Leben erhalten wollen, möchte ich sagen, wir werden es euch zeigen. Heilige Scheiße. Ich glaub's nicht. Ich wollte es nicht glauben. Ich weiß. Und deshalb bist du gefeuert. Sieht aus, als bräuchtest du einen Job. Ich kann dir ein wirklich gutes Angebot machen. Und außerdem kannst du bei mir noch eine ganze Menge lernen. Daddy liebt dich. So ein braves Mädchen. Dein Leben ist eine Lüge. Alle eure Leben sind Lügen. Kapiert ihr es nicht? Sie sagen, wir sind was Besonderes, weil wir Ricks sind. Aber sie haben uns jede Individualität genommen. Wir verstehen dich. Wir sind auch Arbeiter-Ricks wie du. Aber unser
unverfolgbar, mit genug Flüssigkeit drin, um mich hier rauszubringen. Draußen sind Reporter, da bleiben sie auch. Also der Verdächtige sagt, die Zitadelle ist aufgebaut auf Lügen, auf großen Lügen und so weiter. Ich sage, seid dankbar für das, was ihr habt, weil schlimmer geht's immer. Zurück zu euch, Rix. Danke, Rix 716C. Was für ein Witz. Wem sagst du das? Außerdem große Überraschung nach TV-Duell. Morty von der Morty-Partei liegt nun in allen Umfragen vorn. Rick? Morty, aus welcher Realität sind Sie und wo ist Ihr Rick? Oh Mann, wir sind viel umgezogen. Ich weiß gar nicht mehr. Für mich ist jeder Rick mein Rick. Und ich hoffe, ich darf Ihr Morty sein. Noch ein bitte, weniger Wasser. Hey, Kopf hoch, Mann. Ein Morty wird Präsident. Wir sind aus dem Schneider, weil sie ihn für alles verantwortlich machen werden. Ich hätte ihm vertrauen sollen. Es geht nicht um Vertrauen, sondern um Angst. Was ist das? Strikt geheim. Was dachtest du denn? Ich laufe doch nicht immer so rum. Sie haben das System angegriffen. Fürchten Sie um Ihre Sicherheit? Ich bin lieber hoffnungsvoll als ängstlich. Müsste ich etwas fürchten, hätte ich Angst, dass andere Angst haben vor der Angst selbst. Nein, ich habe keine Angst. Hey, Rick, wenn wir einen Morty-Präsidenten haben, leckst du mir dann den Sack? Scheiße, Mann. Solange ich weiter Scrap-Quams schälen und Nip-Nips futtern kann, leck ich dir alles, was du willst. Die Flossen hoch! Was soll das? Scheiße, was ist hier los? Macht ihr eure Chemie-Hausaufgaben mit Grandpa? Ist das, wofür ich es halte? Ja, Portalflüssigkeit. Der Irre hat sich wohl verrechnet. Durchsuch den Laden. Bist du ein neuer Rick? Ganz ruhig, Morty. Scheiße! Der kleine Drecksack wollte mich abstechen. Ist schon gut, alles okay. Du hattest recht, alles, was ich gelernt habe. Ist jetzt egal. Es ist nicht falsch, einem Morty zu vertrauen. Es sollte aber der Richtige sein. Warum steht hier ein Kinderbett? Das haben fast alle, damit du ein schlechtes Gewissen hast. Oh Mann, wir stecken bis zum Hals im Papierkram. Im Auto ist Verbandszeug. Ich kümmere mich um die 3. Was ist passiert? Dasselbe wie immer. Mortys töten Mortys. Ich hab sie gleich. Hey, Finger weg von meinem verdammten Mega-Obst! Schnapp sie dir! Ich bin doch nicht Bauer geworden und trage diesen scheiß Hut, damit ihr euch umsonst die Wampe vollhauen könnt. Ich wette, das Wunschportal führt in eine Realität, wo es nur French Toast und Titten gibt. Also ein Ort mit Titten und Fliegen wäre mir lieber. Es führt sicher nirgendwo hin. Es ist nur ein Loch, in das die Zitadelle ihre Träume hineinwirft. Slick, warum musst du immer so negativ sein? Willst du wissen, warum? Ich zeig's dir. Ich war Teil eines Experiments und habe seitdem nur noch negative Gedanken. Was glaubst du, fetter Morty, wie es sich anfühlt, immer der zu sein, der alle einfach nur langweilt und für den sich keiner interessiert? Slick, du bist mehr als diese negativen Gedanken. Du krempelst dir zum Beispiel die Ärmel hoch. Oh Mann, ich dachte immer, ich sei Linkshänder, Morty. Dann solltest du mit der linken Hand mehr Gemüse essen. Hallo, wie geht's Ihnen? Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Klempner, Sir. Ich bin ein Rick und Klempner. Das ist keine Rickarbeit, deshalb sind Sie doch sicher nicht hierher gekommen. Ja, nein, da haben Sie recht. Mr. Morty, ich habe mich geklont, damit Sie mich als Baby küssen Das können. ist, als würde ich ein Morty-Baby küssen. Hey, wie geht's? Hast du schon einen neuen Job gefunden? Ja, hab ich. Als dein Killer. Alles okay. Alles okay. Na, brauchst du etwas Aufheiterung? Ein Tanz kostet 10, 2,25 €. Nein, danke. Und dann rechnen. Yeah, das macht Spaß. Wo sind wir hier? Im Creepy Morty. Wie sagt ihr Rix immer? Leck meine Eier, Bitch. Komm mit, ich will dir jemand Wichtigen vorstellen. Ah, Bubele. Wie lief es mit den Morty Town Locos? Sie hatten einen kleinen Unfall. Die werden keinen Ärger mehr machen. Das waren üble Mortys. Ganz üble Mortys. Big Morty leistet gern seinen Beitrag für den Frieden in Morty Town. Er ist nur ein Drogenboss und wir sind korrupte Polizisten. Morty. Welcher Morty? Mein Partner. Morty, du hast recht. Morty Town ist unmoralisch. Aber deswegen müssen wir es nicht auch sein. Hey, was ist denn los, Morty? Welcher Morty? Der kommt, ihr Idioten. Nur keine Sorge, Big Morty. Rick ist neu. Er hat noch nicht verstanden, wie es bei uns läuft. Das hast du über deinen letzten Partner auch gesagt. Was soll das denn jetzt, Big Morty? Du versaust uns beiden hier die Tour. Falsch. Dein Rick versaut euch beiden die Tour. Außer er nimmt das Geld.
Rick Morty, du bist verhaftet. Von wegen schlauster Mann des Universums. Die sind nicht echt, das sind Attrappen! Jetzt bist du nicht mehr so groß, Big Morty. Bin ich auch nicht, das ist nur ein Spitzname. Das reicht jetzt. Er wird reden, wenn ich ihn leben lasse. Wenn du ihn tötest, rede ich. Aber eins ist klar, macht euch keine Sorgen, dass Cowboy Morty redet. Dieser kleine Cowboy wird jetzt ganz langsam verschwinden. Du sagtest, ich kann dem richtigen Morty vertrauen. Ich glaube an dich, Partner. Tu das Richtige. Oh, Grandpa Rick, ich hab die Schnauze voll von der Zitadelle. Ich will ein normales Kind sein. Ich will in die Schule gehen und Bälle werfen und masturbieren. Hey, was ist da drin passiert? Dasselbe wie immer. Ricks töten Mortys. Okay, Mann, okay. Hier ist die Portal Gun. Wo bin ich? An einem schlimmen Ort. Aber bald bist du an einem besseren. Hey! Hey! Nein, 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 nein! So eine Scheiße! Ein Portal in die Mixer-Dimension? Das ist so ein alter Hut. Ich bin ein Rick. Ich bin mehr Rick als ihr alle. Weißt du auch, dass er dein einziges Druckmittel war? Dann holt dich doch, ihr Motherfucker! Ich bin Rick DeutschesReich der Dritte, Besitzer dieser Waffenfabrik. Und ich möchte sagen, dass ich diesem Rick zustimme. Er ist mehr Rick als ihr alle. Er ist ein Terrorist. Welcher Rick ist das nicht? Die Zitadelle wurde von Ricks gegründet, damit Ricks Ricks sein können. Dein Name, junger Mann? Rick. Ich bin so alt wie ich weiß. Wie lange arbeitest du hier? 15 Jahre. Was ist nur aus uns geworden? Dieser Mann war schon lange genug eingesperrt. Jetzt ist Schluss. Komm mit mir, mein Freund. Wo bringst du mich hin, dein neues Leben? Es beginnt, indem wir uns jetzt von hier verpissen. Jo, Jahr 22, zeig sie! Es gab einen Rick, der eine Fabrik in seine Gewalt brachte, nachdem er seinen Boss getötet hatte. Die Fabrik produzierte Waffeln, die nach Lügen schmeckten. Mit dieser Aktion wollte er uns wachrütteln und erfuhr so, was es heißt, wirklich frei zu sein. Im Moment haben wir eingefangen und sorgen dafür, dass er an sie weitergegeben wird. Mit jedem Bissen der neuen Simple Rick Freedom Waffe. Erleben Sie den Geschmack purer Freiheit. Erleben Sie Simple Ricks. Es existiert tatsächlich. Ihr zuerst. Da ist es. Das Wunschportal. Man sagt, damit der Wunsch in Erfüllung geht, muss man was echt Wichtiges opfern. Für mich ist das mein Sandwich-Toaster. Ich wünsche mir 1.000.000 Sandwiches. Und ja, ich erkenne die Ironie. Ich wünsche mir etwas Cooleres als diese blöde Surferkette. Ich wünsche mir, dass Inzestpornos die Allgemeinheit mehr begeistern. Ein Freund von mir. Keine dieser Sachen wird in Erfüllung gehen. Und die Wünsche werden nie wahr. Nicht in der Zitadelle. Warum hast du uns denn hergebracht? Ich wünschte, das würde sich ändern. Ich wünschte, irgendwas würde sich für uns ändern. Dann hoffe ich mal, dass du da echt was verdammt Wichtiges reinwirfst. Ich auch. Wir werden sehen. Vielleicht ist er jetzt an einem besseren Ort. Müllerwurf zurücktreten. Ich musste es tun. Er durfte nicht gewinnen. Dann hättest du besser zielen sollen. Er lebt noch? Oh Gott, ihr müsst mir zuhören. Ich habe für ihn gearbeitet. Ich war sein Wahlkampfleiter. Dieser Morty ist nicht, was er vorgibt zu sein. Ja, also, er wurde demokratisch gewählt. Er hat gewonnen? Ja, er hat sie alle weggeblasen. Er hat sie nicht alle weggeblasen. Es war so knapp, dass es fast Neuwahlen gab. Bist du jetzt auch bei der verfickten Witzpolizei? Warum bin ich noch hier? Ich habe doch schon alles gestellt. Der Fall kommt zu den Akten, Sie können gehen. Aber ich habe locker gegen 1 Dutzend Vorschriften verstoßen. Neuer Chef, neue Regeln, neue Zitadelle. Haben wir die Abschlussfeier verpasst? Wo sind die neuen Ricks? Keine Abschlussfeier, keine neuen Rigs. Die Schule bekommt einen neuen Lehrplan. Warum? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Ich wurde gefeuert. Viel Glück, ihr Wichser. Oh mein Gott, Slicks Wunsch ist wahr geworden. Verzeihen Sie, Mr. President. Etwas Chaos bei der Arbeit. Kommt vor. Oh, kein Problem. Oben noch ein bisschen. Was sagten Sie? Textilindustrie Rick? Wir wollten sagen, Präsident Morty, dass egal ist, wer auf diesem Stuhl sitzt. Ein Rick, ein Morty oder sogar ein Jerry, ganz egal. Wir haben die Zitadelle schon geführt, als es den Rat der Ricks noch gab. Und das soll auch so bleiben. Spricht er
Wirklich für alle hier? Ja. Dann wollen wir das mal klarstellen. Handtuch, wer derselben Meinung ist. Ist jetzt genug um Bett. Ich weiß nicht. Was sagt ihr? Ja, verdammt toll. Sehr gut. Ein guter Moment für einen Drink und eine kühl kalkulierte Rede mit düsterem Unterton. Eine Rede über Politik, über Ordnung, Brüderlichkeit, Macht. Aber Reden sind für den Wahlkampf. Jetzt ist es Zeit zu handeln. Ja, Atlantis, Baby. Das war der Wahnsinn. Und deine Meerjungfrauen, Tussi. Ich hoffe, das war nichts Einmaliges und ich sehe sie wieder. Ach, sag mal, interessiert dich eigentlich immer noch nicht, was in der Zitadelle gerade los ist? Überhaupt nicht, Morty. Dieser Ort wird nie wieder irgendeine Rolle in unserem Leben spielen. Aber die Meerjungfrauen schon. Wir holen uns einen Nachschlag. Das machen wir jetzt jede Woche. Oh yeah! Atlantis! Did you get any of that? Morty, Beeilung! Gebt die Wahrheitsschildkröte zurück! Morty, lass die Wahrheitsschildkröte nicht fallen. Und pass auf, dass du dir nicht in die Augen schaust. Hab ich schon getan, Rick. Ich hab ihn eingesehen. Jetzt weißt du alles, Morty. Na toll. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles versaut. Sie ist in meinem Kopf. Nein! Oh Mann, die Wahrheitsschildkröte spuckt immer noch in meinem Kopf rum. Ja, du solltest ja auch wegsehen. Hey Morty, Lust auf interdimensionales Fernsehen? Das war doch immer ganz cool. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann mit dem Schildkrötenscheiß im Kopf nicht weiterleben. Ich wünschte, du könntest. Die Erinnerung aus deinem Gedächtnis löschen. Woher wusstest du, dass ich das sagen wollte? Na los, Morty, komm mal mit. Nach dir, Morty. Was ist das hier? Das, Morty, ist mein Archiv. Mit all den Erlebnissen, die du aus deinem Kopf gelöscht haben wolltest, damit du nicht durchdrehst. Ich nenne sie Mortys Verstandssprenger. Diesmal gibt es kein interdimensionales Fernsehen. Seit wann bitte ich dich schon, meine Erinnerungen zu löschen? Seit deinem ersten Verstandssprenger. Ah, da ist er. Klassiker. Da ist kein Staub drauf, weil wir das nicht zum ersten Mal machen. Was? Diese Erinnerung nenne ich Mondspiration. Oh, wow, ist ja der Wahnsinn. Was zum Teufel? Morty, du weißt schon, wie lächerlich das klingt. Ja, die Geschichte ist verrückt, Nach Morty. allem, was wir erlebt haben, klingt das also für dich verrückt? Ich war auf 300 Erdmondversionen und natürlich auch auf dieser. Und ich habe da noch nie so einen Durchschnittstypen, wie du ihn gerade beschrieben hast, rumhängen sehen. Das war bestimmt nur ein Fleck auf der Linse. Ein Fleck auf der Linse? Ein Fleck auf der Linse? Ich kann einen Mann, der mich bedroht, von dem Fleck auf der verdammten Linse unterscheiden, Sabber! Morty, ganz ruhig. Ist alles in Ordnung? Natürlich! Was hat der denn? Kinder, ich möchte euch unseren neuen Vertrauenslehrer vorstellen, Mr. Ludus. Ich freue mich darauf, euch den Weg in eine strahlende Zukunft zu weisen. Jeder Schüler sollte nach den Sternen greifen können.
nicht, du verdammter Mistkerl. Was ist das? Mr. Lunas ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Er ist kein Vertrauenslehrer? Ja, er ist sicher qualifiziert genug. Er ist das nicht, aber er lebt auf dem Mond. Okay. Ich verstehe noch nicht ganz, was du mir sagen willst. Der Typ plant sicher irgendwas. Ich glaube, ich hab's kapiert. Plant irgendwas. Lebt auf dem Mond. Ich rede mit ihm. Was hat er gesagt? Er leugnet es. Also sind Pädophile. Sie leugnen. So ist das nun mal. Pädophil? Ist er das nicht? Ich dachte, Mond wäre ein Codewort. Nein, er lebt wirklich auf dem Mond. Du hast seine Reaktion gesehen. Mond oder nicht, der Typ steht auf Kinder. Gordon Lunas war ein guter Marine. Wir wissen nicht, warum er sich umgebracht hat. Aber wir behalten ihn in Erinnerung als den Mann, über den manche Leute sagten, er würde wie ein Fleck aussehen. Mein Gott, was habe ich getan? Was habe ich getan? Scheiße, ich habe den Kerl in den Selbstmord getrieben. Ja, das könnte man sagen. Diese Erinnerung nenne ich Mortys Menagerie. Aber nicht alle haben einen Titel wie in einem Simpsons Halloween Special. Das sind eher Clips, die du noch nie gesehen hast. Ich kann es nicht glauben, dass wir in einem Zoo gelandet sind. Also, der Typ da sammelt Lebewesen? Ja, wie andere Leute Keramikfiguren. Ist nur weniger grotesk. Wenn du mit 40 noch Junggeselle bist, kapierst du's. Starr das mal mit kalter Gleichgültigkeit an, du Glühbirne. Hey, Ruhe da oben! Na toll, unsere Zelle ist auch noch unter der Felsmenschen von Granitus. Ich halte das nicht mehr aus, Rick! Komm runter, Morty! Das geht nicht, Rick! Wir müssen hier raus! Koste es, was es wolle! Was es wolle? Ja, scheißegal! Okay, du musst dein T-Shirt ausziehen. Nicht jetzt. Ich sag dir, wenn es soweit ist. Mein Gott, was? Das Signal enthielt, man kann es nicht anders sagen, Baupläne. Wofür? Ein Fahrzeug, Sir. Ein interstellares Fahrzeug. Wir brauchen einen Piloten. Vielleicht gibt's ja eine Freiwillige. Ach ja, den Plänen nach wird ein zweiter Pilot benötigt. Er muss bedeutend kleiner sein. Und zwar genau 1,60. Chang, du bist zwar Geisteswissenschaftler, aber trotzdem wirst du sehr bald Geschichte schreiben. Primärsysteme, check. Hilfssysteme, check. Wir sehen uns. Okay, jetzt. Seid gegrüßt. Ihr... Wir haben eine euch bekannte Form angenommen. Gemäß unserer Tradition schenken wir euch unsere Kleidung. Bitte, zieht sie nur an. Dürfen wir? Natürlich, ja. Wir haben uns an die Pläne gehalten. Wir haben so viel von euch zu lernen. Ja, ich weiß. Hey, warum konnte ich die Erinnerung der anderen Leute sehen? Da war ich doch gar nicht dabei. Ja, manchmal schneide ich was zusammen, Morty. Das muss ich tun, damit die Verstandssprenger beim Anschauen Sinn ergeben. Diese Erinnerung nenne ich die ganze Enchilada. So, Morty, das hier macht deinen Urin trinkbar. Können wir jetzt weiter einkaufen? Ich bin Zickzack. Oh, scheiße, Morty, bleib zurück. Das ist ein Alien-Overlord. Ganz ruhig, hier. Na, ich hab mich getäuscht. Ich bin Flugflugianer. Bitte töte mich, großer Krieger. Richtig, Morty. Die Flugflugianer erwartet im Jenseits ein ewiger Orgasmus, aber nur, solange sie von einem großen Krieger getötet werden. Ich fühle mich außerordentlich geehrt. Vielen Dank. Also wirst du ihn töten? Na, lass uns vorher noch was essen. Also, soll ich dir in den Kopf schießen, oder? Solange die Verletzung tödlich ist, ist es mir vollkommen egal, wie du es machst. Cool, ich gehe noch kurz kacken. Wow, ich muss schon sagen, ich bin etwas neidisch. Euch erwartet etwas nach dem Tod. Das ist bestimmt ein beruhigendes Gefühl. Wie meinst du das? Auf der Erde wissen wir gar nicht, ob überhaupt was kommt. Es ist bestimmt schön für euch, diesen unwiderlegbaren Beweis zu haben. Ein Beweis? Man braucht einen Beweis? Ja, denn sonst wüsstest du doch nicht, ob es stimmt. Du weißt es nicht. Okay, sollen wir es hier erledigen oder gehen wir nach draußen? Lauf weg! Ich will nicht sterben! Oh Gott, das ist alles wahr! Es tut weh! Ich hätte nicht schreiben sollen! Du hast den Wankelmut in mir geweckt! Oh, du bist schuld! Er hat gesagt, es gäbe
Chimichangas ist noch was da, oder? Ich hätte wieder Platz, wenn du verstehst, was ich meine. Heilige Scheiße, wie viele schlimme Fehler habe ich eigentlich gemacht? Vielleicht würde ich nicht mehr so viele begehen, wenn ich aus ihnen lernen würde. Guter Vorsatz, aber das kannst du vergessen. Wenn du dazu in der Lage wärst, hätte ich dafür nicht extra einen Raum einrichten müssen. Wie du sehen kannst, hast du deinen Verstand schon sehr oft verloren, aber nicht immer warst du daran schuld. Ja, scheiße, bitte nicht. Hoffentlich war das keine von den Guten. Mal sehen. Toll. Popel AIDS, AIDS Popel. An der Beschriftung muss ich noch arbeiten. Und nun eine Verstandssprenger-Wundertüte. Ihr Name lautet Kack-AIDS-Cookie. Ich bin kein Ungeheuer, Beth. Ich weiß, dass Kinder für euch Säugetiere alles sind. Ich werde eins der beiden verschonen. Und du entscheidest, wer das sein wird. Summer! Summer! Ihr werdet es nicht glauben, ich war auf Filme statt auf Titan. Komm schon, Saturn. Ab 10 Monaten könnte man statt Namen auch Zahlen benutzen, oder? Was schaut ihr denn so blöd, ihr Arschlöcher? Morty, bitte reiß dich zusammen. Morty ist tot. Ich bin Mortimer, der Weltenzerstörer. Grandpa Rick, kannst du ihn nicht irgendwie mit Wissenschaft retten? Mit Wissenschaft nicht, aber vielleicht mit was anderem. Morty, hör mir zu. Ich bin's, dein Grandpa. Ich weiß, ich kann fies sein, aber ich liebe dich, ehrlich. Du musst dagegen ankämpfen. Du schaffst das. Morty, hier ist Mom. Wir lieben dich. Werd dich, mein Komm Sohn. schon, Morty. Bekämpf dieses blöde Wurmding. Wir lieben dich. Wir lieben dich so sehr. Los, Morty, komm schon. Weiter. Du schaffst es. Ja, du schaffst es. Sollen wir es rausziehen? Los, nicht anfassen. Wir müssen ihn einfach weiterlieben. Wir lieben dich sehr. Aber ich habe noch eine Verabredung, also... Oh Gott, muss ich mir das echt ansehen? Morty, hängt dir das nicht allmählich zum Hals raus? Nein, oh, tut mir leid, Morty. Ich liebe dich. Jetzt wird mich eine Werbepause nicht stören. Entschuldigen Sie bitte, ich hatte den großen bösen Wurm bestellt. Oder der ist gut. Hast du eine Dämonenschnecke im Bauch oder freust du dich, mich zu... Entschuldigung. Gut zu wissen, dass die ganze Familie scheiße ist. Also wenn die blauen meine Fehler sind und die lilanen die der Familie, wem gehört dann die roten? Nichts reininterpretieren, Morty. Oh, Scheiße, wir müssen einen Unterschlupf finden, bevor die Sonne untergeht, Morty. Auf Fenster 0 und 9 herrschen nachts minus 300 Grad. Wir werden jämmerlich erfrieren, Morty. Verstehst du? Ich glaube, da drüben war eine Wir sind Höhle. nicht in einem Film, Morty. Eine Höhle bringt uns gar nichts. Bibo wird uns warm halten. Er hat uns zum Wasser geführt. Er ist unser Freund. Es geht ganz schnell. Nein, nein, nein. Willst du sterben? Rein in Bibo! Oh Mann. Oh Mann. Hier kommt die große Kälte. Gleich geht's los. Hey, sind wir auf NC 0 und 9 oder doch auf NC 0 und 7? Moment mal, warum sollte ich das entfernt haben wollen? Sind die roten Erinnerungen die du löschen wolltest? Oh, fein ausgedacht, Morty. Aber ich sortiere nicht nach Farben. Ich bin doch keine Maus in dem scheiß Schuh. Warum sind dann die lilanen beim Alkohol? Alle holen? Scheiße, war das knapp. Captain Sky ist tot. Er gab sein Leben für den Widerstand. Ja, macht einen echt nachdenklich. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Was? Ich meine ja nur, ist so. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Bist du selbstverständlich? Na klar. Verständlich. Oh Mann, es heißt selbstverständlich. Dachtest du wirklich, es heißt... Oh mein Gott, Rick, was ist hier los? Bist du etwa ein Fan? 6-0. Dann sagst du das schon falsch. Das ist ein tolles Gefühl, oder? Das springt sicher dein Verstand vor. Oh ja, irgendwie Soll schon. ich es löschen? Was? Sowas kannst du? Ja, na klar. Ich hab's gewusst, du verdammter Wichser! Du bist ein blödes Hey, Arschloch! langsam, Morty. Jetzt mal ganz ruhig. Entspann dich. Das tue ich nicht! Lass mich los, du Vollidiot. Was? Was ist hier los? Wo bin Wer ich? sind wir? Wer bin ich? Ich glaube, ich bin ein minderjähriger Junge. Ja, und ich ein älterer Mann. Und ich glaube, wir sind in einem geheimen, geschlossenen Raum. Hey, schau mich nicht so an. Vielleicht bist du ja hier der oberkranke Psycho. Ah, das sind eindeutig Speichereinheiten. Und da wir nicht wissen, was passiert ist, schätze ich, dass das alles mit unserem Gedächtnis zusammenhängt. Und das Ding auf deinem Kopf ist da, um... Gib uns den Code, du Scheißkerl! Das ist sinnlos, von dem erfahren wir nichts. Rick, ohne den Impfstoff werden alle sterben. Vielleicht solltest du ihn etwas mehr unter Druck setzen. Ich weiß, worauf du hinaus willst, Morty, aber auch ich hab sowas wie Moral. Gut, aber ich habe keine mehr, seit dieser Bastard Jessica töten wollte. Okay. Siehst du die zwei fleischigen Säcke unter seinem Kinn? Pack sie. Wie lautet der Code? Sie.
Fester, Morty! Fester! Okay, lass ihn los. Kurze Pause. Er schlägt einen Deal vor. Er gibt uns den Code, wenn du fertig bist. Aber können wir ihn Was? Fertig mit was? Ja, du weißt schon. Ich dachte, ich foltere ihn. Oh, das enttäuscht dich. Willst du den Deal deswegen jetzt platzen lassen? Wer Feinde töten kann, sie aber nicht befriedigen will, ist keinem dort besser als sie. Und was hast du gesehen? Wir sind Partner oder so. Wir bekämpfen Aliens. Wie in Men in Black. Men in Black, Men in Black. Ich kann mich nur an Teil 2 erinnern. Weißt du ja, was Hallo. Nicht ganz. Im Prinzip sind das endlose Wiederholungen von... Post es auf YouTube. Ich suche weiter nach Hinweisen. Was soll das werden? Soll's wahr sein oder nicht? Und selbst wenn, mit dem wirst du das nie schaffen. Wegen dieser Luftblase. Ich weiß, wie das funktioniert, Morty. Ich arbeite gern präzise. Und wenn du glaubst, dass das hier mit deinen scheiß primitiven Augen und einer verfickten Luftblase auch nur ansatzweise was werden soll, bist du mitschuld an unserem Untergang. Und das macht mich wütend. Du willst ein Regal bauen, dann mach doch. Oder willst du das wahre Waagrecht sehen? Willst du? Ja. Okay, komm mit. Wow, das ist so... Oh mein Gott. Oh, wow. Oh ja, echt waagrecht, Bitch. Komm, Morty, wir müssen in die Schule. Alles ist schief. Die Realität ist giftig. Ich will zurück. Ich hasse es hier. Was ist los mit ihm? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht Morty, Morty, ab in die Schule, Summer. Ich gehe in seinen Kopf und mach... Ich bin das Lamm auf der kosmischen Schlachtbank. Und? Also scheinbar entscheidest du, woran ich mich erinnern kann. Warum? Gute Frage. Morty, diese optischen Induktoren brauchen Dunkelheit. Schalt den linken Lichtschalter neben der Tür aus. Den linken. Okay, wieder an. Also, habe ich da gerade dreimal den Lichtschalter klicken gehört? Was meinst Ich du? erkläre mir die drei Geräusche von eben folgendermaßen. Zuerst wurde der rechte Lichtschalter betätigt. Dann, um den Fehler zu korrigieren, der richtige auf der linken Seite. Dann, als alles dunkel und still war, verschämt nochmals der erste, um den ursprünglichen Fehler zu korrigieren. Habe ich das richtig analysiert? Ja, so ungefähr. Es ist abgelaufen. Es tut mir leid. Ah, okay. Komm mit. Was? Komm mit. Nimm dir eine Schaufel. Was Du ist... sollst dir eine Schaufel nehmen. Was war das? Wo sind nur die verdammten Kabelbinder hin? Okay, scheiß drauf. Ah, da sind sie. Warum willst du das nochmal machen? Er würde nicht gern mit Tieren reden können, Rick. Fast jeder. Hier bitte, mach keinen Blödsinn. Immer weiter, nicht aufhören, hoch, runter, runter, hoch, 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 runter, hoch, stopp, runter. Die Königin braucht Nahrung, die Babys brauchen Nahrung, die Königin macht Babys. Die Situation in Argentinien hat sich zu unseren Ungunsten verschlechtert. Wir müssen ihre Wirtschaft destabilisieren, einen Putsch durch die Arbeiterschicht inszenieren und dann eine linientreue Regierung einsetzen. So wie in Guatemala? Ja, nur schneller. Außerdem müssen wir einen neuen Papst wählen lassen, falls die Exxon-Monsanto-Sache in Afrika platzt. Nutzen wir doch Chemtrails. Bei der Bevölkerungsreduktion in Uganda hat uns das... Was ist los? Der Junge beobachtet uns. Und? Für ihn sind wir doch nur Eichhörnchen. Er starrt uns an, als ob er verstehen könnte, was wir sagen. Hey du, junger Mann, komm mal her. Protokoll 199 starten. Möglicher Doodle. Kleiner, falls du uns hören kannst, wir können dir Wünsche erfüllen. Willst du fliegen lernen oder Süßigkeiten haben? Leck mich doch am Arsch. Was hast du getan? Na toll, Morty. Pack dein Zeug. Die werden gleich wieder aufwachen. Ich habe sie nur betäubt.
Eichhörnchen, Morty. In ungefähr 5 Minuten haben wir sie wieder am Arsch, Morty. Wir müssen sofort in eine andere Realität, Morty. Ich hab doch gesagt, dass das nicht mehr aufgeht. Wir können hier nicht bleiben. Wegen den Eichhörnchen, Morty. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber irgendwie traue ich dir immer weniger. Und wie soll's Ich weitergehen? will mich an alles erinnern, an einfach alles. Was hast du rausgefunden? Oh, was hast du vor, mich umbringen? Ich werde dich nicht umbringen, sondern mich selbst. All diese Erinnerungen wurden gelöscht und verrottet in diesem Zimmer. Wieso weiterleben, wenn alles, was ich erlebt habe, hier drin vergammelt? Also gut, ich weiß nicht viel, außer dass Man in Black 2 reine Geldmacherei war. Aber ich merke, dass das, was in deiner Birne vorgeht, dir scheinbar sehr viel bedeutet. Das ist ganz klar. Und ich muss sagen, dass deine Leidenschaft ansteckend ist. Ich mach mit. Selbstmordpakt. Ja, tun wir es zusammen, du alter Mistkerl. Auf 3. 1. 2. Zieht ihr euch Mortys Verstandssprenger rein? Mortys Verstandssprenger? Grandpa, ist das ein Szenario 3? Aber was soll das sein und wer bist du? Oh Mann, das ist ein Szenario 4. Verdammte Scheiße, ich hätte mehr Kohle verlangen sollen. Hier ist ein Haus in der Nähe. Ich kann es riechen. Wow, was? Wie konntest du uns beim interdimensionalen Fernsehen einschlafen Was lassen? soll die Scheiße, Summer, Summer? du dumme Schlampe. Wir wollten doch interdimensionales Fernsehen schauen, du dumme Schlampe. Wieso lässt du uns einschlafen? Du dumme Schlampe. Okay, Morty, scheiß auf sie. Raus hier. Zeit für ein echtes Rick und Morty-Abenteuer. Ja, cool, Rick. Los geht's. Kein Wunder, dass ihr euch ständig streitet und dann deshalb spät dran seid. Was? Ach, nichts. Rick, hallo? Ich hole nur meinen Pater. Jerrys Verstandssprenger? Los, hinterher! Auf Alpha Centauri ausgerichtet. Alles transportbereit. Es hat geklappt. Gogo kann nach Hause. Hey, wo ist Er Dad? wird sicher gleich hier sein. Schon komisch. Die Tatsache, dass Jerry nie die Aufmerksamkeit bekam, die er wollte, rettet einem Alien das Leben. Er weiß, wohin er kommen soll, oder? Ja, er wird jede Sekunde hier sein. Hat's geklappt? Habt ihr Gogo nach Hause geschickt? Du hast ihn. Du solltest ihn zum Treffpunkt auf den Hügel bringen. Quatsch, er war in deinem Fahrradkorb. Er war an deinem Auto. Oh, ich krieg sein Zeug. Did you get any of that? Der Kindermörder Joseph Eli Lipton wird morgen durch die Giftspritze hingerichtet. Sein Tod erregt bereits jetzt mehr Interesse als der bevorstehende Tod der Fernsehnachrichten. Carla? Der Mann, der seinen eigenen Sohn aß, wird Wow, nach all der Zeit wird er jetzt also hingerichtet. Der Junge, den er gegessen hat. War dein Freund Tommy, ich weiß. Hör auf damit anzugeben. Ich habe ein Trauma. Summer, deine Generation versteht das nicht. Mom, meine Generation kriegt bei jedem Furz ein Ich Trauma. war jahrelang in Therapie, um das verarbeiten zu können, ehrlich. Als Kind habe ich mir eingeredet, dass sich Tommy an einem magischen Ort namens Rubyland versteckt. Rubyland? Meine erfundene Welt. Ich weiß, der Name ist blöd, aber für mich war sie real. Ich dachte, ihr zwei verbringt das Wochenende bei eurem Es wird Vater. zu früh. Dad steht nicht vor Sonnenuntergang auf. Erzähl uns noch mehr über dieses... Nicht die Bubblegum, ich krieg keine Luft mehr. Ich muss sagen, diese Bubblegum wird mir immer sympathischer. Dann überleg du dir doch einen Namen, wenn du es so viel besser kannst. Was?
Erste Arbeit weiß ich nicht, aber muss man es deswegen so runtermachen? Ja, gut so. Deine Augen verraten, wie schuldig du dich fühlst. Manchmal bist du unglaublich rücksichtslos. Okay, da ist es ja. Dafür habe ich ja den Quantum-Tesserakt zerstört. Das ist mir egal. Ich will nur wissen, ob Tommy noch da drin ist. Ganz ruhig, Beth. Wir werden ihn finden. Er wird das einzige sonnengebleichte Skelett mit menschlicher DNA sein. Tommy? Tommy! Das ist der Horror. Ich kann's nicht fassen. Du hast mich eingesperrt in diesen Hühnerstall. Hühnerstall? Diese Wolken habe ich selbst erschaffen, Beth. Der Fluss ist ein echter Regenbogen. Ich habe mir mit diesem Ort richtig Mühe gegeben. Vielleicht hättest du dir bei deiner Tochter mal Mühe geben sollen. Wozu? Glaubst du, er ist gefressen worden? Nein, meine Frubiland-Wesen sind alle harmlos. Er ist garantiert nur Ich verhungert. hätte genauso gut hier drin verhungern können. Oder mich verletzt. Du hast recht, ich bin ein Scheißvater. Ja, ich hab's versaut. Mach's gut, schnöde Welt. Dad! Oh, na was ist denn das? Welcher gnadenlose Schöpfer würde den Boden weich machen? Dann muss ich mich ertränken. Oh nein, oh, man kann unter Wasser atmen. Wer macht denn sowas? Sehr gut. Ja, es ist gut. Irgendein Dad baut ein Klo, das wie R2D2 aussieht und schafft es damit auf Reddit. Aber ich bin Charles Manson, weil ich dir kein iPad, sondern eine Welt schenke. Ich glaube, das Wort, das du suchst... Ach, du Scheiße, fuck, das Vieh hat Tommy, Klauen. ich hab's verstanden. Hier ist alles kindersicher. Nein, ganz im Ernst. Das tut echt weh. Es gräbt seine Klauen immer tiefer in mich hinein. Scheiße. Ich hab's kapiert, Dad. Wessen Idee war das nochmal mit diesem beschissenen Besuchsrecht? Ich glaube, es geht um die Angst, verlassen zu werden. Aber ich hab gar keine Angst. Nein, ich rede von Dad. Bienvenue chez le geschiedene Dad. Wow, Dad, hier sieht es nicht mehr aus wie in einem Crackhaus. Es ist so sauber, wie in der Koks Lounge. Dad, was ist hier los? Ich fühle mich einfach leichter, ausgeglichener. Und du kannst Telekinese. Ziemlich cool, hä? Passt auf, wer will einen Smoothie? Oh nein, oh, Summer, kannst du mal nach... Du hast noch viel zu lernen, mein Olo. Morty, Summer, das ist Chiara, eine grutabulanische Kriegspriesterin vom Planeten Grutabulon. Ich weiß, wo Krutabulaner herkommen, Dad. Chaimentolo. Chaimentolo, Kinder. Hi, Mentolo. Der Geist eures Vaters birgt Liebe für euch. Ich freue mich, euch physisch kennenzulernen. Dad, bist du... Verliebt in eine taffe, sexy Alien-Lady? Keine Ahnung, Summer, sag du es Ich mir. hatte nicht vorzufragen, ob du sie liebst. Solange kannst du sie ja noch nicht kennen. Summer, wir haben uns auf der intergalaktischen Singlebörse kennengelernt, die Rick empfohlen hat, als ich mit deiner Mom zusammen war. Und dann haben wir uns verliebt. Wir müssen los. Wir haben für 7 Uhr reserviert. Ich lasse sie ungern gehen, aber ihr Hintern sieht gut aus, wenn sie teleportiert. Ihr habt ja gesehen, von was sie 3 hat. Ratet mal, von was sie 2 hat. Hey, aufhören! Bis jetzt habe ich euch verschont, weil ich euch irgendwie faszinierend finde, aber... Ah, jetzt reicht's! Hier ist es ja so sicher. Du bist so toll. Sag doch einfach, ich geb's zu. Ich hab's versaut. Ja, was sollte das bringen? Du kannst es nicht, oder? Du kannst dich einfach nicht entschuldigen. Okay, Beth, es tut mir leid, dass dir eine Entschuldigung so wichtig ist. Hey, jetzt beschwer dich nicht. Du hättest eben besser auf deine Kinder aufpassen sollen. Ah, da liegt also der Hund begraben. Einige der Frubiland-Kohlenstoffatome haben sich scheinbar irgendwie mit menschlicher DNA vermengt. Heißt das, dass Tommy mit Frubi-Tieren Frubi-Mensch-Hybride zeugt, sie dann isst und dass dieser ewige Kreislauf des kannibalistischen Inzests der einzige Grund ist, warum er noch lebt? Natürlich ist das nur eine Theorie, aber wenn das stimmt, vermute ich, dass er sich von einer Gruppe seiner am wenigsten wohlschmeckenden Kinder als Gott verehren lässt. Halt! Ihr seid nun Gefangene unseres edlen Herrschers, des Schenkers des Lebens, des Bringers des Schmerzes und des Todes, des Hey, Lebens langsam, Gottes. Ferner, das haben wir uns schon gedacht. Genau, bringt uns zu König Tommy. Ich dachte, Kriegspriesterinnen verlassen Krutabulon nur, wenn sie jagen. Danke, Schätzchen. Hoffentlich hat der Mensch gerade schon Zeit. Ich bin hier, um Warixe zu jagen. Ihr Menschen habt nichts zu befürchten. Euer Vater und ich sind seelenverbunden. Seelenverbunden? Hat euer Planet kürzere Tage, weil das hier echt ganz schön schnell geht, oder?
Sie wusste wohl, dass der Warix hier ist. Deshalb waren ihr die Bewertungen auch egal. Dad, weißt du, was eine Seelenverbindung mit einer Kontabulanerin bedeutet? Ja, keine Ahnung, Morty, das wird schon nicht so wild sein. Außerdem solltet ihr lieber eurer Mutter erklären, was Beziehung heißt. Oh mein Gott, Dad, darum geht's hier also. Du fängst was Neues an, um Mom eins reinzuwirken. Ihr sagt mir doch ständig, dass ich weitermachen muss. Ich meinte mal aufstehen oder mal Klopapier statt Servietten benutzen und nicht sich mit einer Alien-Tussi trösten. Dad, mach mal langsam. Denk lieber noch mal drüber nach. Sagt mir doch einfach mal, was ihr wirklich denkt. Ihr seid eifersüchtig, dass ich sexbedingte Telekinese kann und dass ich eine Freundin habe, die einen Körper hat wie Geparde aus Thundercats. Aber ihr ekelt euch vor ihrem avocadoförmigen Kopf, der blauen Haut und ihr denkt wahrscheinlich, ich würde ihr gerne Perücke aufsetzen. Ich habe versucht, euch so zu erziehen, dass ihr keine Rassisten werdet. Und doch seid ihr welche. Eure Welt ist bald frei von Warixen. Und morgen wird das gefeiert. Vielleicht könnten wir ja schwimmen gehen. Wir feiern es mit einer Jagd. Na, wollt ihr jagen? Ja. Huldigt König Tommy! Auf keinen Fall, leckt mich am Arsch! Ich grüße euch. Ich bin der König von Fruppyland. Doch ich trage noch einen weiteren Namen. Wissen wir schon. Ich bin Tommy. Wissen wir. Ich lebe hier bereits seit meiner frühesten Kindheit. Wissen Schon wir. klar. Ihr fragt euch sicher, wie ernährt sich der König wohl? Oh, Nein, bitte nicht. Ich finde ja, dass man mit einem Theaterstück am besten nicht ins Dunkel Muss bringt. das sein? Oh mein Gott. Vorhang auf! Ich bin der kleine Tommy. Und ich die kleine Beth. Was soll das? Komm mit mir in meine magische Welt. Hier im geheimen Fruppyland gibt es keine Regeln. Ich freue mich so sehr. Ich bin neidisch auf Tommy, weil er Freunde hat und einen Nintendo und weil sein Dad ihn mag. Dieser Tommy ist ein richtiger Shakespeare. Komm, ich zeig dir den Honigsumpf. Ja, los geht's. Ich will, dass du stirbst. Oh nein, ich steck fest und versink im Honig. Oh, das ist ja mal interessant. Fake News. 4 Tage vergingen und ich war gefangen in diesem Land. Ich hab Hunger und mein einziger Zeitvertreib hier ist Rammeln. Ich rammle diesen Stein. Ich rammle diesen Baum. Und ich rammle dieses Monster und spritze es voll mit meinem Samen. Ich bin das erste von Tommys Kindern. Iss mich auf, damit du überleben kannst. Und das tat ich. Oh, wow, okay. Cool, tolle Vorstellung. Wirklich gut. Und nun werdet ihr Zeugen einer Zeugung. Nein, das wollen wir auf gar keinen Fall sehen. Das arme Fruppy-Wesen. Lass es in Ruhe. Gleich gibt's Essen. Mahlzeit. Okay, mir reicht sich auch ab. Was sollte das denn? Wir waren mitten in einem Abenteuer. Abenteuer brauchen folgende Zutaten. Konflikt, Einsatz, Vorteile für mich und natürlich Morty. Aber Tommy ist noch da drin, vergewaltigt Muppets und frisst Babys. Ja, das ist aber nicht unser Problem. Wir halten uns da raus. Uns raushalten? Wir müssen Tommy sofort retten. Wir müssen genau das machen, was du als Vater nie getan hast. Verantwortung übernehmen. Beth, komm mir bloß nicht zu. Wir haben beide dieses Stück gesehen. Du hast ihn in den Honig geschubst. Wenn, dann bist nur du verantwortlich. Du wirst ihn schön allein retten. Oh, du glaubst diesem Theaterstück mehr als deiner Tochter? Ja, tu ich, Beth, weil du nicht meine Tochter bist. Oh, verstehe. Es gibt unzählige Beths mit unzähligen Dads in unzähligen Welten. Eine Umarmung hätte dich nicht umgebracht, Dad. Täusch dich da mal nicht. Warum glaubst du, hat jede Beth ihr eigenes Fruppyland? Aus demselben Grund, warum ich Tommys miese, beschissenen Dreckstheaterstück geglaubt habe. Weil du ein sehr bösartiges Kind warst. Oh mein Gott. Ich habe Fruppyland eigentlich nur erschaffen, um die Nachbarn vor dir zu beschützen. Nicht weil ich sie mag, sondern weil es einfacher war, als jedes Mal, naja, ein Kind oder ein Tier zu klonen, das du um die Ecke gebracht hast. Sieh's ein, du bist ein bösartiger Soziopath. Du versuchst dein Versagen als Vater zu vertuschen, deshalb erzählst du diesen ganzen Blödsinn. Oh Gott, nein, ich gebe ja zu, dass ich ein schlechter Vater bin. Ich hab sie nicht alle. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Baby. Hier ist der ganze Scheiß, den du als Kind wolltest. Laser, eine Peitsche, die Leute zwingt, dich zu mögen, Unsichtbarkeitsfesseln, eine Elternfalle, eine Schockpistole, einen Teddybären mit echten Organen, Nachtsicht-Kulleraugenbrille, geräuschlose Turnschuhe, falsche Fingerabdrücke, Betäubungspfeile, eine Lügendetektorpuppe, einen unzerstörbaren Baseballschläger, einen Marienkäfer-Taser, ein gefälschtes Polizeiabzeichen, GPS-Aufkleber, Regenbogenklebeband, eine Gehirnwäsche-Haarklammer, giftigen Kaugummi, ein pinkes, sprechendes Taschenmesser.
dich ja um das alles gebeten, weil ich einfach wollte, dass du Zeit mit mir verbringst. Und wenn ich wirklich vorgehabt hätte, Tommy zu töten, war das, weil ich eifersüchtig auf seine Familie war. Was, wieso? Ist sein Vater nicht dieser Kannibale? Liegt wohl in der Familie. Verdammt, du bist mitschuld. Ich bin nicht bösartig. Ich gehe wieder zurück, hole Tommy und bringe alles wieder in Ordnung. Ja, dann mach doch Stone Cold Steve Austin. Warum habe ich das gesagt? Ergibt keinen Sinn, aber ich find's gut. Na dann mach doch Stone Cold Steve Austin. Klingt super. Nein, Dad, so macht man das nicht. Sterben nicht, wenn man ihnen den Kopf abschlägt? Nein, das hast du doch gesehen. Ich glaube, du musst ihn ins Herz stechen oder sowas. Glauben reicht nicht. Du bist ja ein voller Alien-Experte, Isaac Asimov. Hey, guck mich nicht so an. Ich bin müde. Ich auch. Wir sind alle müde. Das war der letzte. Heute Abend wird das gefeiert. Mit einer Jagd? Ja, denn morgen gehen wir jagen. Ich muss die Sache mit Chiara wohl wirklich beenden. Musst du nicht sagen. Klar, Ja, es natürlich. höchste Kannst du mir Zeit. helfen, bitte? Was und wie? Ich könnte ihr doch sagen, dass es wegen euch ist, weil euch ihr Kopf nicht gefällt. Du oder? denkst das. Nur du. Du bist so ein Riesenfeigling. Ja, das wissen wir, Summer. Bitte helft mir. Zuerst will ich, dass du zugibst, dass du der Rassist bist, zudem ein Sexist und uns mit in diese Sache reingezogen hast, weil du wieder mal nur an dich gedacht hast. Okay. Ich will hören, wie du es selbst sagst. Okay, ich bin ein Rassist, sexistisch, egoistisch und habe euch beide in meinen sexistisch-rassistischen Scheiß reingezogen, weil ich einfach dumm bin. Dankeschön. Jetzt helft ihr mir, oder? Das hat sie gerade. Genau, du machst das schon. Hä? Wie was? Oh Mann. Alle mal herhören. Nächster Tagesordnungspunkt. Ich hätte gerne mit ein paar von euch Sex und dann esse ich die Babys. Das gefällt euch, nicht wahr? Die besten Ideen kommen von mir, oder? Oh, die magische Zauberkreidefrau. Hast du Hunger? Ich wollte mir gerade Essen machen. Und mit Essen machen meinte ich Tommy, natürlich... komm mit. Ich bringe dich wieder in die echte Welt. Aber ich bin in der echten Welt. Nein, du verstehst nicht. Dein Dad... Oh, die Leute glauben, er hat dich gegessen. Und? Mach doch nichts. Man sollte seine Kinder essen. Lass mich in Ruhe. Tommy, du verstehst das nicht. Ich muss dich zurückbringen, weil es meine Schuld ist, dass du hier bist. Ich bin Beth. Beth, die Zerstörerin. Pass bloß auf, was du sagst und reiß dich zusammen, du Inzestprinz. Tja, das passiert eben, wenn man in Honig geschubst wird. Du kannst dir gern einreden, dass ich dich geschubst habe. Oh, wie großzügig. Ist meine Realität wie eine Portion Pommes, die du mir überlässt, weil sie kalt sind und du sie nicht mehr willst? Ja, weil ich deinem Vater das Leben retten will und ich kein kleinkarierter Arsch bin. Dann wird es dir ja wohl sicher nicht sehr schwer fallen, dich zu entschuldigen. Würde es nicht, ist aber überflüssig, da deine Rückkehr deinem Dad das Leben rettet. Und das Letzte, was du, Freak, brauchst, ist deine Ego-Politur. Oh, Verzeihung. Ich bin schon sehr lange im Fruity-Land. Entschuldigt man sich heute so? Tommy, es tut mir leid, dass du eine Entschuldigung brauchst. Oh mein Gott, ich bin wie mein Vater. Könnte sie irgendwer mal bitte töten? Oh mein Gott, ja, ich bin wie mein Vater. Endlich wieder töten. Das bedeutet also, eine Muschi plus 2 Muschis ergibt viele Muschis. Kommt schon, ich passe das nur eurem von Sex bestimmten Alltag an. Hi, Morty geht ab heute nicht mehr zur Schule. Komm mit, Morty. Du hast dein Daddy gehört, du darfst nicht mehr zur Schule. Moment, finde ich das gut? Dad, was ist Wir los? ziehen nach Alaska. Was? Wieso? Weil's da schön ist. Außerdem habe ich mit Chiara Schluss gemacht und jetzt will sie euch zwei umbringen. Was? Warum schlendern wir dann so rum? Weil ich hundemüde bin und mich will sie ja auch gar nicht hören. Verzeihung, darf ich... Oh, okay, ich gehe nach links. Nein, okay, ihr links. Ihr links. Wissen Sie, wo links ist? Was hat deine Trennung denn mit uns zu tun? Ja, wir haben uns für Mom entschieden. Ich dachte, wir haben das beim Anwalt klargestellt und in den Kommentaren in deiner Facebook-Chronik. Sie gibt euch die Schuld an unserer Trennung. Wieso? Ich habe gesagt, dass ihr zwei es so wollt. Was? Hey, ich bin kein schlechter Mensch. Mir ist nur nichts Besseres eingefallen. Bot. Wie war das nochmal? Bot. Hey, Hey, also nur aus reinem Interesse. Wenn du Tommy klonen wollen würdest, was würdest du dafür so brauchen? naja, Tommys DNA. Okay, weil er wollte nicht mitkommen, also
Er gab dir also seinen Fehler. Naja, es war so, er hat das... Schon gut, ist mir egal. Okay. Es dauert circa 3 Stunden. Okay. Hey, hilfst du mir? Okay. I got a doo-doo in my butt, and I don't know what to do with the doo-doo in my butt, but I know that a father should say to you that he's proud of you. Every daughter is a doo-doo from a father's blood. Biologically speaking, the butt is a nut, and every father's wrong, and there isn't a song that can change that. Mann, bin ich kaputt. Ich gehe dann mal schlafen. Cool. Dad, ich glaube, ich habe dich mein Leben lang idealisiert und versucht, so zu sein wie du. Aber in Wahrheit bist du eben... Wohl doch nicht so toll. Und wir sind quasi identisch. Bin ich böse? Schlimmer. Du bist schlau. Wenn dir alles egal ist, beherrschst du das Universum. Aber das kommt in keinem Universum gut an. Das Universum ist wie ein Tier, das sich von Gewöhnlichkeit ernährt. Es erschafft Idioten und frisst sie dann. Fast so wie dein Freund Timmy. Tommy. Ist jetzt auch egal, Schätzchen. Schlaue Leute haben die Möglichkeit, aus der Realität auszubrechen. Aber sie versucht, dich einzusperren. Und sie wird nicht aufhören, bis sie es geschafft hat. Dad, ich habe keine Ausrede mehr, nicht ich selbst zu sein. Also, wer bin ich? Wie finde ich das raus? Ehrlich? Brich aus, raus aus deiner kleinen Zelle. Gib dir selber eine Chance. Das geht doch nicht wegen der Kinder, Jerry, meinem Job und außerdem fängt die neue Staffel von der Bachelorarbeit an. Ich könnte dich auch klonen. Eine perfekte, detailgetreue Kopie von dir. Kein Unterschied wäre erkennbar. Sie wird sich um die Kinder kümmern, würde arbeiten und so tun, als würde sie sich über Reality-Fernsehsendungen lustig machen, die sie eigentlich liebt. Wie du. Du kannst für den Tag, eine Woche oder Ewigkeit bleiben. Ohne Konsequenzen. Und wenn du zurückkommen willst, drück ich den Knopf und der Klon ist wieder weg. Keine Schmerzen, keine Reue und es besteht 0% Blade Runner Gefahr. Wenn alles egal ist, warum würdest du das dann für mich tun? Vielleicht mag ich dich, weil es so egal ist. Oder vielleicht bist du mir ja gar nicht egal. Vielleicht aus Liebe, vielleicht wegen deiner Mutter. Hör auf zu fragen und nimm mein Angebot an. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Dann bleib. In dem Fall hast du dich wenigstens bewusst für dieses Leben entschieden. Ganz egal, wie du dich entscheidest. Die Hauptsache ist, dass du endlich mal runterkommst. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ihr entkommt mir nicht. Mann, die ist echt sauer. Ich weiß, und das tönt mich an. Sei still. Die Jäger, sie kommen. Lauf! Sie jagen dich. Wir wollen uns auch verstecken. Wir verstecken uns nicht, wir nisten. Ist ja widerlich. Deine Kinder müssen sterben, damit wir zusammen sein können. Du musst die Karten auf den Tisch legen, Dad. Ernsthaft. Dad! Mach Schluss! Okay. Chiara, lass uns